euch, lieber Nixter, heute bist du bei mir in meinem Gothic Matters als 21. Person dabei. Freue mich, dass du zugestimmt hast. Und ich würde mal sagen, dass du dich jetzt erstmal kurz vorstellst. Sehr gerne. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bin als Nick ja schon angekündigt worden. Ich mache das Ganze hier auf Twitch seit genau 2,5 Jahren, auf den Tag genau, also Januar 23 habe ich angefangen. Und bin auch nebenbei jetzt so ein bisschen auf YouTube unterwegs. Was? Nick klingt nach in ein Kissen reden. Wieso? Was? Stopp? Ja, dann liegt das an Alex Audioeinstellungen. Ich klinge bei Okay, mir warte, ganz normal. aber das müsste ich jetzt testen, bevor wir. Warte kurz, mach mal kurz laut. Sag mal was. Dann mach ich kurz mal laut. Hallo, hallo, hallo. Ich hör dich normal in unserem Stream, ich weiß nicht. Was meint er mit Kissen denn? Hallo, 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 hallo. Ich muss jetzt selbst nochmal im Stream gucken. Mach Ja. das, mach das. Ich klinge sehr blechern bei dir. Wie kann ich das denn verbessern, dass du im Discord besser klingst oder hast du das falsche Mikro aktiviert oder so? Nee. Ich habe nur ein Mikro aktiv. Ja, okay, wie soll ich dich dann jetzt besser stellen, wenn ich hier nichts umgestellt habe bei Discord? Ein Ton. Also in meinem Stream klinge ich nicht so. Ja, scheiße. Aber das ist mir beim letzten Quiz, glaube ich, auch aufgefallen. Dann müssen wir aber herausfinden, warum das so ist. Warte mal. Ich nehme von DC, warum von der Cam? Ich meine, Hallo? ach, ob du vielleicht in deine Szene vielleicht Ton eingefügt hast. Hast du das? Aus Versehen vielleicht? In der Ninja-Szene ist der Ton drin. Ich kann halt jetzt nicht nachschauen, ob der Ton drin ist. Die ist gestummt. Ja, die ist gestimmt, da ist nichts dabei. Hier ist nichts, ja. Ich kann dir aber auch Ton über Ninja geben. Statt über Discord. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Würdest du tatsächlich lieber so lassen? Oder Herr Boom sagt, wir testen das mal. Ah, laut. Wenn du es über Ninja machst, dann höre ich das über mein Bildschirm, dann hören wir es dreifach gefühlt im Stream. Wegen meinen Einstellungen. Warum tut DC das denn so scheiße ausgeben, was du redest? Das ist ja wirklich so. What the du kommst nicht mal mehr in den Stream an, sagt er. Also. Ich höre alles dreifach. Ja, das weiß ich, haben wir verstanden jetzt. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Aber richtig. Vielleicht Privatanruf besser? Versuchen wir mal Privatanruf, vielleicht hört man es besser dann. Leute, sorry, dass wir jetzt gerade so eine Nebenbei-Störung haben, sozusagen. Wir müssen das jetzt kurz nochmal verbessern. Ich glaube nicht, dass das einen Unterschied macht. Nee. Nochmal? Nee. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt los ist gerade. Ich bin aber der Einzige, der bei dir im Discord, wenn du über Discord Dings so machst, so klingt. Aber wie kann das sein? Aber von was? Von wie? Ich kann's dir nicht sagen. Was ich aber noch machen kann, ist. Warte mal. Ich habe hier nichts umgestellt. Schau mal, hier ist nichts umgestellt. Du bist auf Discord normal. Ja, ich glaub dir das. Warte mal. Test. Ja, warum? Wir können dich gerne. Lass mal kurz wieder mit Discord gehen, dann gucken wir das da nochmal an. Hier ist nicht besser im Moment. Wir warten jetzt noch kurz auf Nick, dann kann er kurz gleich tun. Können wir noch mal kurz gucken, ob es bei dir auch so anhört. Und ich muss den anderen ja, gut. Frage ist auch, ob ich normal klinge im Stream, ne? Warte mal.
Ich klinge genauso scheiße im Stream. Ja, ich klinge bei dir im Stream genauso scheiße. Dann liegt's irgendwie an dir gerade. Nick ist schon im Warteraum? Ja, aber wie stellt man das? Was soll ich denn umstellen? Ja. Das ist meine Frage. Guck mal, Bildschirm übertragen, dann kannst du mal gucken. Was soll ich denn da jetzt noch umstellen, damit es besser ist? Warte. Mhm. Aber Falscher Max sagt Bildschirm. gerade, Brom ist genauso dumpf. Ja, sag ich ja auch, genau. Ich bin genauso dumm. Hä? Bildschirm übertragen? Du hast wieder ausgemacht? Ja, weil ich die aus Versehen die von meinem Stream gemacht habe, statt über mein OBS. So. Ich glaube nicht mal in OBS, sondern Hast du Ja, irgendwelche Filter eingestellt? Dann sag mir, was ich hier umstellen kann. Ich kenne mich bei Discord damit nicht aus. Oder ist das hier einfach zu So. leise gestellt, die Ausgabe? Und vielleicht deswegen scheiße. Nein. Nein, scroll mal runter. Empfindlichkeit. Du Kannst du kannst mal die einmal ganz. Crisp-Filter rausnehmen? Die was? Nee, Chris-Filter ist scheißegal. Chris-Filter betrifft nur ihn. Ja, Mikrofon Ach so. steht da. Mach mal ganz unten bei Sprach- und Videochat, ganz unten hohe QoS-Paketpriorität aktivieren. Mhm. Das ist schon mal eine Option, mit der es vielleicht mit höherer Qualität ankommt. Nichts passiert. aber noch nichts Wie ist es jetzt? Weiß ich nicht, ob es besser ist. Muss jemand mir sagen. Nee, ich Es klinge geht immer noch darum, dumm. Bein Bizeps, es geht darum, dass er sich anders anhört als sich bei sich im Stream, deswegen. Ja, nicht nur das, wir klingen generell bei dir alle in der Ausgabe sehr, sehr stumpf. Und was hast du bei Ausgabegerät? Ist da das Richtige? Ja, das ist richtig, meine Kopfhörer, ja. Okay. Hm. Weird. Hast du auf Discord vielleicht einen Filter liegen? Du hast ja eine separate Discord-Spur. Hast du dann OBS einen Filter gelegt? Ich höre euch doch auch hier dann so scheiße, wie es aussieht, oder? Ich kann euch sonst, wenn ihr wollt, meinen Teamspeak zur Verfügung stellen. Hier ist nichts, guck. Wollt ihr? Ja, ich müsste es jetzt erstmal auch wieder installieren und sowas. Das ist jetzt eigentlich nicht so Okay. viel Lust darauf. Geh mal, klick mal bei der Audiospur auf Filter, nicht auf erweiterte Audioeigenschaften. Weil ich habe sowieso Hat er einen aber nicht Teamspeak-Server, der unnötig eigentlich Ja, fast ich hab- unbenutzt läuft. Ich hab TS aber auch nicht mehr drauf. Ich auch nicht, deswegen, das ist jetzt zu knapp. Ich habe halt keine Ahnung, was ich sonst machen soll jetzt gerade. Das ist halt blöd. Ja, deswegen wäre das halt zumindest irgendeine Lösung. So. Nö. Hallo Freddy. Also Freddy ist falls auch ihr es da. bräuchtet, ich schicke mal kurz in den Text, kann ich nicht. Keine Du musst Berichtigung. ja nicht schicken. Ich glaube, das wäre jetzt zu viel für uns beide noch zu machen. Ich denke, das Doch, ist mit ich Discord könnte- an ich sich ein könnt- Problem bei mir. Was? Ja, aber also Nase und so, die klingen ja bei dir auch nicht so. Ja, eben, Nur und vor allem du? das Ding ist, bei mir kommt er ja auch sauber an. Warte. Aber nee, ich klinge bei dir jetzt auch scheiße. Aber er hat gesagt, Nase hat sich normal angehört. Ja, Und aber das so kann ja ja. sein, dass es sich dort normal angehört hat und du jetzt aber Probleme hast, weil ich höre mich bei dir auch scheiße an. Und ich habe mich letztes Mal auch normal angehört. Normal angehört. Soll ich den Treiber neu starten vielleicht? Von meinem Hm. Ton vielleicht. Ist das das Problem? Nee. Bei meinem Mikrofon funktioniert es, da habe ich manchmal das Problem, dann mache ich das neu und dann geht es wieder. Hm. Sag mal was. Test. Ja. Und jetzt schau mal, ob es jetzt besser ist. Nee. Nein. Nicht besser. Daran liegt es wohl doch nicht, okay. Aber warum macht Discord dann Probleme damit? Die Frage. Hm. Mhm, okay. Blöd.
Warte, hat dieser Channel vielleicht irgendeine Einstellung, die das macht? Warte mal. Nee, kann gar nicht sein. Wir waren ja gerade eben im Privatgespräch mit Nick. Das kann gar nicht sein. Magst du mir kurz Adminrechte geben? Kann ich das kurz nachchecken? Ja, kannst du machen, aber Kannst du auch nachher eigentlich wieder waren wir beim wegnehmen. Privatgespräch gerade auch. Da hast du schon Admin. Kanal bearbeiten. Ja, wir waren ja trotzdem kurz in einem 4-Augen-Talk. Das muss irgendwas sein, was Ja. von seinem Discord zu OBS. Ja. Denke ich auch. Du könntest. Also stell mich jetzt noch mal hochgehen, aber die Bitrate ganz- ist schon bei 64K. Ganz laut. Jetzt hört sich Jetzt bist komisch du an. nur. Ja, das ist Nee, übersteuert. das ist keine gute Idee. Nee. Jetzt So, denkst du nicht auch bei mir Test. dann dumm. Ich habe jetzt mal Clipguard und den Low-Cut-Filter rausgenommen. Dadurch bist du eher ein bisschen verrauscht. Nee, Wie es gesagt, wird hat nicht nichts mit dir besser. zu tun, Nick. Hat nichts mit dir zu tun, Nick. Bei mir klingst du normal. Oh Gott, Prom, nur du klingst Stream. ja grauenhaft im Stream. Ja, eben. Ich sag ja, es liegt nicht an mir und dir, sondern ich kann nicht reden, wenn ich mich selbst höre, Hilfe. Ich kann nicht reden, wenn ich mich selbst höre, Hilfe. Ich kann nicht. Du hörst dich ganz anders an im Stream als bei mir. Im Kopfhörer. Ja, ich klang bei dem letzten Quiz, glaube ich, auch so. Ja, Warte, jetzt merke ich gerade, dass du dich ganz anders anhörst im OBS bei mir. Also im Stream hört ihr euch ganz anders an als bei mir im Kopfhörer. Ja, okay, dann hat es wirklich nichts damit zu tun. Du kannst mir die Oh. Abrolle wieder nehmen, wenn du willst. Das ist egal, das stört mich jetzt nicht. Aber warte mal, was macht OBS dann mit euren Stimmen? Die Frage ist, wenn wir reden, über welche Ebene kommen wir? Wir kommen über die Das- Ebene, okay. Ja, über die mittlere. Ich habe schon gesagt, also gucken, ob da ein Filter drauf ist. Ist aber nicht. Ja. Hm. Keine Ahnung, ich könnte OBS mal nochmal neu starten. Warte mal. Ohne Stream Also zu ich habe beenden. ich hab Teamspeak inzwischen wie installiert. Aber ich weiß nicht, wie du das dann eingebunden bekommst mit Soundquelle und Ja, so aber weiter. das Problem an Teamspeak ist, OBS macht doch das Problem, nicht Discord. Ich höre in Discord nicht viel besser als dort. Ja. Ja, Das aber ist es kann ja das sein, dass es Problem. dort drüber besser ist. Weil zum Beispiel deine Musik und du klingen ja normal. Kann ja sein, dass es quasi an der Kombination liegt zwischen Discord und OBS. Ja, Discord, die Quelle Discord ist aber mein Kopfhörer einfach nur hier. Oh nein, du musst das anders machen. Geh mal bitte unten bei Quellen auf das Plus. Hm? Audioaufnahme Beta ganz oben. Ach so, weil Ja. so quasi. Nicht Ja, das, okay. nicht das, eins weiter oben. Ja, Nein, das geh Problem noch mal ist, auf dass das es jetzt- Plus. Muss ja Dass nochmal es entfernen, jetzt quasi Entschuldigung. So. dein Headset als Input nimmt. Genau. Und Oder jetzt dein Kopfhörer. machst du okay und jetzt musst du da Discord als Anwendung auswählen. Ja, warte mal, wo denn? Ah, hier. Ich dachte, es ist gar nicht da. Doch, ganz kurz. So, und dann musst du. Warte ich. Test. Jetzt klinge ich übersteuert. Nee, jetzt bist du vor allem doppelt. Jetzt nicht mehr. Jetzt ich klingst klinge du gut. besser. Ah, Sehr gut, dass du diese Funktion kennst, die ich nicht kannte. jetzt bist du nur viel zu leise. Ah, das kann ich aber Warte, ich kann mich umstellen. lauter stellen. Chat, was sagt ihr? Nein. Liegt nicht an dir, liegt bei ihm. Guck mal, seine Quelle ist noch auf leise. Auf wie viel Dezibel plus soll ich Ja. stellen bei ihm? Du bist viel Guck zu einfach, laut. dass es vom Pegel her. Test. Ja. Hallo, Test. Ja, jetzt machen wir mal testweise 6 Dezibel bei dir. So, versuchen wir mal. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Achso, das Problem ist ja jetzt auch im Discord, oder? Sagt am besten mal nacheinander was. Photosynthese. Gothic Medas. Du musst mich Oh, im das Discord ein Schwund bisschen aufs leiser Maul. stellen. Ja, Discord wollte ich schon sagen.
Nick übersteuert ein bisschen aktuell. Lautstärke ist minimal zu hoch bei Nick. Aber vor allem das Übersteuern ist so ein Ding. Machen wir auf 3 runter bei ihm. Aber übersteuern, was sehen wir mal nochmal jetzt? So. Jetzt nochmal. Kann aber auch schon liegen, dass es jetzt wirklich direkt ins Mikrofon nicht gebrüllt hat. Warte, guck nochmal. Es wird sogar als übersteuert angezeigt, wenn er redet. Als rot. Machen wir es nochmal. Machen wir mal, warte mal. Versuch jetzt nochmal was zu sagen, Nick. Test 1, 2, 3. So, jetzt müsste es besser sein. Es wird nicht mehr alles rot zumindest. Ja, besser. Okay. Das heißt, dass ich in den letzten beiden Aufnahmen so schrecklich klinge, ist deine Schuld. Ich dachte schon, bei mir wäre was gewesen. Warum hat man aber Pappnase richtig gehört? Das verstehe ich zum Beispiel nicht. Das macht keinen Sinn so. Wenn man ehrlich ist. Aber ja. Ich auch nicht. Aber gut, so funktioniert es jetzt. Okay, passt. Okay, also Nick, dann würde ich mal sagen, du stellst dich nochmal vor, weil wir jetzt die technischen Probleme Und ich verpiss mich. haben. Bis Danke, dann, Spaß danke euch. dir. Tschüssi. Ciao, ciao. Okay, ja, ich stelle mich nochmal vor. Ich bin der Nick. Ich streame seit 2,5 Jahren auf Twitch, ungefähr auf den Tag genau. Also ich habe Anfang Januar angefangen, Januar 2023. Bin inzwischen auch YouTuber und wie man an diesem schönen Logo hinter mir seht, bin ich inzwischen auch Gothic Podcaster, nämlich der Gothic Lore Talk. Das wird noch Folgen haben. Da geht es natürlich um die Lore der Trilogie Gothic, aber auch natürlich um alles, was mit dem Gothic-Universum zu tun hat. Unter anderem auch Spieleentwickler. Dementsprechend, gibt es natürlich auch einiges, was ihr dann hier in diesem Interview über mich erfahren werdet. Ansonsten bin ich natürlich neben der Gothic-Streamerei auch sehr viel im Retro-RPG-Bereich unterwegs. Ich habe Baldur's Gate 1 angefangen. Ich bin passionierter World of Warcraft-Spieler und ansonsten auch Retro-Jump-and-Run und Adventure-Spiele. Hin und wieder gibt es auch mal ein bisschen Strategiespiele aus dem Bereich RTS, also Warcraft 3 habe ich lange gespielt. Ich habe mir aber auch andere Strategiespiele angeguckt, wie Battle Realms. Ist mir zum Beispiel auch ein Begriff, Liebe. habe ich jahrelang offstream gespielt. Und ja, also streamingmäßig ist es momentan ein bisschen eintönig, aber ich bin noch wieder dabei, daran zu arbeiten, das zu ändern. Und ich glaube, ein nächstes größeres Projekt wird Zelda Echoes of Wisdom werden. So viel kann ich schon mal spoilern. Und ich hoffe, dass ich das im Gegensatz zu Breath of the Wild und Tears of the Kingdom auch on Stream durchspielen werde. Aber ja, so viel gibt es zu meiner Person und zu meinem Streaming-Kanal zu sagen. Alles bunt gemischt, aber hauptsächlich ältere Titel. Also Battle Realms, da bin ich auch, sage ich auch +1. Ich liebe das Spiel. Habe ich früher ohne Ende gesuchtet auch. Ja, ja. Okay. Sehr geil, sehr nice. Okay. Dann würden wir sagen, wir gehen jetzt zur nächsten Frage. Wie ist denn dein Streamer-Werdegang? Wann hast du damit angefangen? Wie weit bist du gekommen und so weiter und so fort? Ja, ein bisschen was hatte ich dazu eben schon verraten. Ich habe Anfang 2023 angefangen mit einem, es wird wahrscheinlich vielen Streamern so gehen, mit einem fürchterlichen Setup. Oder viele, die ich kenne, die haben mit einem fürchterlichen Setup angefangen, weil sie erstmal gucken wollen, ist das was für mich, bevor man sehr, sehr viel Geld in Technik investiert, die dann nachher rumsteht. Also ich muss sagen, ich habe auf einem Gaming-Laptop angefangen, zweiten Bildschirm dran, integrierte Laptop-Webcam, Headset-Mikro. Ich hatte keine gute Beleuchtung. Ich hatte dann irgendwann mal ein Greenscreen. Das hat dann aber ohne Beleuchtung und Greenscreen, das ist so eine Sache, ne? Und habe dann das Setup nach und nach gesteigert, bis ich dieses Jahr dann mir ein Mittelklasse High-End Gaming-PC dann tatsächlich wieder als in einem Tower zusammengebaut habe. Und ja, hauptsächlich angefangen, mein erstes Spiel on Stream war tatsächlich Gothic 1. Dann habe ich eine Zeit lang nur Gothic 1 gemacht. Ich habe dann zwischendrin angefangen mit Zelda Breath of the Wild, kurz bevor Tears of the Kingdom rauskam. Ich habe dann auch noch so Spiele gespielt wie Ratchet & Clank Rift Apart oder Life is Strange True Colors. Also ich versuche mich auch immer mal wieder an neueren Titeln. Aber irgendwie ist das dann alles so ein bisschen eingeschlafen bei den neueren Spielen. Und dann habe ich wieder angefangen, Gothic 1 zu spielen. Aber ich hab mir eine Challenge überlegt, beziehungsweise einer meiner Mods hatte mir dann damals gesagt,
gibt es die und die Challenge schon? Und ich so, nee. Und dann habe ich das angefangen. Das war nämlich der Only Taschendiebstahl-Run in Gothic 1. Ich kam im ersten Durchgang bis zum Ork-Friedhof und ich hatte aber im Gameplay diese Schwierigkeit, dass ich dann es nicht geschafft habe, die Gegner vor dem Ork-Friedhof zu bezwingen, geschweige denn von in dem Ork-Friedhof. Das Projekt ist dann gerippt, weil mir aufgrund von verschiedenen Spine-Komplikationen mein komplett Gothic kaputt gegangen ist, sodass ich alles neu installieren musste und gesagt habe, ich will mir die Saves nicht saven, weil nachher mache ich mir eine saubere Gothic-Installation vielleicht kaputt. Ich bin da von dem technischen Know-how nicht so versiert, dass ich sagen kann, das hätte was mit der Neuinstallation gemacht oder nicht. Und dann habe ich das Ganze nochmal angefangen, die Regeln ein bisschen gedehnt und habe dann im Sommer 24 den Only Taschendiebstahl Run hier auf Twitch tatsächlich abgeschlossen. Und ansonsten zwischendrin sehr, sehr viel World of Warcraft gespielt. Aktuell auch noch in dem ursprünglichen World of Warcraft von 2004 beziehungsweise 2005 war der Release in Europa. Mittlerweile liebevoll als Klassik bezeichnet. Aber mit der Challenge Hardcore. Hardcore heißt in dem Fall Permadeath. Es gibt ja in Gothic auch die No-Death-Runs. Und in WoW, in dem MMORPG, ist es dann halt so, dass es ist so geskriptet in der Hardcore-Challenge, dass wenn du stirbst, auf diesem Server mit dem Charakter nicht mehr weiterspielen kannst, sondern den auf einen normalen Classic-Server transferieren kannst. Aber die Challenge ist quasi vorbei und auf dem Server musst du dir dann einen neuen Charakter erstellen. Ja, und das ist halt so mein Werdegang. Viel Gothic, viel WoW, aktuell den Gothic 2 Super Randomizer in der verbuggtesten Version, die es gibt. Aktuell Kapitel 5, ich habe mich wacker geschlagen, nach sehr, sehr vielen Anläufen und sehr viel Frustration. Aber ich zieh's durch. Ich hab Bock drauf. Da Ja. bist du auf jeden Fall glücklicher in der Version als ich in Returning gerade. Ja. Sag das mal nicht so laut. Ich habe 4 Monate gebraucht, um Wolfsfälle zu finden, damit ich endlich Bürger in Kuridis werden konnte. Ich habe einen eigenen KI-Track darüber geschrieben, weil mich das so frustriert hat. Wie meinst du das? Du hast keine Wolfsfälle gefunden? Erzähl mal genauer. Die Sache ist, bei diesem Randomizer, ich habe eingestellt, dass sowohl NPCs, also nicht NPCs, also halt Gegnertypen, verschiedene Mob-Typen, randomized sind, Händlerinventare, Loot-Inventare, Overworld-Items und Truhen. Du hast einen Wolf gekillt und hast ein Dämonenherz bekommen. Du hast einen Dämon gekillt und hast eine Heilpflanze bekommen. Es hat so lange gedauert, bis ich diese 6 Wolfsfälle zusammen hatte. Welches Tier hatte dann die Wolfsfälle? Ich weiß es nicht mehr. Du weißt es Nein. nicht mal. Also, ich müsste im VOD nachgucken. 1 lag im Jagdhändler im Banditenlager, 1 lag in Jagdhändler im Canyon. Irgendeine Sumpfgasdrohne hatte, glaube ich, ein Wolfsfell getroppt, irgendein Schaf und noch irgendwas. Nee, das hat ein Trauma bei mir hinterlassen. Okay, ich glaub dir, das ist mindestens genauso schlimm wie Returning, okay. Ja, Ja, okay, das vergleichbar. passt, okay. Das ist lustig, was der Randomizer bei dir so gemacht hat draus. Okay, Oh ja. okay. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Wie bist du überhaupt auf Gothic gekommen? Nochmal die Frage bitte. Wie bist du damals auf Gothic gekommen? Wie hast du Gothic kennengelernt? Eine brillante Frage. Ich war 5 oder 6 Jahre alt, also Gothic 1 ist ja 2001 released worden. Mein Stiefvater hat es damals gespielt, den ersten Teil und dann relativ zeitnah auch die Nacht des Raben, Gothic 2 ohne Add-on die Nacht des Raben und dann zeitnah auch die Nacht des Raben. Und ich habe immer zugeguckt. Und ich kann mich noch dran erinnern, eine der ersten Situationen, die ich mit meinem Stiefvater damals hatte, war, als er im alten Lager aufgenommen wurde und vor Gomez war. Und die Dialogoption durchgegangen ist und ich habe gesagt, sag doch mal auch Iberion oder ich konnte Iberion damals nicht aussprechen, aber ich habe so da drauf gezeigt und habe gesagt, sag mal das da. Also warum denn? Den kenne ich doch gar nicht. Ich so, mach einfach mal. Und er hat einfach von Gomez ist er abgestochen worden. Und der hat in einer halben Stunde nicht gespeichert. Boah, war der sauer. Weil er das nachspielen konnte. Also, er fand es irgendwie lustig, aber das war so meine erste bewusste Berührung mit Gothic und seitdem habe ich immer zugeguckt und habe dann auch irgendwann im zarten Alter von 7 Jahren, das war dann so 2004,
zwischen Die Nacht des Raben und Gothic 3, also DNDR kam ja 2003 raus und Gothic 3 müsste 2006 gewesen sein. Ich glaube auch 2006, ja. Habe ich dann auch selbst angefangen, Gothic 1 zu spielen. Mein Stiefvater hatte damals so eine Cheat-Mappe. Es gab nämlich Punkte aufgrund der Patch-Version, die es damals gab, wo man auch einfach nicht weiterkam. Also es gab Stellen, da kamst du im normalen Gameplay, warum auch immer, nicht weiter, bis dann ein neuer Patch veröffentlicht wurde. Und er hatte dann so eine Cheat-Mappe. Und die durfte ich dann benutzen und ich habe das erste Mal Gothic 1 zu meiner Schande damals im God-Mode durchgespielt und selbst dafür war ich für manche Rätsel zu blöd. Also ich musste den Marvin-Mode anlassen und ganz oft K drücken, weil ich im Schläfertempel manche Rätsel nicht verstanden habe. Wir nehmen einmal das Rätsel, wo du mit dem Bogen auf diese Zielscheibe schießen musst und unten kommen die Stacheln raus. Und genau auf der gegenüberliegenden Seite öffnet sich ja für eine Zeit lang die Wand und da musst du wieder reinschießen, um das Tor hinter Gorboba zu öffnen. Das habe ich damals nicht verstanden. Ich musste mit K durch die Tür bei Gorboba durch. Und ja, in Gothic 2 ging es mir dann ähnlich, aber ich habe da aufgrund des fortgeschrittenen Alters von 9 Jahren, also ich habe ungefähr zwischen Gothic 1 und Gothic 2 2 Jahre gehabt, bis ich das dann gespielt habe. Das war aber auch dem geschuldet, dass mein PC damals nicht sehr große Kapazitäten hatte. Ich hatte irgendwie eine Festplatte drin mit 5 GB oder so. Das war so ein ganz altes Ding, wo Gothic gerade so drauf lief und Warcraft 3. Und ich wollte Gothic 1 nicht runterschmeißen oder Warcraft 3 und irgendwann musste ich mich von einem der beiden Spiele trennen. Dann habe ich Gothic 2 gespielt und da habe ich tatsächlich dann nur noch mit F8 nur noch das Fliegen benutzt und die Teleport-Cheats. Da konnte ich schon ein bisschen besser die Zusammenhänge verstehen und ein bisschen besser denken, so dass ich auf jeden Fall die meisten von den Hauptquests abschließen konnte, bis ich dann irgendwann vor dem untoten Drachen stand. Und dann ich wusste, wie ich ihn besiegen soll, weil die untoten Orks, die dann rauskommen, das war mir eine Nummer zu heftig mit dem ganzen Feuer. Besser denken, Freddy, halt die Klappe. Das klingt wie ein Front. Freddy, warst du nicht auch der gesagt hat, dass er gecheatet hat beim ersten Mal, wenn ich mich nicht irre, bei einem Podcast? Er ist sogar derjenige, der irgendwie 2015 oder so das erste Mal Gothic 1 dann durchgespielt hat und ich glaube, das zweite Mal war on Stream. Vor einem Genau, Jahr. irgendwie sowas. Ich glaube, das war Freddy. Fred und Martin. Also lore-technisch ist Freddy wirklich, kann ich gar nichts gegen sagen. Aber Gameplay-mäßig hat er selbst gesagt, ist er nicht gerade das Gelbe vom Ei. Ich habe noch nie gecheatet. Ich habe Gothic vor den Entwicklern durchgespielt, sagt er. Ja. Das könnte schon Das gut hättest sein, du wohl ich gespielt gerne. hätte. Also, dass er es vielleicht vor den Entwicklern durchgespielt hat, könnte sein. Weil viele Entwickler spielen ihr eigenes Spiel ja nicht mal durch. Also. Okay, das ist ein Punkt, der ist relatable. Ja, wollte ich gerade sagen. Aber das könnte auch bei jedem hier zutreffen. In vielen Fällen. Und sogar bei mir vorher und bei Nick auch vorher. Weil, wann habe ich es durchgespielt? 2000. Warte mal, lass mich kurz nachdenken. Ich war circa 9. Das wäre 2007 oder so gewesen, Gothic 1. Gothic 2. Wir sind fast gleich alt, ne? Einer von uns beiden waren ja älter oder jünger, wenn mich nicht alles Du müsstest täuscht. ein Jahr älter sein, weil du sagtest vorhin irgendwie 2006 warst du. Wie alt? 7 hast du Ja, gesagt? ich werde 28 in 1,5 Monaten. Ich werde 27 in 1,5 Okay. Monaten. In 3, 4 Monaten. Ja. Also ein Jahr Unterschied, genau. Ja. Und Gothic 3, zu meiner Schande, muss ich gestehen, habe ich einmal legit durchgespielt, 2019, und einmal nur mit Cheaten. Ich habe in Gothic 3 die allerwenigste Erfahrung. Über die Spiele, die nicht zum Kanon gehören, wie dieses furchtbare Stand-Alone-Add-on Götterdämmerung, das habe ich einmal durchgespielt und Ekenia habe ich abgebrochen. Wow. Und Fall of Citarif habe ich gar nicht angefangen. Ich sag ja nicht Kanon, aber man muss es halt trotzdem irgendwie erwähnen. Ja, und dementsprechend ist halt Gothic 1 der Teil, den ich am allermeisten gespielt habe, den ich aber auch, das werde ich dir auch gerne später nochmal erklären. Ich kann aber schon mal spoilern, ich finde Gothic 1 nicht das bessere Gothic, aber es ist mein Favorit. Aber warum, das ist, glaube ich, eine Sache für eine spätere Frage. Ja, auf jeden Fall. Aber so viel kann ich schon mal spoilern.
Ja, du weißt aber schon, das ist Gotteslästerung, wenn man sagt, dass Arcania irgendwie dazugehört, ja? Ja, pass auf. Ich habe gesagt, zu dem nicht-kanonischen Zeug, aber man muss es irgendwie mal kurz erwähnen. Ich Es weiß. existiert in irgendeinem ganz, ganz winzigem, mikroskopisch kleinem Nanoschanfleck in dem Universum Erde. Mhm. Jack hat ja zum Beispiel gesagt, das ist ganz okay, das Spiel. Also Jack hatte auch gesagt, als Freddy und ich und Xardas, du, Freddy und ich hier über das Remake diskutiert haben, dass die Spiele für ihn keine Religion sind. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Mhm. Aber ich finde, es gibt einfach unterschiedliche Ansprüche an ein Spiel oder an ein Produkt. Und das respektiere ich. Ich sag halt einfach, ich kann mit dieser Namensverunglimpfung nichts anfangen. Ist das Game echt nicht Kanon? Nein. Es könnte wieder Kanon werden. Naja, du weißt schon, dass die Markenrechte THQ Nordic hat. Weiß, Und wer hat damals Arcania in Auftrag gegeben? Joe Wood. Und wer hatte Götterdämmerung in Auftrag gegeben? Joe Wood. Und Fall of the Tarif war Nordic Games. Und was steckt denn in THQ Nordic? Genau, Joe Wood und Nordic Games. Nice, dann kann ich das skippen, ohne dass du mich verprügelt. Ja, du hörst bei Gothic 3 auf und der Rest, it doesn't exist. Ich weiß nicht, wovon du redest, ganz ehrlich. Vielleicht ist es irgend so eine Fanmod oder so. Ach, keine Ahnung. Ja. Ja. Aber so viel zu Arcania. Also ich meine, wenn Jack das Spiel gut findet oder auch sagt, das gehört für ihn dazu, ist das in Ordnung. Wenn jemand anderes das sagt, das ist auch in Ordnung. Ich teile die Meinung nicht. Aber ich habe mir im Laufe der Zeit angewöhnt, andere Meinungen auch ein Stück weit zu respektieren und zu akzeptieren, einfach für meinen eigenen Seelenfrieden, für meinen Puls und für meinen Blutdruck. Das kann ich auch verstehen. Das kann ich auch verstehen. Ich habe jetzt nicht auf den Blutdruck geachtet in dem Moment. Ich hätte gern gesehen, ob sie es gerade verändert hat. Aber ja. Kannst du Okay. in der Aufnahme gucken. Ja, muss ich machen. Okay. Was machst du denn schön beruflich, mein Lieber? Beruflich bin ich, wie erkläre ich Ihnen das jetzt? Okay, ich habe sehr, sehr viel mit wirtschaftlichen Dingen zu tun. Also ich habe eine Ausbildung, eine kaufmännische Ausbildung für einen klassischen Bürojob und habe dort eben nochmal ein BWL-Studium draufgelegt mit Schwerpunkt Unternehmenscontrolling und Projektmanagement. Habe aber auch sehr, sehr viel Wirtschaftsrecht und Steuerkram dabei gehabt. Also, ich sag mal, ich bin irgendwas zwischen typischem BWLer, aber auch irgendwo ein bisschen spezialisierter, weil ja eben halt auch noch Recht und Steuerkram und eben auch noch VWL dabei war. Das haben BWL-Studierende zwar auch, aber der Vorteil, den ich halt habe, sage ich mal, ist, dass ich das Ganze nebenbei gemacht habe, während ich weiter in Vollzeit arbeiten gegangen bin. Und halt eben mich in wirtschaftlichen Belangen sehr gut auskenne, was mich ja auch zu der ein oder anderen Marketing übrigens auch zu ein oder anderen Analyse, die man ja bei mir auf dem Kanal schon gesehen hat, die ich eventuell auch mal auf YouTube hochladen könnte, rund um das Remake gebracht habe, weil ich dann immer versuche, mit meinem beruflichen Know-how die Aktionen, die der Publisher bringt, in verschiedene Zusammenhänge im Kontext zu setzen und daraus abzuleiten, was könnte das für das Endprodukt Gothic Remake bedeuten. Und viele haben mich eine Zeit lang für bekloppt erklärt, aber irgendwann kamen dann auch die Leute und haben gesagt, das, was du da sagst, ist eigentlich gar nicht mal so dumm und irgendwie könnte das auch stimmen, beziehungsweise es klingt auf jeden Fall vernünftig. Was aber natürlich ich auch sagen muss, ich kann das Endprodukt Remake natürlich gerade nicht beurteilen, aber von dem, was ich sehe, kann ich gewisse Tendenzen ableiten. Und wenn ich das nochmal marketingtechnisch und aus einer BWLer-Brille betrachte, kommen da nochmal so ganz andere Dinge und Abgründe auf, die man eben dann sich genauer anschauen kann. Aber das ist halt eben auch das Spannende, wenn man irgendwie dann so analytisch, wirtschaftlich auch mal an so eine Spielentwicklung und an das, was man mitbekommt, was ein Publisher eben so veröffentlicht oder wie die Kommunikation im B2C, also im Business-to-Customer-Bereich geführt wird, für Ableitungen treffen kann, was einem sonst gar nicht so bewusst ist, weil sonst ist man so in dieser
Ich mache im Prinzip genau das, was die machen oder was dort im Background passiert und am Ende kommt da eine fertige Dienstleistung oder ein fertiges Produkt raus. Da wird Kostencontrolling betrieben, da werden Amortisationsrechnungen gemacht, also wie viel muss ich verkaufen quasi oder wie viel muss ich investieren, damit sich das eingesetzte Kapital wieder raus ist. Und das auch mal von der anderen Seite zu betrachten, fand ich in dem Moment furchtbar spannend und irgendwie habe ich selbst gedacht, ich habe einen an der Klatsche. Aber es hat mich weitergebracht. Das ist In sehr meiner schön. Analyse auf das Remake, dieser berufliche Mhm. Kontext eben. Sehr nice. Okay. Gut. Dann geht es aber weiter mit, wieso denn hast du dich Nixstar genannt? Wie bist du darauf gekommen? Auch eine sehr gute Frage, die ist sehr, sehr langweilig zu beantworten. Es gibt eine Fernsehserie, die heißt The Middle. Vielleicht kennt sie der ein oder andere von euch. Sie lief eine Zeit lang bei Pro7. Das ist jetzt hier keine Werbung, das ist wirklich nur eine Erklärung, kein Product Placement. Und dort gibt es einen Charakter, das Nesthäkchenkind von der Familie Heck, der heißt Brick. Und der Nachbar, der mit dem großen Bruder, mit Axel befreundet ist, der nennt den Brick irgendwann Brickstar. Und mein Spitzname ist halt Nick und ich habe einfach dann gesagt, oh, Brickstar, das klingt eigentlich ganz cool. Wie klingt der Nickstar? Und das kam dann irgendwie so. Also das ist eine ganz unromantische Geschichte. Und vor einem halben, dreiviertel Jahr in etwa, vor einem Jahr, fing der Matteo AT, der auch Teil des Podcasts ist, dann immer an zu schreiben nix, also wie nichts, nichts mit X und dann da wie dort und sagt dann immer so nix da, so zu mir. Immer wenn irgendwas ist, was ihm nicht gefällt, heißt dann nix da, also nee, Nick, mach mal nicht so. Und vor einem halben, dreiviertel Jahr fing dann Licht an Jan an, zu sagen, irgendwie nix da, da steckt doch irgendwie Star drin. Bist du ein Stern? Bist du ein Hollywood-Star? So nach dem Motto. Und ich so, warte mal, auf die Namensinterpretation bin ich gar nicht gekommen. Aber scheinbar steckt auch in meinem Namen, dass ich, okay, das klingt jetzt Größenwahnsinn, dass ich zu größeren Berufen bin. Nein, Spaß beiseite, aber ich fand die Interpretation sehr lustig, weil das ist eigentlich nur eine billige Kopie eines Seriencharakters, wo der Name abgewandelt wurde auf meinen Spitzname zugeschnitten. Okay. Also bald in Hollywood als Streamer. Warum nicht? Das würde ich feiern. Gibt es irgendeinen Streamer eigentlich, der da in der Walk of Fame ist? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, was die Voraussetzungen dafür sind. Gute Frage, müsste Ja. man mal recherchieren. Ja. Max, du hast eine neue Aufgabe. Ach, ist Max dein Haussklave? Nö. Okay, dann einfach so Sklave. Ja, okay, auch okay, kein Problem. Naja, eigentlich, naja, egal, später. Das bringe ich später, das hebe ich mir auf. Okay, machen wir das so. Okay. Gut. Dann können wir ja weitermachen mit, wie lange brauchst du denn durchschnittlich, um eine Video-Idee zu entwickeln? Bis zum Ende, vom Anfang bis zum Ende. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bisher 1 oder 2 Videoskripts geschrieben. Ich habe auch ein Thumbnail entworfen. Ich habe das aber nie umgesetzt. Bei mir ist es tatsächlich relativ schwierig, mit Scripted Material zu arbeiten, sondern ich bin eher derjenige, ich mache die Dinge on Stream und versuche dann in der Nachbearbeitung eher was herauszuholen, weil diese geskripteten Sachen, wo ich dann stellenweise dann auch wie jetzt dann diese Überlegungen habe und dann, das kriegst du nicht gut geschnitten. Und wenn man merkt, das ist in einem Stream, das ist lebendig, das ist quasi ein VOD, was nochmal aufbereitet wurde, man hat die Chat-Interaktion, ist das Organische. Ansonsten würde ich jetzt vor der Kamera sitzen, ich habe keinen Teleprompter, ich habe meinen Text im Kopf, ich habe dann zwar auf einem anderen Bildschirm irgendwo grob die Sachen offen, und es wird auch nicht abgelesen wirken, aber die Sache ist halt einfach die,
es fühlt sich leer und tot an. Also ich kann das nicht. Ich kann kein geskriptetes Video erstellen und dann hochladen, weil es mir nicht gefällt und wie gesagt, mir fehlt dieses Lebendige darin. Das ist mir zu gepolished irgendwie dann am Ende. Okay. Aber trotzdem ist zur Frage, wenn du das gemacht hast, wie lange hat das jetzt gedauert, würdest du sagen? Also die Thumbnail-Erstellung, weil es mein erstes war, das hat irgendwie so 4 bis 5 Stunden gedauert. Das war ein Thumbnail für eine Review zu Gothic A Prequel Story. Die Demo zum ersten Kapitel, also die Demo umfasst das erste Kapitel dieser Modifikation, an der Jay Serino ja arbeitet. Kleine Werbung an der Stelle. Und ich habe die damals zu Release gespielt, also Dezember 2023. Weihnachten kam sie ja raus. Und dann habe ich auch ein Skript geschrieben, da saß ich ungefähr eine Woche dran. Und dann habe ich nicht angefangen aufzunehmen, weil ich gemerkt habe, ich habe es versucht, ich habe nach 5 Minuten abgebrochen, weil entweder habe ich mich ständig versprochen oder mir hat die Platzierung nicht so gefallen. Und dadurch, dass ich damals noch gar keine Ahnung wirklich von Schnitt hatte, habe ich gesagt, ich lasse es. Also ich schätze mal, wenn ich mich jetzt an ein Video setzen würde, gehen wir mit der Vorbereitung und der Nachbearbeitung, ohne dass ich das Video aufnehme, von ungefähr 20 Stunden aus. Also mit Schnitt und allem. Je nachdem, wie lang das Video ist, das wird ja kein 5-Minuten-Video dann sein, sondern das wird mir, denke ich mal, 1 Stunde, vielleicht auch 2 gehen. Was glaube ich eigentlich gerade für einen Müll? Naja, ich würde jetzt sagen, okay, der Podcast kann man da schon nehmen, aber auch da ist es passiert sehr viel organisch. Es ist nichts geskriptet. Aber ja, ich kann sagen, ich brauche ungefähr mit Soundspurbearbeitung, ich brauche 4 bis 5 Mal so lang, wie das Video ist, nur für den Schnitt. Plus dann nochmal ungefähr, ja, sagen wir mal 2-3 Stunden für Thumbnail-Erstellung und Beschreibung. Ja, also wir bleiben mal bei 20 Stunden. Das mit 4 bis 5 Mal länger, das kann ich mitfühlen. Ich habe ja früher bei Gothic Matters am Anfang mit so einem ganz schlechten Overlay gearbeitet. Dann habe ich jedes Mal, wenn ein neues Thema angesprochen wird, habe ich ein anderes Bild einfliegen lassen und was auch immer, damit das ein bisschen interaktiver ist, als nur 2 Leute, die miteinander reden, also nichts, was gepasst hat und so weiter und so fort. Da habe ich auch immer so bestimmt 5-6 Mal länger dran gesessen als das Video selbst. Jetzt zum Beispiel die ersten paar Podcasts mit Ralf Baczynski, Burger, ich weiß nicht, ob ich da schon was verändert hatte. Mit Quantum Liebe zum Beispiel, da habe ich auch noch alles selber eingefügt und so weiter und so fort. Also kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass man da so viel Zeit braucht. Okay, gut. Dann fangen wir mit dem Podcast-Format an. Oder willst du noch was zu dir sagen, was du vielleicht noch erwähnen möchtest, bevor wir weitermachen? Nochmal bitte, ich habe gerade den Chat gelesen. Ich habe gesagt, möchtest du noch was zu dir sagen oder fangen wir dann mit dem Podcast-Format an? Ja, also ich würde mich natürlich freuen, wenn der eine oder andere gerne mal vorbeischaut. Ich war jetzt auch hier schon einmal Co-Moderator in dem Quiz bei dir und 2-mal auch als Teilnehmer dabei. Bin beides mal Zweiter geworden. Der ewige Mensch, der im Schatten steht. Ja, nee, aber ich würde mich freuen. Fast Pappnase besiegt, ja. 500 Punkte Unterschied waren es, glaube ich. Ja, aber ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere vielleicht mal vorbeischaut. Ansonsten können wir gerne einsteigen. Gut, dann machen wir da weiter. Am Ende hätte ich sowieso das schon gesagt, aber kein Problem. Okay, gut. Ich wollte dir nicht vorgreifen, sorry. Nein, das ist doch gar kein Problem. Gar kein Problem. So, okay, dann gehen wir weiter. Dann fangen wir mit Gothic 1 an. Dann fangen wir mal darüber an zu reden, was du über die Spielwelt zu sagen hast. Mir eigentlich was zu trinken, wobei ich schon mein Energy leer. Was ich über die Spielwelt von Gothic 1 zu sagen habe. Also, was ich grundsätzlich erstmal sehr faszinierend an der Spielwelt von Gothic 1 finde, ist,
dass man aufgrund der fehlenden Sidequests in den höheren Kapiteln, also theoretisch kannst du ja alle Nebenquests im ersten Kapitel absolvieren, du kriegst zwar noch die eine oder andere im zweiten oder dritten Kapitel, es dürften so insgesamt 3 oder 4 sein. Zum Beispiel die Quest mit den Krautmischern in der Höhle im neuen Lager, die bekommt man ja, während man Novize geworden ist und quasi das zweite Kapitel getriggert hat von Kor Kalom als einer der ersten Aufträge. Das ist ja keine Hauptquest in dem Sinne, sondern das ist halt, ich würde jetzt einfach mal sagen, eine Gildenquest, eine lagerspezifische Quest. Je höher wir in den Kapiteln kommen, je mehr es in Richtung Endgame geht, wir die Dramaturgie natürlich in der Welt auch erleben, weil es ist alles darauf ausgerichtet, mach jetzt diesen Auftrag fertig, ist schnell. Oh, was? Wie? Die Feuermagier sind tot, du musst Xardas finden, los, sofort, geh zu Xardas und Xardas so. Was will Saturas eigentlich? Das, was er macht, ist vollkommener Käse. Du musst jetzt das und das machen. Und du wirst nicht gehetzt und nicht durch das Spiel getrieben. Aber du wirst mit gutem Wumms in Richtung Endgame geschubst, ohne dass jetzt noch ein Reisbauer auf dem Reisfeld ankommt und dir von irgendwelchen, 0815 weltlichen Problemen, die für ihn natürlich sehr groß sein mögen, klagt, sondern du bist sehr, sehr fokussiert. Und das finde ich unglaublich ansprechend in Spielen, wenn man nicht durch zu viel, Shishi und Tamtam abgelenkt wird, was wieder Immersion kostet, weil es ist quasi ja so, die Story werden ja die meisten kennen, Iberion stirbt, der Ausbruchsplan der Wassermagier soll vorangetrieben werden und wenn dann eben diese ganzen kleinen Bedrohungen, die jeder Einzelne hat, plötzlich noch relevant sind, würde das für mich das Spielgefühl sehr stören, weil dann merkst du von dieser Dramatik nichts, von diesem dringenden Handlungsbedarf, weil man weiß ja nicht, was jetzt passiert. Man hat nur herausgefunden, der Schläfer ist böse, ist wohl ein Risiko für alle. Ach ja, geh nochmal 20 Flaschen Wasser holen und geh die nochmal den Bauern bringen. Es ist ja nicht so, dass wir alle vielleicht bald sterben, aber die Leute brauchen Wasser. Ey, genau das denke ich mir immer auch. Habe ich mir bei Returning gedacht. Und das wird sogar darauf angespielt, in einem Dialog redet Xardas mit dir und sagt dir so, ja klar, du machst das, du machst dies, aber die Drachen, die sind egal, das ist dir scheißegal, dann sagt er da in einem Dialog. Das fand ich wiederum lustig, aber es ist halt wirklich so, in so vielen Rollenspielen, ja, erstmal das, erstmal dies, erstmal das, in Oblivion, ja, die Oblivion-Tore, alle werden ausgelöscht. Ach, warte kurz, aber ich muss erstmal das Nierenwurz überall finden auf der Map. Oder was auch immer, Ja, das ist... Ja. Und das finde ich, das hat Gothic sehr gut gelöst. Ich meine, wenn ich euch jetzt alle frage, die Gothic seit Jahren spielen, ich würde fast, ich sage bewusst fast, einen gewissen Geldbetrag verwetten, dass ungefähr 8 von 10 Leuten mindestens einmal das Wort Immersion nennen. Was gefällt dir an Gothic? Immersion, Atmosphäre. Aber was bedeutet das denn? Was bedeutet Atmosphäre oder Immersion in Gothic? Es ist zum einen dieser Fokus, den man hat. Es ist für seine Zeit, als das Spiel 2001 rauskam, ich werde auch gleich ein Vergleichsspiel nennen. Freddy, halte schon mal die Ohren zu. Du weißt genau, welches ich nehmen werde. Oh, woher? Du hast eine unglaublich dynamische Welt, hinterlegt mit einem der besten Original Soundtracks, die ich je gehört habe in Spielen. Die Menschen haben feste Tagesabläufe, sie reagieren dynamisch auf Interaktionen, die du machst. Ob du jetzt die Magie zückst, ob du die Waffe in der Hand hast, steck die Waffe weg, pass auf mit deiner Magie, hör auf mit deiner Magie, Scheiße. So, und du hast eben dieses Lebendige, du bist nicht in einer totgeskripteten Welt, wo es total egal ist, was du machst, sondern die Leute reagieren auf dich und reagieren auf das, was im Umfeld passiert. Und das ist immens wichtig. Wenn ich jetzt das andere Spiel nenne, es gibt ein Spiel, das heißt Dungeon Lords. Bitte spielt das nicht. Es ist aus dem Jahr 2005 und Jowood hat 2008 eine Collectors Edition dafür gepublished. Dieses Spiel hat all das nicht. Du hast eine sehr lineare Hauptstory mit endlosen Dialogen, die wirklich lang und teilweise nichtssagend sind. Du hast ein Questlog, wo Quests teilweise nicht angezeigt werden oder nur mit einem Satz:
Tagebuch komme ich auch gleich noch zu sprechen drauf. Du hast im Originalspiel bis zu der 2012er Version, dieses Spiel hat insgesamt 4 Versionen, kein Soundtrack. Du hast ein Hauptmenü, Soundtrack und sonst nichts. Die Welt ist tot. Die NPCs spawnen durch das Spiel ruckelt und es lädt kurz und das ist random, was da spawnt. Und bei Gothic hast du eben diese Spots, diese Hubs, wo man weiß, da und da ist der und der Mob-Typ. Du hast den Kapitel-Respawn. Es wird nicht einfach irgendwas random in die Welt reingeladen und NPCs, mit denen du nicht primär interagierst, die laufen einfach stumm an dir vorbei und denen ist alles total egal. Und Gothic hat das halt so viel eleganter gelöst und so viel besser. Und wie gesagt, Gothic 1 kam 4 Jahre vorher raus. Und dieses halbtote, verkümmerte Spiel 2005. Und ich glaube auch, dass Piranha Bytes da damals sehr, 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 sehr viel richtig gemacht hatte in dem Konzept. Und natürlich auch die Rollenspiele an sich, die Rollenspielszene, das Genre damit geprägt hat. Vor allem im europäischen Raum, speziell im deutschen, aber auch im polnischen und auch im russischen Raum, hat sich ja Gothic sehr großer Beliebtheit erfreut. Und das dann im Vergleich mit einem Oblivion oder mit einem Dungeon Lords, die Jahre später rauskam, fühlt sich das halt einfach, ich meine, Oblivion ist, entweder man mag es oder man hasst es, da brauche ich nichts zu sagen. Es hatte gute Ansätze, aber das sind so Sachen, die mir in diesen Spielen fehlen. Oder in vielen Rollenspielen, die aus den USA kommen. Bis jetzt zuletzt, ich sag mal, da hat sich in den letzten 6, 7, 8 Jahren einiges getan. Wenn ich mir jetzt unter anderem mal ein Kingdom Come Deliverance anschaue, da fehlt zwar der Fantasy-Aspekt, aber vieles, was Gothic damals schon gemacht hat, finde ich auch im KCD wieder. Und das ist so wichtig in Spielen. Ich habe erst vor kurzem wieder verstanden, was das überhaupt ausmacht. Weil für mich war das selbstverständlich, ne? Ich meine, Dungeon Lord spiele ich einmal im Jahr, hat Nostalgiegründe. Aber wenn ich das halt in den direkten Vergleich stelle, kann ich halt nicht anders als zu sagen, ich glaube, dass ich kein Spiel mehr so genießen kann, was diese Aspekte, die Gothic hat, nicht hat. Also ich kann das einfach nicht. Das mag dann vielleicht ein gutes Spiel sein, aber es fühlt sich tot an. Da kann ich dich verstehen. Es gibt auch Spiele, die ich öfter einfach anspiele und dann sage, fühlt sich nicht so gut an wie Gothic. Also ich vergleiche immer mit Gothic gefühlt, fast jedes Spiel so ein bisschen. Wenn ich was Neues ausprobiere, ein Rollenspiel oder was auch immer. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Diese lebendige Welt. Ich meine, ich habe Dungeon Lords nie gespielt. Du spielst wegen Nostalgiegründen. Freddy will ich dafür umbringen anscheinend. Und Ja. ich weiß jetzt nicht, um was es da genau geht bei Dungeon Lords. Könntest du ja auch noch mal kurz nochmal erzählen? Also, man möge sich... Wie fange ich jetzt an? Vom Gameplay und der Steuerung her, kannst du dir in etwa ein Gothic 3 vorstellen? Also ist es sehr, sehr viel Mausklicke-Spamme. Okay, let's go. Was versucht, je nachdem, welche Game-Auflage du hast, in einem MMORPG-artigem Interface wie bei World of Warcraft, also mit belegbarer Actionbar etc., versuchen, ein RPG zu spielen, was eine Story hat. Das ganz Schlimme ist, du kannst der Story nicht wirklich folgen, weil du dir sehr, sehr viel aufschreiben musst. Und dann erfährst du erst komplett am Ende, wenn du bis dahin irgendwas verstanden hast, worum es überhaupt geht. Und ich kann so viel verraten, nichts ist so, wie es scheint. Okay. Und es ist quasi, wie Freddy schon sagt, es gibt Momente, da möchtest du dich entweder in eine Nervenklinik begeben, um dich behandeln zu lassen, weil du im Kopf so durchknallst von diesem Spiel, oder du brauchst irgendwas, um dein Lebenswillen zu erhalten. Also es kann verschiedene Traumata verursachen, dieses Spiel.
Okay, verstehe. Verstehe. Ja. Ich möchte, dass du das spielst. Du Nein, willst einfach es- nur. Ich möchte, dass du das spielst, einfach nur. Ich würde einfach gerne wissen, ob du das, was Freddy auf jeden Fall gesagt hat und ich jetzt auch, im Vergleich zu Gothic, ob du das relaten kannst. Du musst es nicht lang spielen, mir würden 3 Stunden reichen. Ich habe bei meinem Channel genau eine Punktebelohnung, die genau sagt 3 Stunden spielen, lustigerweise. Nee, es sind 2 Stunden für 50.000. Ja, da fehlen mir noch so 35.000. Ja, aber auf jeden Fall, jemand hat mich mal ein Spiel spielen lassen. Pingstanks, gib das mal ein, dann weißt du, was für schlimme Sachen mir schon angetan wurden auf meinem Channel. Naja, mal gucken. Vielleicht spielst du es irgendwann mal, vielleicht auch nicht. Ich kann es dir aber auch einfach mal zeigen. Also ich bin dabei, jetzt meine beiden Durchläufe nach und nach auf YouTube zu bringen. Ich bin aktuell sehr, sehr viel am Schneiden von diversen Projekten, die ich auf Platte habe, auch weil ich keinen Speicherplatz mehr habe. Aber es ist halt wirklich, es ist anders wild. I mean, irgendwann hast du die 50.000 Punkte und dann weiß ich, dass du es mir Ja. reindrückst. Also von daher. Das muss ich sowieso da durch einmal. Okay. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren eigentlich bei Spielwelt, aber du hast ja auch nebenbei jetzt über die Glaubwürdigkeit eigentlich schon geredet. Und genau. Ich würde mal sagen, dann redest du jetzt mal. Ja, du kannst gerne noch die Glaubwürdigkeit noch weiter ein bisschen darüber erzählen, aber außer du sagst, du bist fertig damit. Du kannst mir den nächsten Punkt auch gerne schon nennen, dann gucke ich, dass ich deine Bridge schlage. Das nächste wäre, nach Spielwelt wäre jetzt eigentlich Fantasy-Style in Gothic gekommen. Okay. Gothic 1 jetzt darauf bezogen. Ja, die Glaubwürdigkeit zu Gothic ist halt eben, wie ich ja schon sage, dieses Organische. Du hast halt speziell in Gothic 1, natürlich hast du Fantasy-Einflüsse, aber für mich persönlich ist es halt eher Dark Fantasy und nicht High Fantasy. Natürlich hast du ein Magic-System, du hast magische Wesen, du hast einen übergeordneten dämonischen Feind, ja, aber es fühlt sich weltlicher an. Greifbarer. Freiluftgefängnis, was auf irgendeine Art und Weise begrenzt ist. Die Leute leben darin wirklich in einem normalen Ablauf. Es ist nicht so, dass du in irgendeinem Stollen, in irgendeiner Höhle, in irgendetwas Unterirdischem eingeschlossen bist und froh bist, wenn du alle 3 Tage mal einen Tageslichteinfall hast. Sondern die Leute haben sich mit der Situation arrangiert, versuchen darin zu leben. Und natürlich gibt es Menschen, die möchten nicht in einem Gefängnis sein. Die möchten dort ausbrechen und suchen eben sich ein Mittel der Wahl, wie sie glauben, dass das geschehen kann. Speziell einmal das Sektenlager, die dann eben glauben, der Schläfer würde ihnen den Weg in die Freiheit ebnen. Ich vertrete ja die Auffassung, dass wenn der Schläfer erwacht wäre, die Barriere sowieso in sich zusammengefallen wäre. Kann ich auch gerne später erläutern. Also insofern ist das nicht ganz so unrealistisch. Und natürlich das neue Lager, wo die Wassermagier mit der magischen Energie des Erzhoffens die Barriere sprengen wollen. Ja, ich kann verstehen, dass man nicht ständig eingesperrt sein möchte und auch nicht jeder ist quasi so schuldig, dass er das verdient hat. Ich meine, wenn man seine Steuern zu spät zahlt, weil die Leute eben zu wenig Einnahmen haben im Krieg, ist das jetzt, glaube ich, nicht gleichzusetzen mit einem Mord oder ähnlichem. Aber es hieß ja im Intro auch, jeder, der sich eines noch so geringen Verbrechens schuldig gemacht hat, wurde zur Arbeit in den Erzminen von Kurenis gezwungen. Aber das ist halt so organisch. Man kann das zum einen nachempfinden, aber es ist halt auch basic. Weil du wirst mit Alltagsproblemen konfrontiert von den Menschen in der Kolonie, in der Barriere. Oder für sie alltägliche Dinge. Ich meine, dann, ne, wie ich eben schon gesagt habe, den Bauern Wasser bringen. Der eine hat ein Buch verschlammt, oder wurde von Wesen überfallen und muss jetzt das Buch wieder beschaffen. Wenn ich jetzt eben an Talas denke, der Korkalom den Almanach bringen soll. Und du wirst nicht mit so übertriebenen magischen Problemen oder mit
künstlich herbeigeführtem Drama, sage ich mal, beschäftigt in dem Spiel oder das Spiel zieht sich dadurch, wie ich ja vorhin schon sagte, auch nicht in die Länge. Und das finde ich halt auch sehr wichtig. Ne? Ich sehe jetzt zum Beispiel, das ist zwar Returning-Gameplay, aber ich sehe jetzt zum Beispiel die alte Mine. Du kommst da rein, du möchtest zu dem Minecrawler-Nest und Ian sagt dir erstmal auch, weißt du, nee, jetzt nicht, mein Stampfer ist kaputt, bring mir ein neues Zahnrad. Dann darfst du das Tor öffnen. Und das ist halt so ein nachvollziehbares, reales Problem in der Mine, wo Bergbau betrieben wird, wo die Erze eben eingeschmolzen werden und ein Teil auf andere Art und Weise zerkleinert wird. Ich kann mich jetzt nicht darum kümmern, ich muss gucken, dass wir hier das Erz fördern. Ich brauche ein Zahnrad, egal wie. Der sagt dir nicht irgendwie, zauber jetzt das und das herbei und schlag mir 9 Stollen in die Wand mit deiner Sturmfaust, abgesehen davon, dass das nicht funktionieren würde, sondern du kriegst so eine einfache Aufgabe, ein Holzzahnrad zu beschaffen. Mega. Mega. Holt mich ab. Minimalismus in Spielen ist geil. Und das mit den Templern, dass man die zur Wache ruft, das kommt ja auch eigentlich sehr glaubwürdig rüber. Weil der denkt ja nicht, dass du jetzt plötzlich alle Minecrawler vernichtest und dann wiederkommst siegreich, sondern der hat die ja will ja die aufgestellt haben, damit da jetzt, falls was passiert, nicht alle draufgehen wegen dem Minecrawler-Angriff oder so. Ja, man muss halt eben auch immer zwischen Gameplay und Lore unterscheiden. Ne? Ich würde schon sagen, dass ein Asgard oder die verschiedenen Gardisten mit den Templern, wenn sie das eben gefunden hätten, das Nest auch selbst hätten ausheben können. Oder dass ein Taurus mit verschiedenen Gardisten aus dem alten Lager da mal eben hätte hinmarschieren können. Aber irgendwas brauchen wir auch zu tun. Aber natürlich denkt sich ein Asgard oder auch ein Ian in dem Fall beispielsweise, klar braucht er Hilfe. Wir haben hier, was weiß ich, wie viele Wachposten, wenn wir den alleine dahin schicken, wir schicken den in den Tod oder wir lassen den ins offene Messer laufen. Bevor irgendwas schief geht, nehmt ihr mal lieber 3, 4 Leute mit. Es sind nur 3. Und das macht's halt auch wieder so realistisch. Okay. Finde ich halt trotzdem gut, weil es wieder auch zeigt, du bist nicht allmächtig. Es gibt Bedrohungen, die schaffst du alleine nicht. Okay. Das ist wieder eine Anknüpfung an die Glaubwürdigkeit, Ja, theoretisch. und das nächste, was du gesagt hattest, wiederhol's nochmal bitte. Und eben waren Der wir bei nächste Punkt. Fantasy-Style und der nächste Punkt wäre Ja. Glaubwürdigkeit. Genau. Mhm. Und das ist halt eben, ich habe das ja so ein bisschen verknüpft, dieses zeitgleich ein Stück weit Low Fantasy, diese weltlichen Probleme machen es halt auch eben vom Setting her glaubwürdig, weil du, wie ich ja schon sagte, nicht mit irgendwelchen, also ich will jetzt noch nicht auf Gothic 2 zu sprechen kommen, aber für viele ist Fantasy halt sehr, sehr viel Magie-Einflüsse, Feen, Drachen, was ist noch typisch Fantasy? Fliegende Menschen, was auch immer. Zwerge. Zwerge, gut, Orks kommen halt auch vor. Trolle, Gnome. Alles mystisch, magische halt eben. Und das flechtet sich halt so organisch ein. Und deswegen finde ich die beiden Punkte halt. Ich kann's in meiner Erklärung nicht voneinander trennen, weil eben gerade das für mich einfach Gothic 1 so sehr auszeichnet, dass ich mich direkt dort reinversetzen kann und die Fantasy eher Nebensache ist. Für mich. Okay. Gut. Dann kannst du ja gerne nochmal die Glaubwürdigkeit ansprechen, auch wenn wir das eigentlich die ganze Zeit schon machen. Ich gehe jetzt mal ein bisschen anders. Ich versuche zu begründen, warum ich eben so argumentiert habe, wie ich argumentiert habe. Mir ist wichtig bei einem Videospiel, dass ich eine nachvollziehbare Story vorfinde, der ich folgen kann. Auch mit Quellen außerhalb des Spiels. World of Warcraft macht das zum Beispiel gerne als MMORPG. Das ist aber auch ein Spiel, dessen Geschichte seit über 20 Jahren geschrieben wird und sich ständig erweitert. Aber ich finde, wenn es Dinge gibt, die
Ingame-Lore oder Spiel-Lore auch außerhalb des eigentlichen Settings erzählen, in Form von Büchern, in Form von Serien, in Form von Verfilmungen, wenn sie gut gemacht sind, eben sehr ansprechend. Aber was Gothic halt eben auch noch so glaubt, was da auch noch ein Kriterium für mich ist, ich kann mich im Spiel mit den verschiedenen kosmischen Gegebenheiten, die zu der Fantasy oder zu dem Fantasy-Setting führen, auseinandersetzen. Zum Beispiel den Büchern. Diese ganzen Bücher, die man findet und kaufen kann. Leute, bitte lest die, wenn euch Gedankengänge, warum Entwickler so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben, warum gewisse Dinge so im Spiel vorhanden sind, wie sie sind und so platziert wurden, findet ihr ganz viel in den Büchern. Auch teilweise in den späteren Teilen gibt es Recaps zu Lore, die dann auf Sachen aus Gothic 1 oder 2 wiederum hinweisen. Warum Xardas so gehandelt hat, wie er gehandelt hat, finden wir unter anderem in Gothic 2 heraus. Und das ist wichtig. Dieses Spiel schafft es dir, das Universum und die Gegebenheiten, in denen du dich befindest, aber auch zu erklären, indem du dich nur mit Ingame-Materialien beschäftigst, ohne dass du das Handbuch gelesen haben musst. Also das Spiel ist teilweise selbsterklärend, von der Steuerung, vom Setting her. Und das ist was ich wichtig finde. Intuitiv mich in einem Spiel zurechtzufinden, dort eintauchen zu können, es eher minimalistisch zu haben als zu überladen, aber auch ohne große Brüche. Natürlich ist es schön, wenn ich Material dazu finde, wie jetzt zum Beispiel den Comic, der zwar auch nicht mehr offiziell Kanon ist, aber wie den Comic zu Gothic, der so ein bisschen die Vorgeschichte erzählt, mich darin verlieren kann, um über das Universum zu erfahren. Natürlich auch durch diverse Entwicklerinterviews. Und dass man halt auch einfach merkt, die Leute, die das gemacht haben, die stehen dahinter. Die haben dafür gebrannt. Und das merkt man. Es gibt natürlich auch das ein oder andere, was Plotholes hervorgerufen hat, gerade zwischen den Teilen, weil man dann Dinge doch anders erklärt oder ausgelegt hat, wie sie ursprünglich gedacht waren. Aber ich merke in dem Spiel die Liebe zum Detail. Jedes Item, jeder Questtext, jeder Dialog hat seine Daseinsberechtigung. Er ist so. Also für mich wirkt es auf jeden Fall so, als wäre er genau dort platziert worden, wo er hingehört, und das merkt man auch. Natürlich, Gothic, da brauchen wir nicht drüber reden, ist in den letzten 3 bis 9 Monaten Gothic 1 von der Story her fertiggestellt worden und quasi dann auch grafisch so dargestellt worden, wie wir es kennen. Wenn man sich mit den Alpha-Versionen und der Spielentwicklung zu dem Spiel beschäftigt hat, weiß man, was da auch noch geplant war und was eventuell halt rausgeflogen ist und wie viel Arbeit da drin steckt, wie viele Jahre, die auch teilweise ohne Publisher gearbeitet haben. Aber das ist wiederum, wenn ich das merke, dass sich da Gedanken gemacht wurde, dass der Spieler aber auch allem folgen kann, wie ich eben sagte, ohne diese ganzen Bücher zu lesen. Dem Grundfluss der Story und was dir von dem Universum erklärt wird, kannst du auch wunderbar folgen, indem du nur die Quests machst und hin und wieder mal im Tagebuch nachliest. Was auch wieder gut ist, das Tagebuch, was hier aus der Ich-Perspektive geschrieben ist. Es ist nicht ein Questlog wie in WoW, wo dein ellenlanger Questtext steht und dann hole mir 20 Wasser, Questfortschritt 17 von 20 und gehe zu Lefty beispielsweise, sondern es wird eine kleine Geschichte auch in diesen Tagebüchern erzählt. Es wird tatsächlich so aufgeschrieben, wie man es selbst auch aufschreiben würde oder könnte, und das trägt auch viel zur Glaubwürdigkeit des Settings und zur Immersion bei. Und das ist so mein Anspruch. Verstehen durch simple und komplexe Mechaniken, kein überladenes Setting, kein verschrobenes Storytelling und auch das Feeling auch selbst haben zu können, weil wenn das Spiel nicht schafft, dann ist das Ganze drumherum für mich gescheitert. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und das macht halt Gothic sehr gut. Kommt natürlich immer auf den Gothic-Teil an, aber es macht Gothic 1 auf jeden Fall sehr gut. Ja. Ja.
Gut. Wie findest du das Kampfsystem in Gothic? Ja, das Kampfsystem in Gothic 1. Also, es gibt da jetzt verschiedene Ansätze. Ne? Wir können uns über Schadensberechnungsformeln unterhalten. Wir können uns über das Gameplay an sich in der Kampfmechanik unterhalten. Über das Magiesystem. Also, ich werde jetzt einfach mal, denke ich mal, kurz anfangen und erstmal sagen, was mich stört. Was ich persönlich nicht ganz so gut gelungen finde, ist, dass gerade im ersten Teil die magischen Zauber eine zu lange Aufladezeit haben. Wenn ich mir gerade den Feuerregen, den man im 5. Kreis sehr spät lernt, anschaue, ich müsste mal die Zeit stoppen, aber es fühlt sich tatsächlich wie 1 Minute Vorbereitung an, wo du da stehst und die ganze Zeit den hier machst mit deiner Charakterfigur und in der Mitte diese Feuersäule ist, die dann irgendwann mal runterregnet. Es fühlt sich an wie eine halbe Ewigkeit, auch den Feuersturm aufzuladen. Also du musst wirklich auf Max-Range stehen oder sehr weit weg von Gegnern. Weil Magie im Nahkampf wirken ist nicht die Stärke von Gothic 1. Und ich spiele als Main Magier, also das ist wirklich meine Domäne. Im Nahkampf, es ist auch für damalige Verhältnisse sehr clunky. Ich finde den Zweihandkampf mit Zweihandschwertern, ich finde ihn zu langsam in der Animation. Den Einhand, finde ich, ist in Ordnung. Pfeil und Bogen, also wie Armbrust und Bolzen, ist es einfach furchtbar langweilig. Und das ist halt, wie wir festgestellt haben, ja natürlich auch, haben die gerade Rüstung keine großen Schadensresistenzen, weswegen NPCs halt sehr, sehr viel Schaden dadurch nehmen. Bei den Tieren in der Fauna sieht es halt wieder ein bisschen anders aus. Aber es ist, sage ich mal, von der Ausführung her ist es in Ordnung, aber ich muss halt sagen, von den Spielen, die ich von Piranha Bytes selbst gespielt habe, Kampfsystem war nie wirklich deren Stärke. Es gibt andere Spiele, die das flüssiger lösen. Was mir aber sehr gut gefällt, ist gerade in Gothic 1, und das kann man in Gothic 2 zum Glück auch einstellen, ist von der Steuerung her, dass du keine Aktion aus Versehen ausführen kannst, weil du eine 2-Tasten-Kombination hast. Ob du jetzt die linke Maustaste und W oder Pfeil nach vorne drückst oder Steuerung und W oder Pfeil nach vorne. Du musst in Gothic 1 2 Tasten betätigen, um deinen Schlag auszuführen. Das heißt, du kannst nicht jemandem aus Versehen eins über die Rübe ziehen. Das finde ich sehr gut. Ansonsten parieren, blocken im Nahkampf ist es in Ordnung. Du musst sehr viel mit Backstabben arbeiten. Also mit Rückwärtsschritten. Du musst das Verhalten der NPCs und der Mob-Typen analysieren und das lernen, damit du weißt, wie du wann, wo im Nahkampf zu agieren hast oder mit der Magie. Was ich auch sehr wichtig finde. Aber aus heutiger Sicht muss man halt sagen, ich glaube, wenn ich heute Gothic spielen würde, würde ich aufgrund des Kampfsystems und der Steuerung dem Spiel wahrscheinlich keine Chance geben. Grafik ist ein Punkt, da können viele drüber hinwegsehen. Aber alles, was ich nicht intuitiv oder für Leute, die mit der heutigen Spielegeneration groß geworden sind, von der Steuerung nicht genauso steuert, ist das ein No-Go. Und Schadensberechnung ist halt, ich muss es mir noch mal ins Gedächtnis rufen, in Gothic 1 ist es so, dass der Skillwert der Waffengattung, also Einhänder oder Zweihänder, sowie Bogen und Armbrust, ja eben eine Crit- oder eine Volltrefferchance darstellt und du quasi, wie stark du zuschlägst, dann eben über Stärke oder Geschick geregelt wird. Und wenn ich mir jetzt ein NPC anschaue mit einem gewissen Rüstungswert, ist es für den einfachen Schaden, um den zu berechnen, ist es eben Stärkewert plus, jetzt muss ich gerade überlegen, Stärkewert plus Crit-Chance minus Rüstungswert des Gegners. Was mit dem plus Und ich- Waffenschaden? Ach nee, Waffenschaden, warte, das war Stärke plus Waffenschaden minus Rüstungswert des Gegners und für den Crit war es Stärke plus Waffenschaden zweimal minus Rüstungswert des Gegners. Weil wenn du crittest, machst du automatisch doppelt so viel Schaden Ja. und durch dein Skill ist die Crit-Chance halt eben so oder so hoch. Und das finde ich von der Berechnungsart relativ simpel, das kann man gut nachvollziehen.
man kann, wenn man eben die Werte kennt, gut abschätzen, schaffe ich den NPC, also kann ich jetzt zum Beispiel Scar umhauen oder mache ich da keinen Schaden. In Gothic 1 haben wir noch keinen Mindestschaden. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich würde aber sagen, Kampfsystem, wie gesagt, ist nicht unbedingt die Stärke des Spiels. Mhm. Würde Und du- einfach mal frech ja? eine Gegenfrage stellen. Bist du da anderer Meinung? Kommt jetzt drauf an. Also meine Frage ist jetzt, Kampfsystem ist vielleicht nicht die Stärke davon. Aber macht dir das Kampfsystem in Gothic denn Spaß? Wenn du ehrlich bist. Durchaus. Also ich finde, was man eventuell noch hätte hinzufügen können, ich bin mir gerade nebenbei ein Getränk am Eingießen, ist eventuell AOE-Schaden, also Area of Effect, dass man, wenn man mehrere Gegner vor sich hat, dass man da eben mit den Waffenhieben auch mehrere Gegner treffen kann. Mhm. Das ist eine Sache, wo ich mir immer wieder den Kopf zerbreche, ob ich das in Gothic haben möchte oder nicht. Ich glaube, ich würde es gerne mal haben, um es auszuprobieren. Das könnte die Kampfdynamik durchaus steigern. Aber grundsätzlich finde ich die Fights in Gothic nicht schlecht, abgesehen vom Endboss. Das ist eine Katastrophe. Also ich kann dir sagen, jetzt auf jeden Fall, mir macht es auch sehr, sehr Spaß. Und eine Sache, das Einzige, was ich am Returning mag, ist tatsächlich das Kampfsystem, weil es da Flächenschaden gibt. Und ich finde, das ist ganz so cool umgesetzt. Nur, also ich würde niemandem leider Returning ans Herz legen, nachdem ich es gespielt habe. Aber ich habe gehört, in Othello soll das auch so sein. Vielleicht solltest du das mal probieren. Möglicherweise. Ich kenne beide Mods, also ich habe viel gesehen, ich habe auch beide schon mal angefangen. Ja, also also AOE Damage, ich glaube, das ist eine Sache, die gehört. Das ist man von anderen Spielen gewohnt, das muss mittlerweile rein. Aber ja. Ich weiß nicht, ob es mir eventuell als Hardliner, ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit so mancher Veränderung an Spielen. Ich feiere die meisten Mods inhaltlich und konzeptionell, oder technisch, aber mit vielem tue ich mich dann doch ein bisschen schwer, über meinen Schatten zu springen. Ich glaube, wenn ich es dann tatsächlich habe, dass ich es kacke finden würde. Ja, wie gesagt, ich war da auch ein bisschen zwiespaltig, aber tatsächlich hat mir das sehr gefallen, jetzt mit dem Flächenschaden dort. Aber dafür gefallen die meisten anderen Änderungen mir nicht wirklich dort. Sagen wir es mal so, wie ich ja schon gesagt habe. Ich verstehe das gar nicht. Was hast du denn an Returning auszusetzen? Ja, keine Ahnung. Alles? Fast alles? Vielleicht. Wenn man bei mir jetzt diesen Ticker hätte mit dem Herzschritt, dann würde da jetzt sehr hoch ausatmen, glaube ich. Ich bin ja auch gerade schon bei kurz vor der 100. Ich bin immer bei 100 circa wegen meiner Erkrankung. Also das ist noch was anderes. Bei mir ist dann 120, 30 wahrscheinlich oder so. In dem Zeitpunkt. Nee. Auf jeden Fall, nee, also. Was hat er geschrieben? Der AOE-Damage ist wirklich belastend mit der Kamerasteuerung. Gothic 1. Okay. Naja, aber wie gesagt, und an sich die Schadensberechnung, leicht, ist fein. Kann man mit leben. Aber wie gesagt, natürlich, dass es keinen Flächenschaden gibt, ist wirklich ein bisschen nervig so, wenn man es mit den jetzigen Standards vergleicht. Aber mir macht es auch so Spaß. Egal, ob mit oder ohne Flächenschaden. Ich meine damit, das ist bisher die einzige Mod, die ich jemals gespielt habe mit Flächenschaden. Davor habe ich war jede Mod normales Kopfkampfsystem. Egal jetzt ob Odyssey, Arkolos, Jagdhyl oder irgendwas, da gab es nie Flächenschaden. Das habe ich ja normal immer gespielt. Und war ja Die Sache ist halt, Mhm. was mir an der Schadensberechnung halt so gut gefällt, ist, du hast keinen unmöglichen RNG-Faktor mit drin. Es gibt ja Mods, also Othello macht es jetzt zum Beispiel auch, wenn mich gerade nicht alles täuscht, mit stumpfen Waffenschaden und scharfen Waffenschaden, je nach Gegner, dass du dann das oder das brauchst. Das gibt's auch bei Ich Returning, habe ja. jetzt kein Bullshit. Gibt's auch, ja. Mhm. Und das ist eine Sache, die macht es dann halt schon wieder komplizierter. Und es gibt dann ja auch verschiedene Resistenzen. Und das ist dann doch schon eher MMO-mäßig angelehnt. Also ich kenne es halt aus World of Warcraft unter anderem. Mhm. Oder aus den frühen Zeiten von WoW. Und ich finde, in einem Singleplayer-RPG musst du keine Resistenzen einbauen. Also Schadensresistenzen im Sinne von, okay, gibt es in Gothic 1 auch. Den Feuergolem kriegst du beispielsweise auch nicht mit einem Feuerball oder mit einem Feuersturm down. Aber Brückengolem?
Nur mit stumpfer Kriegst du auch Waffe? nur mit stumpfer Waffe. Aber ich meine jetzt beispielsweise, wenn du jetzt dann eine Waffengattung hast, dass dann in scharf oder stumpf unterschnitten wird, dass verschiedene Waffen noch einen Gifteffekt oder einen Blutungseffekt mit drauf haben und du dann mit der und der Rüstung wieder eine Resistenz gegen Gifte hast oder eine Resistenz gegen das und das macht es so ein bisschen schwieriger, weil das ist im Balancing, ist das nachher aus, in der Entwicklung ist das halt echt eine Krux. Das kannst du eigentlich nur vergeigen in einem Singleplayer-RPG, wenn du das moddest. Ja, so wie bei Returning. Ich wollte es jetzt nicht sagen. Ich schon. Ja. Ich muss dieses schreckliche Ding schon mitmachen, schon in so viele Streams. Und es endet einfach nicht. Ja, auf jeden Fall. Nee, wenn du mir auch noch Gift ansprichst. Gift war das so nervig. Das haben wir vorhin auch in dem Gameplay gerade nebenbei gesehen. Diese Giftspinnen, die dich dann irgendwie mit 5000 km/h angreifen und wenn sie dich einmal treffen und du noch nicht Giftresistenz gelernt hast, dann gefühlt 5 Lebensbalken runter machen, außer du hast ein Gegengift. Max Deus! Odyssey habe ich schon durchgespielt und das einmal fast komplett bis auf das letzte Level und einmal richtig. Und ich bin einer der bösen Menschen, die sagen, dass Odyssey mir Spaß macht. Also damit kannst du mich nicht jagen. Mir hat es Spaß gemacht. Mir hat nur bei dem anderen Run, wo ich es nicht fertig spielen konnte, genervt, dass da so viele Bugs waren. Aber bei der neuesten Version, die konnte ich durchspielen ohne irgendwelche dummen Bugs. Das hat mir sehr, sehr gefallen auf jeden Fall dann. Und jetzt suche ich sogar jemanden, der mit mir mal Odyssey zusammen durchspielt, weil ich das als Q-Projekt mal machen will auf schwer. Aber gut. Das klingt nice, ich habe Odyssey aber selbst noch nicht gespielt. Ich würde davon mal einfach hier schon mal sagen, bitte frag mich nicht. Warum sagst du erst nice? Also wenn du nice sagst, würde ich sagen, du musst mit. Ich finde die Idee nice, aber ich habe halt von Odyssey keine Ahnung. Ich stelle mich dann an wie der letzte Idiot. Das ist ja nicht das Problem. Es ist doch erst echt cool, wenn du das erste Mal die ganzen Quests machst und ich mir so denke, ich weiß, was zu tun ist und dann schaue ich mal zu, wie du dich da rantraust. Das wäre eigentlich lustig und cool. Ey, da ist auch sehr viel von der Gothic-Lore mit integriert. Von den ganzen Büchern aus Gothic und so weiter und so fort, wo du dann die Sachen dann erst im Nachhinein liest und dir denkst, warte, das stand in dem Buch, stimmt, und das wurde jetzt ja benutzt. Ah, und dies und das. Ich mach mal das Lore-Talk weg, ne? Hier geht's jetzt nicht um Lore. Nee, ich hab mit Lore nichts zu tun. Nee, das wäre schon die Idee, wäre bestimmt lustig mit dir. Sprechen wir nochmal drüber. Können wir machen. Auf jeden Fall. So, wobei steht. Genau, wir waren bei Kampfsystem, genau. Dann würden wir jetzt zum Schwierigkeitsgrad von Gothic 1 jetzt erstmal wieder kommen. Als jemand, der über 1000 Stunden geschätzt da drin verbracht hat, muss ich mich jetzt mal an Leuten orientieren. Ich auch. Die ich jetzt in den letzten 1,5 Jahren das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit habe spielen sehen. Unter anderem die Beinbizeps-Begeisterten. Also Serenius hat vor kurzem innerhalb von ungefähr 20 Stunden Gothic 1 durchgespielt, ist vor 2 Tagen fertig geworden, hat letzte Woche angefangen. Oder auch Retorbex, wo ich gesehen habe, das war sein First Playthrough ever. Die Komplexität als Erwachsener ist, sondern ist nicht so stark, wie ich es als Kind in Erinnerung habe. Als ich damals das erste Mal Gothic gespielt habe, war vieles für mich unlösbar. Wie gesagt, aufgrund der noch nicht ausgeprägten Denke hier oben. Aber ich finde es, also, wenn man zuhören und lesen kann und die Dinge dann auch noch versteht, ist es kein sonderlich schweres Spiel. Okay. Du musst nachdenken an der einen oder anderen Stelle. Also, wo ist jetzt dieser Ort oder was hat der genau gesagt? Was will der eigentlich von mir? Aber an und für sich würde ich sagen, wenn ich jetzt eine Skala von 1 bis 10 hätte, würde ich Gothic 1 so bei 4 bis 6 verorten. Also nicht sonderlich schwer. Okay. Ich meine, ich habe jetzt, sagen wir so, bei der Hälfte der Podcasts habe ich bei den Leuten immer gehört, dass sie das als Kind mit Cheats gespielt haben oder nicht zurechtkamen oder es verschoben haben auf irgendwann erwachsen oder was auch immer. Und ich denke mir nur so, warum war ich jetzt zum Beispiel damals eine Ausnahme? Wegen meinem Cousin vielleicht oder so? Oder solche Dinge, weil ich habe es ja mit 9 durchgespielt, Gothic 2 Classic. Dann vielleicht ein Jahr später die Nacht des Raben.
Und nach der Nacht des Raben habe ich Gothic 1 durchgespielt und Gothic 3 als letztes. Und da habe ich mich durchgequält, ich habe so einen scheiß PC gehabt. Aber die Frage ist für mich, wieso hatte ich damit weniger Probleme als andere? Das ist halt die andere Ja, Frage. du warst ja aber auch schon ein bisschen älter, ne? Ich habe ja mit 5, 6 halt das erste Mal angefangen. Mhm. So richtig dann rein mit 7. Aber Mhm. das ist halt auch so eine Sache. Mhm. Ich hatte, Freddy spricht gerade noch an, das sind halt Leute, die es erklärt bekommen. Ich hab's halt alleine gespielt, ne? Also ich hab auch bei meinem Stiefvater oder bei meiner Ma damals da nicht nachgefragt. Bei Dungeon Lords sah das ein bisschen anders aus. Meine Mama hatte das damals gespielt und hatte mir auch eine Komplettlösung geschrieben. Aber ich hatte quasi nur das Zuschauen. Oh mein Gott, ich sehe gerade diesen Rot. Ist das dieser Minecrawler-Track oder ist das eine Barriere? Nee, das sind die Minecrawler-Dinger. Ja. Das Asset. Oh mein Gott, so sah das Asset nämlich gerade aus wie bei Xardas Turm am Fenster im Remake. Mir wird schon wieder schlecht. Wir verdrängen das mal. Mir wird wirklich gerade ganz schlecht. Ja, aber die Sache ist halt einfach die. Das Spiel ist ja ausgelegt gewesen für. War es schon 12 oder war Gothic 1 noch ab 16? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, je jünger du bist oder je weniger Zockererfahrung du hast, desto schwerer fällt es dir. Weil du hast halt viele Informationen in Gothic in Nebendialogen oder du musst halt sehr genau, wie ich sage, hinhören. Und für vieles ist halt einfach in einem gewissen Alter das Verständnis noch nicht da. Aber es ist, wie gesagt, es ist nicht hochkomplex. Ich sag ja, wenn du zuhören und lesen kannst, hast du einen 4er bis 6er Schwierigkeitsgrad. Du musst dich an mancher Stelle ein bisschen anstrengen. Wie komme ich wohin? So jetzt beispielsweise, wie viel versteckte Schalter oder sowas hier in der Bergfestung, den Schalter, um das Bücherregal wegzubekommen, damit du da weiterkommst und sowas. Das sind halt schon so ein paar Komplexitäten, die eingebaut sind oder ein paar Fallstricke. Oder dass halt Untote nicht unbedingt von jeder Waffe Schaden nehmen oder dass du halt merkst, deine Waffe ist zu schwach und dann nimmst du halt Untote vernichten oder hast eine bessere Waffe und kommst dann gut mit zurecht, aber du hast halt erstmal nur die Schwierigkeitsgrad. Gothic zeigt dir ganz klar, hier hast du noch nichts zu suchen. Entweder weil du das Rätsel nicht lösen kannst oder weil du zu schwach für die Gegnertypen bist. Und das kannst du, wenn du das Spiel sehr, sehr oft gespielt hast, kannst du das ausgleichen, weil du um die Sachen weißt, ne? Du ballerst dann Stärke hoch und machst einen Faust-Only-Run oder rennst nur mit einem Ast durch die Gegend und boxt alles weg. Ich meine, diese Challenges funktionieren ja nicht umsonst. Da brauchst du ein gewisses spielerisches Know-how, aber genau, Know-how. Du musst Dinge über das Spiel wissen. Deswegen sage ich, es ist nicht sonderlich schwer oder komplex. Natürlich, mein erster Fallstrick war ein Mole-Rat. Natürlich, ich wurde auch von einem Scavenger damals umgeboxt. Sprichwörtlich. Aber das ist halt meiner Meinung nach halt dem Alter geschuldet gewesen, dass man diese Sachen noch nicht verstanden hat und noch am Erkunden war. Und Gothic ist halt so ein Spiel, es verzeiht manches halt doch einfach nicht. Du kannst dich nicht aus allem hinauswinden. Und deswegen glaube ich, weil du jetzt sagst, du warst jetzt 9 oder 10, wenn ich das richtig verstanden habe. Dadurch, dass du ja ein bisschen älter warst als ich damals, dass du da einfach schon andere Zusammenhänge knüpfen konntest vom Kopf her, glaube ich. Wäre jetzt so meine Einschätzung. Meine Intention wäre auch unter anderem, dass ich vielleicht auch davor schon die Herr der Ringe Bücher gelesen habe. Und das Silmarillion und alles. Also es könnte sein, dass es auch noch mit daran liegt. Weil ich durch die Herr der Ringe Filme halt wirklich unbedingt wissen wollte, was da noch mehr dahinter steckt. Und wir wissen ja, was wir für bekommen die dicke Musik Wälzer der die roten Laterne. Jetzt Oh, wird's endlich, romantisch let's hier. go! Das erinnert mich jetzt an Returning, an eine weitere Sache, die ganz lustig war. Wenn du mit Tanja, sage ich. Tora, Nadja, Tanja. Nein, Nadja. Ich weiß nicht, warum ich jetzt auf Tanja gerade komme, ist auch egal. Ja, aber eigentlich ist es das Modell von Tora. Ja, das weiß ich, das habe ich auch letztens. Ja. Mit wem war ich da letztens im Gespräch bezüglich?
Das war mit Lord Pappnase, genau, da haben wir über Tora geredet, weil die ja das in dem Video ist. Genau. Wenn du in Returning mit Nadja schläfst, kriegst du erstmal den Erfolg, irgendeinen Erfolg, der hat einen lustigen Namen, den ich jetzt vergessen habe. Und du kriegst permanent 10 Ausdauer dazu nach der Nacht mit Nadja. Ich habe mir nur so gedacht, nein. Ich habe das wegen der Quest gemacht, um was zu erfahren. Und danach kannst du sagen, ja, warum denn nicht so, wenn man dann mit dir gesprochen hat. Und dann kommt das. Weiß nicht, ob ich mir die Aussage jetzt sparen sollte oder nicht. Du kannst sie gerne gleich ausführen. Und der Erfolg, den man bekommen hat, man kriegt fast keine Erfolge in dem Spiel, der war auch richtig dumm, den man dafür bekommen hat. Also erzähl jetzt erstmal. Naja, ich sag's jetzt mal frei Schnauze, je öfter man halt Sex hat, desto mehr steckt die Ausdauer in dem Bereich halt auch an. Wenn man sich mal so an so ganz frühe Zeiten erinnern möchte, vielleicht. Gut. Ja, Da stimme ich dir sehr gut zu, auf jeden Fall. kann das alles nicht mehr. Ja, egal, ich würde aber am liebsten noch wissen, wie der Erfolg nochmal hieß, den ich jetzt vergessen habe, ehrlich gesagt. Ich google das gerade mal nebenbei. Ja, ich weiß es leider nicht aus dem Kopf, weil ich wieder was dafür ein Erfolg dann kam. Aber das war einfach so Erfolg. Wenn man Raven getötet hat, aber auch einen Erfolg freigeschaltet, ja? Aber dann das Böse besiegt oder so ein Scheiß. Aber das mit Tanja sag ich. Nadja war viel wichtiger. Nick googelt schmutzige Dinge. Oh Mann. Aber ja, aber das mit der Das Ausdauer. erste, was war mir das angezeigt Schlimmste. wird, ist ein World of Gothic Thread. Man kann ja mit Nadja schlafen, was ich als Easter Egg ansehe. Wie oft macht ihr das im Spiel oder warum macht ihr das? Nee, es Was? reicht. Was? Was? Wie oft macht ihr das im Spiel? Und warum? Ich guck gerade. Früchtchen vernascht. Mit Nadja nach oben gehen. Früchtchen vernascht. Nein, das hieß Okay. anders bei dem Mod. Ja, aber das Früchtchen sagt mir hier gerade eine Fandom-Seite zu Okay. Gothic 2 Returning New Balance im offiziellen Wiki dazu. Also, Kann auch sein, dass der Eintrag falsch ist, aber das wird auf jeden Fall passen. ja, aber so hieß Wir es können auch nicht, schöne aber ich bin Aussicht sicher. sagen. Aber ich habe eine Idee, während wir gerade hier im Podcast sind, kann ich kurz Returning starten und kurz gucken, wie der Erfolg heißt. Das kannst du auch machen. Ich dachte beim Googlen, dass ich das finde, aber dann hau mal. Ich sehe im Moment kurz den Chat nicht, aber das ist ja kein Problem. Ich werde euch Ich gleich bin ja antworten. da. Mit. Ja, genau, und so. Das will ich jetzt einfach wissen, was da doch mal war, der Erfolg. Nein, nicht von vorne. Bloß nicht von vorne, dieser Mod, nein. Von vorne! Von vorne! Jemand bezahlt dann die 50.000 Punkte, dass ich wieder 2 Stunden den Anfang spielen muss. Weißt du? So, warte mal. Muss irgendwie in die Charakterübersicht kommen und dann ganz nach rechts bin war ich. das, glaube ich. So, jetzt Jetzt sind wir sind die hier. Urkunden Jetzt muss ich da. alles durchlesen einmal. Ah, ich habe jetzt schon ein paar, na gut, nicht viele Erfolge. Müsst ihr eigentlich schnell finden. Warte. Ach so, das ist nicht unter... Das ist Das unter ist- Errungenschaften, Genau, nicht heroische Taten. das ist nicht heroische Taten, das ist Errungenschaften. Ach, du siehst ja meinen Bildschirm sogar, ja. Ja, ja. Genau, da unten, irgendwo ganz unten muss es gewesen sein. Genau, Kenner der Meisterjäger. schönen Dinger war das, genau. Kenner der schönen Dinge. Viva la vida, ich sag's dir. Kenner der schönen Dinge und ich dachte mir nur so... Oder war Nein, das- Liebe machen mit Nadja steht doch da Genau, oben. nein. Was war das da unten nochmal? Ich erinnere mich nicht mehr. Das war aber auch irgendein Scheiß, das weiß ich noch. Dachte mir, das ist so dumm und feger, weil ich einmal aus Versehen den Besen aus Versehen benutzt habe. Genau, das war Liebe mit Machen mit Nadja. War einfach komplett plump und dumm. Ich dachte mir so, im Ernst jetzt? Und die Ausdauer dann noch dazu. Mhm. Ey. Das Spiel hat einen gewissen Realismus, das muss man ihm lassen. Ja. Vielleicht auch das einzig realistische in dieser Mod. Ja. Ich werde, also wie gesagt, ich werde niemals diese Mod empfehlen. Auch wenn sie im Hintergrund angezeigt wird. Da zeige ich immer irgendwelche aktuellen Sachen, die ich im Stream gemacht habe. Also bildet euch nichts darauf ein. So, okay. Genau, Kampfsystem hatten wir gehabt, oder? Schwierigkeitsgrad hatten wir auch gerade gehabt. Charakterentwicklung gibt es eigentlich gefühlt keine in Gothic, oder würdest du sagen, als Lore-Spezialist
gibt's Stopp. Da muss ich dir widersprechen. Sehr gut, der Erste, der mir widerspricht. Als erstes möchte ich einmal anmerken, ein Milton zwischen im vierten Kapitel, der vor dem alten Lager steht und völlig aufgelöst ist wie ein 12-jähriger Teenager, der gerade seine komplette Existenz verloren hat und überhaupt nicht weiß, was er machen soll, sein Dach überm Kopf, seine Freunde, seinen Mentor verloren hat. Natürlich hast du da eine Charakterentwicklung. Der wird einmal in seiner geistigen Entwicklung gefühlt für 2 Minuten komplett zurückgeschmissen und danach muss er sich wieder fangen und fängt an, mit die Rolle, die Xardas einem gegeben hat, zu sprechen, um mit dir zusammen quasi Saturas zu betrügen, um dem Erzhaufen jegliche Energie zu entnehmen. Also, wie kann denn irgendjemand aus den 20 Leuten davor bitte gesagt haben, es gibt keine Charakterentwicklung in Gothic? Alle. Ah! Alleine Entschuldigung. auch Herr Pappnase. Und ich weiß ja nicht, ob du jetzt dabei warst beim letzten Podcast, aber Teilweise. genau, selbst er sagt, dass es das nicht gibt. Pappnase weiß unter anderem auch, dass ich bei vielem nicht immer seiner Meinung bin, auch so hier. Ich muss ihm da einfach widersprechen. Weil jeder der Charaktere aufgrund des Story-Fortschritts meiner Meinung nach eine Entwicklung, eine Dynamik vornimmt. Es ist jetzt nicht so, dass du eine Charakterentwicklung hast, wie jemand steigt vom Novizen zum Feuermagier auf, außer der Held selbst. Das meinen wir aber nicht in der Sache. Ja. Oder jemand anderes wird neben dir noch Gardist. Das kommt natürlich nicht in dem Spiel drin vor. Aber du hast natürlich eine Persönlichkeitsentwicklung der verschiedenen Charaktere, der sich an die Gegebenheiten, die um ihn herum passieren, anpassen. Alleine, dass Saturas so ausrastet, während du ihm die Energie vom Erzhaufen entziehst. Geht weiter. Warte. So, jetzt kann ich beruhigt sein. Ich musste kurz bei Freddy Erster einlösen. Was? Was musst du Nein. machen? Nix. Ich bin voll und ganz hier auf das Format konzentriert. Okay. Das ist halt natürlich eine Sache, die man beobachten kann in Gothic 1 und auch beobachten wird, weil, wie ich ja schon sagte, die Dynamik der Welt gegeben ist, es eine sehr lebendige Welt ist und die Leute auf das Umfeld reagieren. Und es kommt da eben drauf an, wie du Charakterentwicklung selbst definierst. Und wie gesagt, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass jemand anderes Magier oder Gardist wird, dann haben wir das nicht. Oder jemand anderes Novize oder Templer. Das erfahren wir in Gothic 1 nicht, das ist richtig. Aber du musst ja das große Ganze sehen. Und ich würde auch einfach mal so frech sein und das Ganze natürlich über die 3 Teile hinaus betrachten. Und wenn ich das alles wiederum in einen Gesamtkontext setze, von Teil 1 bis zu Teil 3, haben wir natürlich, also da gibt es für mich gar nichts zu diskutieren. Also es geht ja auch genau um die Charakterentwicklung, die persönliche und jetzt nicht, ob jemand vom Novizen zum Magier wird oder so, wirklich. Ja. Darum ging's und das sagt jeder. Nö, gibt's nicht. Ich hatte noch keine Person, bei der es nicht so war. Oder höchstens wurde Xardas als Charakterentwicklung gesehen, obwohl das keine Entwicklung ist, weil er ja von Gothic 1 aus vorhatte, die Macht B jetzt in sich aufzunehmen, vom Avatar des Bösen sozusagen. Wieso klingt der wie Lord Pappnase? Hallo Livestalker. Was? Ah, Lord Ich bin doch Pappnase, nicht schon Lord wieder hier, Pappnase. also echt. Ich dachte eigentlich, dass Nick heute hier ist, scheiße. Mensch. Okay, weiter, aber auf jeden Fall. Soll ich noch mehr Beispiele für eine Charakterentwicklung in Gothic nehmen? Gothic 1 fangen wir ja an. Wir sind im Gothic 1 noch. Was Ja, gibt's ja. da noch? Lester, vor der Bergfestung. Wir fragen ihn, wie er an dem Golem vorbeikommt. Und wir wussten bis dato gar nicht, dass er Magie wirken kann. Und er sagt einem, die Gurus haben mir sehr viele Geheimnisse über die Magie und ihre Tricks verraten. Und somit war es ein leichtes für mich, an diesem Steingolem vorbeizukommen. Sinngemäß, aber er erwähnt, dass er Magie wirken kann. Das wussten wir bis dahin nicht. Wenn das keine Charakterentwicklung ist, was denn dann? Ist das eine Charakterentwicklung oder konnte er das schon davor? Er hat ja nur gesagt, dass die Gurus ihm das Tricks erzählt haben, aber Ja, aber niemand- wir erfahren ja erst dann.
zu diesem Zeitpunkt davon, dass er das kann. Also wird eine Charakterentwicklung im fortlaufenden Geschehen meiner Meinung nach vorgenommen, weil das Erkenntnisse sind, die du bis dato nicht hattest. Dann ist Xardas aber doch auch eine Charakterentwicklung theoretisch, oder? Ich meine, du hast ja auch Erkenntnisse, dass er da die ganze Zeit nur vorhatte, die Macht aufzunehmen. Vom Schläfer erst und dann vom untoten Drachen. Ja, aber also das, naja, Xardas zeigt, dass er sich teleportieren kann in den Schläfertempel ohne Teleportrune. In Gothic 1. Natürlich Ja, ist das eine natürlich- Charakterentwicklung. Genau, genau. Aber das war ja zum Beispiel meine Meinung, dass das Charakterentwicklung ist mit Xardas. Aber da Ja, wurde mir fast ist immer das- widersprochen. Deswegen. Ist es auch Ja, zu einem gewissen Teil. Ob der das jetzt vorher konnte oder nicht, ich erfahre es ja erst dann. Der Charakter gibt erst dann zu diesem Zeitpunkt das von sich preis. Also es gibt verschiedene Ansätze, wie man das bewerten kann, aber alleine das mit Milton schon, diese Persönlichkeitsentwicklung, dieses ich bin ein kleines, überfordertes Kind und dann nachher wieder der souveräne Magier, der ich eigentlich die ganze Zeit war. Okay, Gon steht die ganze Zeit schon auf die ganze Scheiße. Wen könnte ich denn jetzt noch als Beispiel nehmen? Gut, Lee offenbart eigentlich nur seine Psychose. ja. Ich versuche halt auch gerade wieder so ein bisschen analytisch zu denken, wie wenn ich eine Charakterisierung im Deutschunterricht schreiben würde. Wie wär's mit Hoshpak? Hoshpak ist im zweiten Teil dran, Max. Im ersten Teil ist es Urshak, der Schüler von Hoshpak. Aber das ist ein guter Guess. Urshak, der vom verbannten Ork-Schaman, der fast umgebracht wird, sich überlegt, ein eigenes Ulumulu zu craften und denkt, dass es seine Brüder in der Heimat besänftigen kann. Es gibt auf jeden Fall eine gewisse Dynamik in dem geschriebenen Charakter. Mhm. Wer macht noch eine nennenswerte Charakterentwicklung durch, abgesehen vom Held? Ja, Lee, der dich random anlabert und einen Backflash sieht, habe ich ja gesagt, der offenbart dir seine Psychose. Ja. Ja, Saturas. Er will dich umbringen. Er versucht dich umzubringen. Guck dir die Cutscene an, was der für eine Wut im Brustkorb hat, wie der sich hebt und senkt, der sonst nimmer als der bedächtige Ruhige da ist, der auf einmal total aggro wird und das halbe Lager dich auf einmal angreift, weil Saturas auf dich losgeht. Man kann auch Saturas theoretisch umbringen in Gothic 1, wenn er dich angreift. Ich weiß. Lefty, das ist ein guter Guess von dem. Aber, also, wenn wir auf die Schiene gehen, dann macht auch jeder random NPC eine Charakterentwicklung durch, weil wenn du als Gildenloser eine Waffe ziehst, will dir jeder Butler aufs Maul hauen. Machst du das als Schatten oder Gardist? Machen die gar nichts. Machst du das als Magier oder als Söldner? Oder Schlimmerem, wenn du einen gewissen Stärkewert erreicht hast oder einen gewissen Skill in deiner Hauptwaffengattung, hauen die alle vor dir ab. Zumindest die ganzen Schatten und Butler, die Bauern und Banditen In Gothic oder 1, Novizen. Ja. Das Ja. haben sie in Gothic 2 ja leider entfernt. Fand ich eigentlich gut. Wenn man danach geht, Ja, aber das ist ja der Dynamik geschuldet, Ja. die ja der Held in seinem Ja. Progress einnimmt Ja. und dass die Umwelt darauf reagiert. Was mir in Gothic 2 immer Will noch ich jetzt fehlt, sagen. wenn ich so darüber nachdenke, meiner Meinung nach. Weil das ist ja eigentlich realistisch. Wenn da jemand so ein breiter Türsteher kommt mit 200 Stärke, sagen wir so, und du hast 50, dann siehst du das ja auch im Prinzip normalerweise. Jetzt, wo du sagst, das ist ja in Gothic 2 gar nicht. Das Ja. das macht habe mich ich sehr völlig traurig. verdrängt. Ja, ich auch. Das macht mich sehr traurig eigentlich, weil das eigentlich super realistisch ist. Wenn jemand da wirklich irgendwelche 200 Stärke, so ein. Keine Ahnung, ich kenne jetzt keine Bodybuilder, irgendein Bodybuilder. Nehmen jetzt irgendeinen Bodybuilder, der so richtig fett muskulös aussieht. Und dann kommt so ein 50 Stärkelauch, keine Ahnung, ja, und dann geht er dahin. Ist doch klar, dass der dann abhaut und nicht gegen ihn kämpfen wird, wenn er versucht, ihn anzugreifen oder zu fangen. Natürlich. Ja. Aber fällt mir noch jemand ein? Also ich habe jetzt auf jeden Fall Milton, Lester und Saturas. Lefty, ja. Ich hau dir aufs Maul zu. Hey, natürlich bringe ich das Wasser rum. So klein mit Hut. Was mit Koranga? Nee.
Nee. Aber von 1 zu 2 schon später. Ja, aber ich dachte, wir konnten von 1 Nein, zu natürlich, 2, natürlich, ja. natürlich. Aber in Gothic 1, nein. Ja. Der macht genauso weiter wie bisher, wenn er das Sumpflager übernimmt. Er ändert nichts. Das Einzige, was er macht, ist uns ins neue Lager zuschicken und sorgt dafür, dass nachher alle Suchende werden. Außer Jetzt er. ein bisschen übertrieben dargestellt, aber Mhm. er ändert nichts, er hält das Lager nicht zusammen. Das existiert quasi nur noch auf der Karte, Ja. nachdem Iberion tot ist. Fällt dir sonst aber noch eine Charakterentwicklung ein? Mm. Stone. Ist ein guter Guess. Hm. Aber würde ich jetzt nicht sehen, weil Eine Zwangslage ist. Stone wird von dir befreit und bietet dir dafür an, einfach umsonst was zu schmieden und entweder lässt du die Erzrüstung verstärken oder du kriegst irgendein Amulett oder einen Ring geschmiedet. Und danach steht dann seiner Schmiede und macht so weiter wie bisher. Also das ist für mich jetzt Ja, und er hilft keine dir im große Prinzip nur aus einer Zwangslage, weil du ihn ja befreit hast. Weil du Genau. ihn ja auch einfach da verrotten lassen können oder so. Ja. Selbst Karim, nachdem du ihn so abgrundtief provoziert hast, würde ich nicht als Charakterentwicklung bezeichnen. Mhm. Er ist zwar vorher ausgeglichen und ruhig und sagt, hahaha, du kannst mir gar nichts. Dann sagst du ihm, dass er Gomez nur in den Arsch kriechen will. Dann sagt er, ja, okay, ich mach dich fertig. Ich bin eh nur hier, um Leuten wie dir aufs Maul zu hauen. Aber das ist halt ein Impulstrigger. Das ist keine großartige Charakterentwicklung. Da steckt keine Tiefe, kein Background wirklich hinter. Mhm. Nö. Also mir würde jetzt sonst keiner einfallen. Ich würde bei den 3, 4 bleiben, wo man es Mhm. deutlich merkt. Aber dass es keine Charakterentwicklung gibt, das hätte ich jetzt. Nee, das sehe ich nicht. Ja, und du siehst meine Da muss ich allen 20 vor mir widersprechen. Ja, wie gesagt, und bei der Xardas-Sache hat mir auch jeder widersprochen, dass das eine Charakterentwicklung ist. Und ich dachte mir so, eigentlich ist das doch eine Charakterentwicklung, theoretisch. Und da stimmst du mir auch das erste Mal zu, sozusagen. Ich stimme dir dazu. Ich bin Ja. gespannt, ob Freddy mich, sobald er das sieht, zerreißt oder nicht. Ja, das ist auch eine Frage. Er hat bei seinem Podcast auch gesagt, dass es keine gibt. So. Das mit Ja, Xardas er hat war mich ja angestoßen kurz. er war ja vor 2 Folgen dran. Ja. Oder 3. 2 auf Ja. jeden Fall. Ja, nee, Freddy. Mhm. Nee. Möchte widersprechen. Bisher nicht. Vielleicht Sorry. ist er auch gerade. Vielleicht macht er auch. Nee, der ist selber im Stream, deswegen kann er nicht zuhören gerade. Sehe ich gerade links. Okay, gut. Genau, dann wollen wir, Charakterentwicklung. Na gut, der namenlose Held. Erzähl was über ihn. Ich mache jetzt kurz mal ein Fenster auf, weil es ein bisschen kühler ist, damit es ein bisschen hier besser atmen kann. Wär's dir kurz recht, wenn ich kurz auf Toilette gehe? Ja, du kannst das so machen. Ja. Okay. Chat, ich schalte meine Cam kurz aus.
So, aber bin wieder da. Ah, den Tracker aus. Ach echt, wie schade. Mama Schüssel. Der gute alte Alex. Der gute alte Alex. Warten wir auf Nick und dann geht's weiter. Wie viel Grad habt ihr eigentlich heute bei euch im Moment? Das ist... Ich hasse dich jetzt so sehr einfach nur. Wer den Sommer erfunden hat, sollte immer wieder bitte wieder ein Balance-Patch rausbringen, damit das wieder nicht mehr so schlimm ist wie jetzt im Moment. Momentan. Oh. Wir haben heute 36 gehabt, das war so krank. Das war so krank. Und jetzt haben wir laut Handy noch 31. In der Wohnung haben wir... Keine Ahnung, das kann ich mal gucken. 29. Ich hoffe, dass mein Fenster ein bisschen runterkühlt, wenigstens jetzt wieder. Uiuiui. Aber früher kann ich auch kein Fenster aufmachen. Früher wird es nicht besser mit der Luft hier. Weil ich... Wie nennt man das? Keine gescheite also es ist einfach nicht gescheit lüftet, sagen wir es so, genau. Und es ist zu laut draußen, weil die Straße nebendran ist. So eine Hauptstraße tatsächlich. Hi Sira, was geht? Wir haben gerade einen Gothic-Podcast bei der Todeshitze. Der Nick ist noch auf Toilette. Und ansonsten, wir sind gerade bei Gothic 1, harmlosen Helden stehen geblieben. Welcher Gothic-Charakter mir am sympathischsten ist? Honestly, am sympathischsten. Boah, das ist schwer. Also natürlich, Diego ist einer der Top-Favoriten bei mir, wenn es darum geht, um sympathisch zu sein. Aber am allersympathischsten, das wird schwer. Also mir geht's schon mal ganz gut, bis auf die Hitze. Dem lieben Nick eigentlich auch. Und ansonsten, zu der Frage von Alex. Boah. Also Diego, natürlich super sympathisch. So, ich bin auch wieder da. Hi, hi. Ich überlege gerade, wer mir am sympathischsten in Gothic ist. Im ganzen Gothic-Universum. Das kannst du ja auch mal überlegen, wenn wir schon bei der Frage gerade sind. Ja, nochmal zum Thema Intenser. Charakterentwicklung. Ich würde das halt auch einfach gerne nochmal begründen, weil Ja? Charakterentwicklung, ich habe ja gesagt, das kommt drauf an, aus welcher Warte man das betrachtet. Wenn es jetzt wirklich darum geht, ob jemand in einer Gilde aufsteigt oder ähnlichem, neben dem namenlosen Helden, haben wir das nicht. Es gibt in Gothic 2 da gewisse Charakterentwicklung, wenn man eben den Weg des Feuermagiers wählt. Ich will da aber inhaltlich noch nicht drauf eingehen, weil ich glaube, die Frage wird bei Gothic 2 nochmal Ja, klar. Genau, bei auftauchen. allen Teilen machen wir das richtig, ja. Außer die nicht existenten. Aber du hast halt eben Persönlichkeitsentwicklung und du hast zu verschiedenen Zeitpunkten neue Offenbarungen, die dir gegeben werden, weswegen ich halt der Auffassung bin, dass du doch eine Charakterentwicklung hast. Es ist jetzt nicht so, dass zum Beispiel Lester in dem Kapitel erst Magie lernt. Das kann er natürlich schon länger. Aber für mich ist halt eben diese Dynamik da das Ausschlaggebende. Und die Charaktere sind quasi ja alle vorgeschrieben, vorgeskriptet. Das ist jetzt nicht so, dass durch dein Handeln selbst irgendetwas ausgelöst wird, weswegen jemand etwas Neues lernt. Das Einzige, was man vielleicht dann in diesem Punkt nehmen kann, ist die Eskorte von Dusty ins Sumpflager, der aus dem alten Lager überläuft. Weil er keinen Bock mehr hat auf die Erdschufterei, weil er, bin mir gerade nicht sicher, ich meine, er hat doch irgendwie Schulden. Erdschulden, wo ich mir gerade gar nicht zu 100% sicher bin. Auf jeden Fall hat er gesagt, er hält es nicht mehr aus. Und sich dann quasi von Baltondral den Kopf waschen lässt. Ja, da hat man dann doch eine minimale Charakterentwicklung, weil ein Gildenwechsel quasi stattfindet vom Butler zum Novizenanwärter. Also immer noch Butler. Aber ich würde das halt einfach gerne noch begründen, weil, ja,
ich habe mich gerade eben auch noch mal ganz kurz mit Freddy unterhalten und er gesagt hat, das ist jetzt nicht so, dass Barbo dann am Ende von Gothic 2 oder Gothic 3 der neue Anführer vom Kloster ist, sondern eben alle ja in ihren quasi Rängen oder Gilden bleiben und ich dann so, da bin ich anderer Meinung. Das wollte ich jetzt einfach noch mal erklären, dass auch ihr, wenn ihr das hört, diese Gedanken nachvollziehen könnt und auch nicht wieder denkt, was labert der Olle denn da? Der hat sie doch nicht mehr alle. Nee, ist kein Problem. Also, aber trotzdem, jetzt zur Frage, die wir gerade gestellt bekommen haben. Was ist denn die sympathischste Person in Gothic für dich? Die beiden Bizeps-Begeisterten, also Serenus denkt sowieso, dass ich einen Schaden habe. Ja, ich gebe mich ja auch mit dir ab. Natürlich muss ich einen Schaden haben. Ich Schaden, du Schaden, RCS Schaden, Schadenlogie. Die Lehre des Schandi Schadens. Schaden. Mir der wirklich sympathischste Charakter im ganzen Gothic-Universum. Also Vatras ist es auf jeden Fall nicht. Das kann ich schon mal sagen. Und auch nicht Sentenz, aber Alex hat geschrieben, Sentenz ist der sympathischste. Nee. Natürlich Sentenza ist nicht. nicht der sympathischste. Ich habe schon darauf geantwortet. Jetzt weiß ich auch, warum er immer rusht in Strategiespielen. Ich glaube tatsächlich. Boah. Milton. Okay, das ist ein guter Guess. Das ist ein sehr guter Guess eigentlich auch, ja. Der Boah, macht das nämlich ist über schwer. die 3 Teile die größte Entwicklung durch. Und wird ein sehr, sehr weiser Magier am Ende des 3. Teiles. Wir haben doch eine Charakterentwicklung. Oh Ja, Mann. nee, Schatz, Spaß beiseite, aber es ist tatsächlich Milton. Ich kann mich am meisten mit ihm identifizieren. Ja, du bist ja der Feuermagier-Man. Aber ich sag Ja, trotzdem das sowieso. Diego, aber Milton würde ich auf jeden Fall mit auf die höchsten Plätze mitsetzen, wenn ich so darüber nachdenke. Habe ich jetzt überhaupt nicht nachgedacht. Aber mit Milton interagiert man auch nicht so oft leider. Das ist so schade eigentlich. Ja. Okay. Genau, wir waren aber am Punkt namenloser Held. Was kannst du uns über ihn sagen? Über deine Meinung über ihn? Du meinst abgesehen davon, dass er namenlos ist? Nee, Boah, das ist auch schon krass. Das wusste ich bis heute nicht. Danke, dass du mir jetzt gesagt hast. Ich dachte, er heißt Günther. Boah, das passt ja so gar nicht. Das hatte ich mit jemand anderem im Podcast. Die haben gesagt so, vielleicht ist es ja gut, dass er keinen Namen hat. Oder beziehungsweise, dass wir nicht wissen, was sein Name ist. Weil immer, wenn Xardas immer sagen würde, Günther, gut, dass du jetzt hier bist. Wir haben eine neue Belohnung. Sogar die Drachen. Was? Ja, Günther, die Drachen. So, jetzt verstehst du, warum wir das nicht wollen. Ja. Jetzt verstehst du mal die Diskussion. Ich weiß nicht mehr, mit wem das war. Oder ich schole Terlik. So. Nee, namenloser Held. Was weiß ich darüber? Er hat keinen Namen, er hat blondes Haar, er hat einen Zopf. Einen besseren Zopf als Nyras in der Nyras-Demo. Naja, die Sache ist, man erfährt gar nicht so viel Background über den namenlosen Helden. Man erfährt ein bisschen was im Comic, was ich schon wieder zum Teil vergessen habe. Es gibt Dinge aus dem Comic, die ich mir sehr gut merken kann, aber es gibt auch Sachen, die kann ich mir gar nicht so gut merken. Also das mit dem Namen, dass er einen Namen hat, hat er nur in dem Gothic-Roman. Im Gothic-Comic hat er den Namen nicht, den habe ich heute mit dem Herr Brunn Nein, ich meine den durchgelesen. Namen von, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Ich will jetzt nicht spoilern. Milton und Ja, ja, ich wollte genau, jetzt nicht passt. spoilern. Ja. Aber mehr muss man Ähm, nicht dazu sagen. Ja. Er hat dunkelblondes bis hellbraunes Haar. Für mich ist das dunkelblond. Mhm. Nicht hellblond, sondern dunkelblond. Dunkelblond, Straßenköterblond. Das hat nichts mit Gamma zu tun, das steht auf 1. Es ist eigentlich eine unglaublich traurige Geschichte von dem, was man erfährt. Weil je nachdem, welches Ende man in Gothic 3 wählt, man eigentlich die ganze Zeit nur gesagt bekommt, du warst Mittel zum Zweck.
Das sagt schon der untote Drache, so nach dem Motto, habe ich dir nicht das und das und das und das geschickt, damit du mich findest? Ich kenne dich besser als du dich selbst. Und ja, ich habe ja Gothic 3 jetzt gar nicht so präsent im Kopf, aber ich meine, dass das Rober da einen ganz speziellen Dialog hat, je nachdem, was man davor hat, so nach dem Motto, war nicht ich es, der dich hat in die Kolonie werfen lassen, um dich zu prüfen? Irgendwie so in die Richtung, kannst du mir da gerade mal auf die Sprünge helfen? Ich meine, da gibt es einen Dialog mit Rober. Also, und sonst müsste ich gerade kurz googeln. Kannst du gerne machen kurz, weil ich weiß jetzt auch nicht genau. Ach so, genau. Rober sagt, willkommen Retter, deine Taten sind dir vorausgeeilt. Wir hinterfragen, wieso Retter? Und Rober sagt, Innos selbst sprach zu mir. Er sagte, dass ein Schiff unsere Rettung bringen wird. Ich sandte die Esmeralda aus und sie brachte dich. Der Held sagt, wegen deiner Befehle bin ich überhaupt erst in der Barriere gelandet. Rober sagt, und so konntest du herausfinden, wer du wirklich bist. Du warst es doch, der den Schläfer besiegt hat und die Drachen von Khorinis. Meine Wachen haben dir lediglich einen Schubs in die richtige Richtung gegeben. Und der Dialog geht noch weiter, aber auf jeden Fall wird ja quasi dir offenbart, dass du die ganze Zeit Mittel vom Zweck im Krieg der Götter warst. Und Ja, das finde ich halt so traurig, weil du hast die ganze Zeit das Gefühl, dass du sowieso schon nur auf dem Weg geführt wirst und quasi für andere die Drecksarbeit machst. Du bist Gegenstand einer uralten orkischen Prophezeiung. Du stehst in der Gunst der Götter, sonst wärst du jetzt tot. Nur du kannst die Drachen besiegen. Der untote Drachen sagt dir, ich habe doch das und das und das gemacht, damit du hierher kommst. Ich wollte doch, dass du mich findest. Und dann kommt Rober mit, ja, Innos selbst hat mir gesagt, dass ich das und das machen soll. Die Prüfung hast du bestanden, du bist nur Mittel zum Zweck. Jetzt geh und hol dir die Artefakte Adanos und mach den anderen Scheiß noch fertig. Und das finde ich halt sehr, sehr traurig in dem Sinne, dass du am Ende von allem, egal welches Ende du mehr oder weniger willst, dass dir nur offenbart wird, du warst eine Marionette und alles, was du gemacht hast, hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Aber den Spruch, den du gerade eben erwähnt hattest, das hatte vorhin sogar Brom erwähnt gehabt, aber ich wusste jetzt nicht, dass du genau das meintest. Mit Ach so. Ja. Darüber Ja. hatten wir vorhin gesprochen, tatsächlich. Und ich finde das auch ein Stück weit tragisch, weil du kriegst damit halt so das Gefühl vermittelt, alles bis hierhin war nur ein Test und jetzt kommt eigentlich die wahre Aufgabe. Ansonsten kann ich zum namenlosen Helden halt gar nicht so viel mehr sagen, weil entweder sind wir halt der Champion, der Auserwählte, jeder kennt uns, dann fangen wir wieder an und sind quasi ein Stück Dreck unterm Fingernagel, weil uns noch keiner kennt und keiner ernst nimmt. Was natürlich auch ein bisschen Gameplay geschuldet ist, weil wir können nicht überall mit den ganzen Skills, die wir vorher erworben haben, starten, beziehungsweise es ist halt auch einfach, je nachdem welchen Playthrough man gemacht hatte, wäre es nicht gut, wenn man dann im Nachfolger einen vorgeschriebenen Charakter hat, von der Stat-Verteilung her, sondern da ist es besser, dass du immer mit den Basic-Stats startest und dein Charakterbild halt selbst gestalten kannst. Aber viel mehr bleibt mir da halt nicht. Er meistert jede Prüfung, die ihm auferlegt wird, er macht für alle die Drecksarbeit und er handelt zu einem gewissen Teil egozentrisch, zumindest in Gothic 1, mit ich möchte aus der Barriere, das ist ja einer der ersten Sachen, die er sagt, nachdem er dort ankommt. Und ja. Aber jetzt mal dazu gesagt. In Gothic 3 verliert man alles und dies und das. Also vielleicht ist es so realistisch. Aber ist es realistisch, wenn man Feuermagier geworden ist in Gothic 2, dass man
nicht irgendwas. Natürlich, die Runen funktionieren nicht mehr, okay. Aber ist es realistisch, dass du im Prinzip dann die alte Magie im Prinzip nicht leichter erlernen kannst, weil du vorher Magier warst und im Prinzip durch die Runen eigentlich dein Wissen haben müsstest, wie du das nutzt? Da müssten es alle anderen Magier ja auch haben. Alle anderen Magier können doch die ganzen Zauber weiterhin, wo es dann passiert. Jein. Also, das Problem ist halt, ja, es gibt einige Magier, die weiterhin zaubern, aber das ist halt wirklich schlechtes Environmental Storytelling, weil dann hat die Runenmagie quasi gar keinen Einfluss auf den Krieg gehabt und das wird ja dargestellt, die Runenmagie wurde zerstört, die Paladine konnten nicht mehr, die Magier waren machtlos. Dann kommt da so ein so ein Saturas oder so und schmeißt dir einfach eine Eiswelle in die Fresse. Es ist so dumm. Ja, nicht nur er. Wenn du Milton am Anfang angreifst, dann macht er auch 20 Feuerbälle auf dich. Wir wissen ja, woran das liegt, dass Gothic 3 das geworden ist, was es wurde. Mhm. Ja, aber die Sache ist halt einfach die, was ist, wenn du denn vorhin Paladin gewesen bist? Wieso kannst du dann nicht starke Waffen anlegen? Was ist, wenn du vorher... Genau, das ist auch unrealistisch. Ja, aber zumindest hast du die Items nicht. Aber also meiner Meinung nach eine optimale Begründung wäre gewesen, dass dich der Einfluss des Schwarzmagiers vor dem untoten Drachen und der Einfluss des untoten Drachen so sehr geschwächt haben, dass du, als du in die Kajüte gegangen bist, dein ganzes Hab und Gut ablegen musstest und deswegen quasi bei Null startest. Also irgendwas hätte da geschehen müssen und das bleibt halt leider nur diese magische Geschichte oder dass du, als euer Schiff da angegriffen wurde, na gut, ihr kommt ja halbwegs heile an, aber so stark in eine Schlacht verwickelt warst, dass du jetzt sehr verwundet bist und deswegen all das nicht mehr kannst. Von Gothic 1 auf Gothic 2 kann man ja immer noch sagen, okay, man sieht es ja, man wird aus der Erzrüstung rausbeschworen und die Erzrüstung hat einen am Leben gehalten. Und deswegen durch diese magische Teleportation, die Xardas da durchführt, über die Distanz aus dem Schläfertempel raus und auch durch den Einfluss des Schläfers, dem du ausgesetzt warst, normalerweise müsstest du einschlafen. Xardas ist relativ weit weg von ihm und Xardas schläft ein. Du selbst schläfst ja gameplaymäßig erst ein, auch mit Erzrüstung, wenn du unter dem Schläfer direkt stehst. Davor kann dir die ganze Magie nichts anhaben. Aber eigentlich hat sie einen Einfluss auf dich und das ist halt das Problem, was diese Fortsetzungen haben. Du kannst gameplaymäßig nicht zu stark einsteigen, weil sonst keine Charakterprogression und Entwicklung in den jeweiligen Builds da ist. Aber es ergibt natürlich keinen Sinn. Aber du weißt, also wenn du das Spiel installierst, das weiß ja vorher nicht, warst du Magier oder warst du Drachenjäger oder Paladin. Das hätte man einbauen können, so nach dem Motto, dass man das wählen könnte. Was warst du im vorherigen Spiel? Ja. Und dann gewisse Grundstats und vielleicht ein paar Grundzauber bekommst. Darüber kann man nachdenken. Aber das ist halt auch das, was ich vorhin meinte, mit diesen verschiedenen Plotholes zwischen den Teilen, die es dann gab. Dann gab es wieder Logiklücken, dann fängst du überall bei Null an. Es ist eine Gratwanderung aus Entwicklersicht. Und ich finde es aber gut, dass du bei Null anfängst, ohne dieses Starter-Kit, weil, ja, mir persönlich nimmt es halt selbst die Freiheit. Die Atmosphäre, die Freiheit, die Immersion, weil du kannst zwar wählen, aber dann kriegst du irgendwelche Zauber oder so hingeklatscht, mit denen du niemals spielen würdest, aber es ist das Einzige, was du momentan hast und hast wahrscheinlich dann dafür keine Einhandwaffe oder sowas und musst dann mit diesen Zaubern spielen, die dir überhaupt nicht zusagen, die du nie im Leben verwenden würdest. Okay, du hattest gerade gesagt, der schwarze Magier und der untote Drache haben dich so geschwächt, wegen dem Einfluss. Aber glaubst du, wenn er wirklich vom schwarzen Magier geblendet werden würde, dass er dann noch den untoten Drachen besiegt hätte, wenn dann doch nur der untote Drache, oder? Oder glaubst du, der namenlose Held war so mächtig, dass er trotz dieser starken Schwächung immer noch stark genug war, um den untoten Drachen zu vernichten? Den Avatar des Bösen? Wer sagt denn, dass das immer alles sofort wirkt? Er hatte das Auge Enos, als Magier hat er eventuell noch dieses, wie heißt das? Das Amulett, was dich vor dem schwarzen Blick generell schützt.
Kannst du als Magier dabei haben. Ja, dieses Amulett, was auch ein Ersatz für deine verbesserte Rüstung sein soll, die du nicht kriegst. Weil es ja nur die hohe Genau. Feuermagier-Robe gibt, sozusagen. So. Das heißt, das wirkt schon mal. Das Auge Innos ist halt eben ein Faktor. Mhm. Du kannst zwar trotzdem davon betroffen sein, aber du kannst durch die Kraft des Auges die Auswirkungen nicht sofort spüren. Okay. Wäre jetzt eine Theorie. Und ich muss jetzt nochmal auf dieses Furchtbare zu sprechen kommen, was irgendwo existiert. Da greifen sie ja leider genau sowas in die Richtung auf. Im Intro. Ja, erzähl. Dass quasi der namenlose Held wurde zu... mir zieht sich gerade alles zusammen. Wurde zu Robert dem Dritten und ist von einem Erzdämon besessen, weil er die ganze Zeit der Marbelias ausgesetzt war. Und es muss gerettet werden, ist nicht mehr Herr seiner selbst und das ist zwar nicht das, was mich letztendlich darauf gebracht hat, aber theoretisch es kann ja auch trotz der Erzrüstung und dem Auge Innos und allem, was du dabei hast, kann das ja nicht folgenlos bleiben. Das sind kosmische, göttliche Mächte, denen du dagegen übertrittst. Als Sterblicher. Das kann nicht an dir vorbeigehen. Wie gesagt, ist kein Kanon, mir zieht sich auch gerade alles zusammen, aber es ist auf jeden Fall logisch betrachtet, muss das irgendwas mit dem namenlosen Helden gemacht haben. Früher oder später. So. Weiche von mir, Dämon. Ja, ich sag ja, mir Ich wird da gerade weiß. ganz schlecht bei. Weiche Aber von mir. Ja, alles gut. Das musste sein. Aber ja, ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Ja, ich dachte, der Bre ist so dicke mit Innos, hat er geschrieben. Ich sag ja, den Schrott, den ich gerade angesprochen habe, das ist kein Kanon. Gott sei Dank. Oh Mann. Sie könnten aber mit dem Remake und der Story-Erweiterung und dem Plothole schließen tatsächlich auf ein Arcania-Remake hinarbeiten. Ich hab's ausgesprochen, bitte verbrennt mich. Ja, ich habe auch Einschläfer-Amulett dann, obwohl ich ein Auge Innos tragen müsste. Das ist egal. Alle sind besser als das. Auch Fußpilz? Wahrscheinlich schon. Werde ich nicht ausprobieren, aber Fußpilz wäre bestimmt besser. Oder Also, wie ich. Serenius, das, was für ein WoW-Spieler mehrheitlich Shadowlands ist Arcania in der Gothic-Szene. Und Götterdämmerung und Fall of the Tarif. Ich habe schon oft im Stream gesagt, wenn jemand Arcania erwähnt hat, habe ich gesagt, das ist genauso wie Krebs im Endstadium. Nicht heilbar. Habe ich ihm dann gesagt. Ganz einfach. Das ist für mich. Kann es nicht sehen. Jeder kann seine Meinung dazu haben, aber. Respektiere das, aber ich teile sie nicht unbedingt. Genau, richtig. Arcania, bestes Spiel. Hat er geschrieben. Und ja, also wie gesagt, diese Interpretation, dass da irgendwas an dem namenlosen Helden, mit C wird's geschrieben, am namenlosen Helden eben nicht spurlos dran vorbeigegangen ist. Die Grundidee ist logisch begründbar. Sie ist scheiße umgesetzt, aber ich glaube, dass halt eben ja, das unglücklich umgesetzt wurde. Oh Mann. Kannst du glauben. Als wir gerade das erwähnt hatten, das Arcania, als wir es gerade erwähnt haben mit Arcania, hat gerade ein Paladin uns angegriffen. Ich glaube, ich weiß warum. Ja. Wir werden der Ketzerei bezichtigt. Oh ja. Okay. Oh. Aber jetzt haben wir genug Horrorgeschichten gehabt.
Wo waren wir stehen geblieben? Vom namenlosen Helden waren wir gewesen vorhin. Ja. Jo. Gut, dann sind wir jetzt bei Geschichte und Lore. Geht es noch ein bisschen spezifischer hier als Lore-Experte oder was möchtest du jetzt von mir wissen? Also wir reden die ganze Zeit über Lore nebenbei, ich weiß. Das wäre jetzt nur der Punkt. Dann reden wir einfach mal jetzt Okay. über die Hauptgeschichte. Das ist ja die Geschichte im Prinzip. Also, die Hauptgeschichte in Gothic 1, die hat ein unglaublich. Sie ist unglaublich linear, aber sie hat dennoch einen Spannungsbogen, weil du überhaupt keine Ahnung am Anfang hast, wo das drauf hinausläuft. Dein Hauptziel ist es ja aus der Barriere, Entschuldigung, zu viel Kohlensäure, aus der Barriere zu entfliehen. Und quasi sagst du ja, jedes Mittel ist mir dazu recht, um hier rauszukommen. Und auch ein Lester sagt, du weißt gar nicht, was ich bereit bin, alles zu glauben, nur um hier wieder rauszukommen. Und das verbindet erstmal so den namenlosen Helden oder den Spieler mit den Figuren. Dieses gemeinsame Ziel, man möchte irgendwie aus dem Freiluftgefängnis raus. Dabei fängt es ja schon mal an. Der Weg dahin ist jetzt erstmal zweitrangig. So. Und hast du diese ganzen alltäglichen Sachen, die ich vorhin schon angesprochen habe, hier bring mal Wasser rum, schlag dir mal aufs Maul, der hat mich beklaut, bring mir meine Sachen wieder, geh mal nach dem suchen, ich habe hier ein Kochrezept, was ich ausprobieren will. Der besetzt unsere Hütte, bring mir mal das Kraut, was da geerntet wird. Also so ganz, ganz viel, womit du dich so mit alltäglichen Sachen identifizieren kannst, die du erlebst. Und dann kommt plötzlich der erste große Hammer. Das erste große Erfolgserlebnis ist halt eben die Minecrawler-Königin, dass du da eben die Eier für Kalom holen musst, beziehungsweise das Nest finden musst. Und in der Regel ist in jedem Lager damit ein Gildenaufstieg verbunden. Und dann wird die Anrufung durchgeführt und da kommt der erste große Knall. Da merkst du plötzlich so, oh, du hast vorher von einem Schläfer gehört. Je nachdem, wie du die Schriften im Spiel studiert hast, wenn du den Brief an die Feuermagier liest, der dir beim Anfang gegeben wird, wenn du reingeworfen wirst, wird quasi schon gesagt, hier, beobachte die Bruderschaft, wir gehen von einer großen Gefahr von oder mit ihr aus. Und dann erfährst du plötzlich, oh, Iberion stirbt. Er hält den Schläfer nun für einen Erzdämon. Gehst ins neue Lager, der Ausbruchsplan dort wird vorangetrieben, das alte Lager eskaliert, überfällt das neue Lager, indem es die Mine von denen besetzt, die freie Mine. Und quasi könnte es Krieg in der Kolonie geben. Während sowieso gerade alle am Rad drehen, willst du immer noch da rauskommen und musst dich aber dann quasi auf die Suche begeben du weißt noch nicht, dass du dem Schläfer gegenübertreten wirst, aber dir wird quasi gesagt, es gibt den Tempel in der Orkstadt, der für den Schläfer erbaut wurde durch Urshak und durch Xardas. Finde einen Weg hinein und du wirst dort deine Antworten finden. Dann geht dir plötzlich ein Licht auf. Was ist denn, wenn der Schläfer was mit der Barriere zu tun hat? Und es wird halt sehr, sehr linear, aber du hast halt immer noch diesen Spannungsbogen, weil du weißt immer noch nicht, was passiert, wenn du in diesen Tempel gehst. Wie groß ist das Ding? Was musst du da alles machen? Und ich finde die Story für ihre Kürze, wenn ich jetzt mir nur die Hauptstory angucke, die ich in gefühlt 5 Minuten, wenn ich noch einiges weglasse, sogar weniger, zusammenfassen kann, erstaunlich gut erzählt, weil die Spannung immer größer wird. Du hast halt dieses beweise dich erstmal, wir machen jetzt erstmal alles Alltägliches, dann kommt der erste Knall, der Spannungsbogen wird größer und auf einmal Drama, 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 Endgame, Ausbruch, Schläfer böse, Endgame, Ausbruch, Schläfer böse. Und das gefällt mir. Aber das ist. Also, namenlose Held nimmt eigentlich wirklich alles auf sich. Und wenn du jetzt bedenkst, ich habe jetzt nie darüber nachgedacht, über diesen Orkfriedhof. Aber da hätte ja alles sein können. Und der namenlose Held so, ja, das mache ich, ja. Geh mal hin. Das ist ein guter Guess. Wir haben in einer der Podcast-Folgen auch darüber Mhm. debattiert. Es ist auch ein bisschen was rausgeschnitten worden. Mhm. Aber nehmen wir mal an, du hast Baal
Lass mich kurz überlegen. Taien, Tempelvorplatz. Wenn du den präparierten Traumruf gibst. Du kommst, Iberion sagt, du kommst mir bekannt vor. Der labert irgendwas von, ich hätte dich schon mal irgendwo gesehen beim Treppe rauf oder runterlaufen. Was du ja quasi im Schläfertempel in der Endcutscene machst. Mhm. Dass quasi eventuell der Schläfer bewusst. Wir haben darüber debattiert, ob wir und Koranga vielleicht eine falsche Vision gesehen haben oder das falsch gedeutet haben und Kor Kalom als einziger die richtige Stätte gesehen hat, wo er hin muss, um zum Schläfer zu gelangen. Dass wir quasi bewusst dorthin gelockt werden, um umgebracht zu werden von Balukor. Dass wir in eine Falle gelockt werden, um es erst gar nicht zum Schläfer zu schaffen. Das war eine Überlegung, die wir hatten. Da gibt es natürlich auch die ein oder andere Aussage zu. Wir gucken, dass wir das noch ein bisschen belegen können, aber das war so zum Teil Gegenstand der Folge. Und wie du jetzt auch sagst, da hätte ja alles Mögliche passieren können. Ja, natürlich. Hätte auch sein können, dass das unser Grab wird. Hätte auch sein können, dass einfach irgendein Ork dich umbringt. Ja, gut. Wie auch immer. Ich meine damit, also wenn du ganz ehrlich einen Ork triffst normal auf dem Land am Anfang des Spiels, die sind ja wegen dem Spiel schwächer dort in dem Tempel, als die Orks, die du so triffst. Außer der Krieger. Ja, du weißt auch, wie ich das meine. Ja. Im Normalfall würdest du das ja nicht überleben, wahrscheinlich so. Wenn du die Geschichte so spielen würdest, als ob du in dieser Welt leben würdest, würdest du wahrscheinlich das nicht überleben. Um Das ehrlich ist zu richtig, sein. ja. Ich denke nicht, dass wenn es so gehen würde in der echten Welt, dass du sagst, ja, Lernpunkt, ich pumpe jetzt 100 Stärke hoch. Würde der Mensch trotzdem nicht 100 Stärke hochpumpen, weil er gar nicht denkt oder nicht weiß, wie effektiv das wäre zu dem Zeitpunkt oder was auch immer. Jetzt ist ja egal jetzt. Also würde das ja nicht passieren. True. Und das heißt, höchstwahrscheinlich würde man ja eigentlich da sterben. Das wäre eine Riesensache. Der namenlose Held würde vielleicht auch gar nicht dahin gehen, weil er sich denkt, das traue ich mir noch gar nicht zu. Ich kann mir noch nicht mal einen Schattenläufer besiegen. Und dann gehe ich in irgendeinen Orkfriedhof, wo, was weiß was, nach dieser Vision, die der hatte, kann da alles sein. Wir hatten ja vorher nicht mal an den Schläfer geglaubt. Und jetzt sagt jeder, den gibt's. Mhm. Und noch der andere hat noch einen Zum- Erzdämon gesehen. Natürlich könnte man sagen, ja, das sind alles nur die Drogen oder so. Das Sumpfkraut, aber. Ich gehe nicht davon aus, dass jeder von denen Sumpfkraut 24/7 raucht. Ich denke, wenn es realistisch wäre, würde nicht jeder rauchen, sondern manche würden es einfach weiterverkaufen, um sich mehr Gold zu machen, um andere Sachen zu holen. Muss ja niemand Erz. wissen, so. Ja, Erz im ersten Teil, sorry. Nein, vielleicht auch Okay. alte Münzen, die sind ja in Gothic 2 sehr Ja, gefragt. okay. Dinges gebe ich dir. Mm, Und ich wette mit dir, Was jemand hab- in der Kolonie würde auch, es gibt bestimmt, wenn es realistisch wäre, auch ein paar Personen, die dieses Gold nehmen, weil sie wissen, das Gold will niemand haben in der Kolonie. Diego. Genau. Niemand will das Gold in der Kolonie, aber jeder weiß, wenn wir doch irgendwie rauskommen und 2 von 3 Lagern arbeiten dran, dass man irgendwie rauskommt, also kann das schon passieren, wäre es gar nicht so schlecht, ganz viel Gold anzuhäufen, weil jeder will das nicht. Du gibst dem einen Erz, der gibt dir 500 Gold vielleicht, einfach weil er sagt, das werde ich eh niemals brauchen. Yep. So. Zumal ja auch äußerst schwache Templer dort hingeschickt worden sind und auch die Templer an sich, die sind gut gegen Sumpfhaie, gegen Minecrawler, aber die haben ja selbst noch nie gegen Orks gekämpft. Selbst Templer mit der schweren Templerrüstung hätten, glaube ich, dagegen versagt. Die wissen ja gar nicht, wie Orks kämpfen. Ja. Und auch die Gardisten wissen es nicht, ganz ehrlich, die Gardisten wissen es Das genauso weiß nicht. niemand in der Kolonie. Ja, gut, vielleicht jemand, Keiner. Doch, Lee Wir- Lee weiß es. Lee, okay, Ja. aber wir wissen ansonsten von Lee, von keinem, der eine Begegnung mit einem Ork überlegt hat. Vielleicht noch Torloff. Oh ja, gut, Aber wir sonst- wissen natürlich trotzdem nicht, ob es noch vereinzelt Personen trotzdem schon mal gegen einen Ork gekämpft haben oder getötet haben. Von Ja. manchen starken Kriegern könnte man schon erwarten, dass sie es mal geschafft haben. Und nicht aus Gameplay-Sicht, sondern weil sie es halt irgendwann was erlebt hatten in der Richtung. Weil das kannst du ja wirklich dann nicht wissen. Vielleicht hat Karim irgendwie in seiner Vergangenheit mal einen Ork erschlagen oder so. Das wissen wir nicht. Was weiß ich. Irgendjemand, der stark ist oder so. Oder was drauf hat. Ich sag dir nur, wir wissen von keinem. Ja. Erz ist doch in der Welt von Gothic was wert. Weswegen steht hier. Ja, und in der Kolonie ist es halt inflationär, ne? Weil das einzige Zahlungsmittel ist, weil es in der Kolonie im Überfluss vorhanden ist. Außerhalb der Barriere
würde jeder für den Erzbrocken morden. Gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Richtig. Aber so viel Erz mitzubringen, wenn du aus der Barriere abhauen musst aus irgendeinem Grund oder so. Und wenn du überfallen wirst und du jetzt und die sehen, du hast sehr viel Erz dabei, bist du auch tot sofort. Und Yep. ich würde sagen, dass Gold da ein bisschen weniger gefährlich wäre, wenn du abhaust. Weil ein Erzbrocken ist ja laut immer, jeder im Gothic 2 sagt, oh, das ist so viel wert. Kavalon würde auch dafür töten, gefühlt, dass er seinen Erzbrocken zurückkriegt und so weiter und so fort. Natürlich ist es ja. außerhalb der Barriere sehr viel wert und Gold halt nicht, aber in der Barriere ist es halt umgekehrt und da macht es mehr Sinn, weil mit Gold, was sowieso jeder hat, ist das Überfallrisiko geringer, unter anderem. Natürlich kann man sich jetzt darüber streiten, aber also ganz ehrlich, wenn jemand mitbekommt, dass du auch nur einen Erzbrocken dabei hast, ich will jetzt noch gar nicht so viel spoilern, weil du ja den zweiten Teil, glaube ich, noch gar nicht oder ewig her ist. Es wird Erz, den Spoiler gebe ich, es wird Erz in Gothic 2 geben, aber das Zahlungsmittel ist Gold. Mach mit der Info, was du möchtest. Und ich muss mich leider noch mal ganz kurz entschuldigen. Ich gehe noch mal ums Eck. Ich habe bei der Hitze sehr, sehr viel getrunken. Mhm. So, mir so eine neue Flasche, meins ist hier fast leer. Während du was kurz. So, bin wieder da. Ah. Aber draußen, ups, scheiße. Ach, come on. Gothic Amulett. Bleib hier, so. So. Ach so, verstehe. Ah, das ist ein grünes Tag. Bin auch schon so langsam wieder da. Ja, ich musste gerade den Ventilator wieder richtig hinstellen. Ich habe ihn versehentlich verschoben beim Hey, komm wieder. Gerade So. jetzt. Das war weniger eine Frage, ist es sinnvoller, Gold oder Erz mitzunehmen, sondern einfach eine logische Schlussfolgerung, die ich hatte und beantwortet haben wollte. Wenn du leben willst, Gold. Wenn du ein sehr großes Risiko haben willst und vielleicht viel Geld machen willst oder dich jemand abzieht und dann umbringt, dann Erz. Wäre meine Einschätzung. Ja, Ach, aber warte ich noch sag mal. mal so, den Vorteil an Gold, ich weiß nicht, warum du das in der Kamera ausgemacht hast, habe ich nicht gehört, aber. Ja, weil ich kurz meine Hose richten muss, weil ich die zu hoch gezogen habe. Ach so, okay. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Sagen wir es so, jedem ist Gold scheißegal im Minental. Fast niemand will Gold haben. Sagen wir es so, du kriegst, ich meine damit ein Erzbrocken, keine Ahnung, realistisch gesehen, wie viel Gold ist ein Erzbrocken wert jetzt? 200 steht ja im Game so. Wenn man es kaufen würde. Aber Ach, du meinst jetzt in G2? Ja, genau. Sagen wir es so, ein kleiner Erzbrocken, so ein Mini-Scheiß-Erzbrocken ist 200 Gold wert. So.
in dem Minental, wenn jemand Gold hat, also selbst wenn er viel Gold hat, der wird es dir hinterher werfen. Beziehungsweise ist es jedem scheißegal. Du wirst wahrscheinlich irgendwo Gold immer finden, beziehungsweise du findest im Spiel überall immer Gold. Ich denke mal, das interessiert niemanden und das könntest du dann mitnehmen ohne Probleme und hättest dann, wenn du, sagen wir so, wenn du realistisch ein richtiger Bewohner in Khorinis wärst du mit 1000 Gold sehr, sehr, sehr gut aufgestellt schon. In Gothic 2. Ja, du musst ja auch dazu sagen, dass wir natürlich andere Preise haben als namenloser Held oder Ja. andere Goldwerte, die Sachen teurer verkauft bekommen, als es an Otto Normalbewohner in Khorinis verkauft werden würde. Ja, ja. Meiner Meinung nach. Ja gut, wenn du der Bürger der Stadt bist, bist du ja trotzdem ein angesehener Bürger, theoretisch. Ja, aber es Ja. geht ja darum, dass Ja. das für einen Bürger ist im Prinzip 50 Gold schon viel. Von uns Ja. wollen sie von uns nehmen sie den 10-fachen Preis in etwa. Ja. Richtig. Aber du musst dir ja vorstellen, wenn jemand 1000 Gold hat, aus der Minenkolonie und damit rauskommt, der kann sich ein gutes Leben machen, auf jeden Fall. Eine sehr, sehr lange Zeit auch, um ehrlich zu sein. Ich meine, Ja, gut, das stimmt. Ich meine, damit du könntest dich tagelang betrinken bei Orlan, wochenlang wahrscheinlich eher. Selbst für den namenlosen Helden sind die Preise vom Bier und den ganzen Scheiß ja sehr, 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 sehr günstig. Und wenn es eine Person, wie gesagt, ist, die einen normalen Preis noch kriegt, umso besser für die. Du könntest monatelang wahrscheinlich bei Orlan dein Leben leben, wie du es möchtest. Im Prinzip, wenn du nur 1000 Gold hättest. Und I mean, ich wüsste jetzt gar nicht die Immobilienpreise in Gothic, wie die sein würden. Was weiß ich, was jetzt eine kleine Hütte kostet. Ja, ist relatable. Ich weiß jetzt nicht, was eine kleine Hütte kosten würde. Wirklich, ich habe jetzt keine Preisvorstellung. Aber nicht besonders viel, wenn die Leute schon mit 100 Gold als sehr, sehr viel Gold betiteln. Ja. Was denkst du denn, was würde eine kleine Hütte kosten oder eine kleine Hütte bauen lassen? Jetzt einfach so mal Interesse halber. Soll ich mich an Acholos orientieren? Ich hab die Nein, Preise da aus ist es so Acholos teuer nicht- wie. Alter. Ich habe die Preise nicht mehr im Kopf, aber das war arschteuer. Ich glaube 20.000 Gold. Wenn du gut Quest machst, nur 10.000 oder so. Wenn du die gut machst, die Quest. Also ein Lass bisschen es krass. 1000 Gold sein. Lass es 1000 Gold sein. Für so ein Hütchen im oberen Viertel? Da wird's teurer, denke ich wahrscheinlich. Ja, so, wenn du jetzt so eine Hafenbretterbude willst, sagen wir mal 300 Gold. Wenn du so ein Hütchen im oberen Viertel Mhm. haben willst, ist 1000, 1500, 2000. Und im Handwerkerviertel dann 1000 wieder wahrscheinlich. Ja. Ja. Nee, aber also wie gesagt, sage ich ja. Und ich meine damit, wenn du nur eine scheiß Bretterbude haben willst im Hafen, also ganz ehrlich, wenn du eine Tür hast, dann holst du über Torben noch eine gut verschließbare Tür und so und dann ist gut. Dann kannst du da auch leben ohne Probleme. Das stimmt, ja. Und das würde reichen. Also klar, Verbrechen und so im Hafen viel öfter, dies, das. Aber wenn du da aufpasst und wenn du an der richtigen Stelle im Hafen lebst, ich meine, du könntest ja auch eine Bude neben Halvor irgendwo haben. Und da sind auch die Paladine immer am Trainieren oder so. Beziehungsweise, ja gut, auch nur, wenn die Paladine da sind. Aber was wollen sie von dir, wenn sie nicht wissen, dass du viel Geld hast? Ja, nix. Ja, richtig. Ja. Ich habe Gefühl, dass meine magische Waffenrüstung aus Teil 1 im zweiten Teil nicht mehr so ganz magisch ist. Okay. Ich weiß nicht, ob ich dazu was sagen soll. Erzähl, wenn du schon darauf kommen gerade. Naja, ich habe ja vorhin gesagt, du wirst in Xardas Turm beschworen aus einer Rüstung heraus, die du natürlich im Schläfertempel getragen hast. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir ja vorhin gesagt haben, jeder Charakter fängt bei 0 an, würde ich dein Gefühl bestätigen. Es wär's doch mit der Erzrüstung da rumlaufen. Oh, irgendwie gefällt mir die Vorstellung gerade. Du kommst da wie Die so ein Drachen? Ich hab Urizil, was willst du von mir? Ja, und dann willst du so, du gehst zum Drachen so, also die Paladine haben mich durchgelassen mit der Waffe. Dann gehst du zum Drachen und dann sagt er halt so, zu schwer, oh Scheiße. Oder du willst einen Drachen hitten und Urizil zerschellt auf einmal. Das wäre auch ein geiler Plot gewesen. Dass du dann wirklich losziehst, einen Drachen zerschellen gehst und da, oh Scheiße, dein Schwert ist kaputt, deine Rüstung nützt dich nicht. Hier, du brauchst das Auge Innos.
Hm. Ich glaube, mit den 4 Stunden kommen wir nicht hin. Nee. Heute sind wir beim Rekord aufstellen, weißt du? Oh Mann. Nee, auf jeden Fall. Aber wäre schon lustig, du läufst in die. Also zumindest lassen die dich am Tor durch, dann siehst du nicht aus wie ein armer Schlucker. Das ist richtig, ja. Und vielleicht lassen dich sogar die Torwachen weiter hoch. Wenn du Glück hast. Und je nachdem sagt Lothar, oh, du siehst ja wirklich so aus, als ob du was drauf hast. Vielleicht sollten wir dich doch zu Lot tagen lassen. Was weiß ich. Ja. Es geht aber sehr großes Theory Crafting. Richtig. Aber nicht unrealistisch. Ich meine Ja, damit. stimmt. Ich meine damit, wenn jemand sowas krasses trägt. Ich meine damit, selbst wenn dir Lothar nicht glaubt, dass du so ein krasser bist, dieser. Du könntest ja zum Feuermagier gehen in der Stadt. Ich vergesse immer seinen Namen, du weißt, wen ich meine. Daron? Genau, Daron, richtig. Und du könntest ja, der könnte ja im Prinzip prüfen, ob deine Waffe wirklich so mächtig magisch ist oder was auch immer. Und er könnte zum Beispiel Lord Hagen bestätigen mit einem Schreiben, ja, das ist wirklich, keine Ahnung, sehr mächtig, wie auch immer, keine Ahnung, was ich jetzt am besten sagen würde dazu. Oder unermessliche magische Energie. Dass die Waffe eine unermessliche magische Energie hat und dass man vielleicht dem Glauben schenken sollte, dass der was zu sagen hat. Möglicherweise. Das klingt auf jeden Fall nicht verkehrt. Beziehungsweise nie so eine Waffe jemals gesehen hat, die so eine magische Energie ausstrahlt oder was auch immer. Weil es gibt, glaube ich, sonst gar nichts in der Art im Spiel. Vielleicht die Drachenschneide, von der man eh keine Ahnung hat, warum die da schwebt und leuchtet und was auch immer. Vielleicht ist das ja auch irgendeine sagenumwobene Waffe. Wissen wir aber nicht mehr darüber in Gothic. Das stimmt, ja. Leider. Ja, leider. Das mit den Schattenlords, das ist so episch, als ich das erste Mal das gesehen habe. Ich fand das so episch damals als Kind. Und in keine Quest gar nichts dazu. Ich habe im ganzen Spiel damals gedacht, dass es geht, oh, wann kommt jetzt die Quest, wo es darum geht, so. Gibt leider keine. Ja. Und das ist wieder, was ich Returning anlasste. Diese Stelle gibt's nicht im Spiel. Das wird einfach rausgenommen. Was hat Returning damit zu tun? Nee, das Fass machen wir jetzt nicht auf. Nein, Returning ist doch Gothic 2 nur mit mehr Sachen drin. Ja. Genau, und das haben sie einfach entfernt. Und was anderes da eingebaut. Eine andere Quest. Oh. Und da gibt's die ist ja Waffe langweilig. nicht und dieses Leuchtende nicht, gar nichts. Und die Quest davon ist eh Müll, die ich da machen musste. Die lässt sich auch erst in Kapitel 5 machen. Und die haben den kompletten draußen Müll gemacht, finde ich, aus dieser Quest. Und was man am Ende bekommen hat, ich wollte den PC zusammenschlagen. In dem Moment. Was die aus dieser Quest gemacht haben. Welchen Kapitel bist du denn in Returning? Ich bin Kapitel 5 und mache jetzt alle Quests, die ich noch nicht gemacht habe. Oder nicht machen konnte, jetzt erstmal fertig. Und ich hoffe, dass ich bald mit allen Quests fertig bin. Und gestern gab es wieder eine Quest, die mich aufgeregt hat, wie sie geendet hat. Weil die das halbe Spiel gedauert hat und dann schon wieder so ein scheiß Ende ist bei der Quest. Viel Spaß. Viel Spaß. Du hast noch einiges vor dir. Es gibt 7 Kapitel anscheinend, aber irgendwelche Viewer haben gesagt, dass das 7. Kapitel vielleicht nicht mehr da ist bei dieser Returning-Version. Bei der aktuellen. Ich habe jetzt so keine Ahnung bisher, ob ich noch Kapitel 7 Ich habe. weiß, dass Leica das rauspatchen, dingsen wollte. Mhm. Irgendwann. Ja, wenn Ist ich. grad irgendwas. Also andere würden sagen, wenn ich Pech habe. Und ich sage, wenn ich Glück habe. Nee, Kapitel 7 muss man einmal gemacht haben. Mir ist gerade mein Ring runter. Warum muss man das einmal gemacht Aufheben. haben? Das muss man einmal gemacht haben. Warum? Ist mir egal, ob du mich spoilerst. Das hat so viel keinen Sinn gemacht, das ist mir scheißegal. Nee, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Ich weiß nur, dass man nach Purinis zurückkommt. Das darfst du selbst herausfinden. Äh, Ich sag dir aber, Kapitel 7 macht man einmal und danach spielt man es nie wieder. Sehen wir mal, ob es überhaupt bei mir vorkommt. Kann sein, dass es ja gar nicht da ist, dann, wie ich ja schon gesagt habe. Ja. Aber ansonsten so, wir waren Geschichte Lore. Welche Easter Eggs kennst du in Gothic 1? In Gothic 1. Mhm. Oh. In Gothic 2 fallen mir mehr ein. In Gothic 1 lass mich mal kurz überlegen. Also es gibt ein Easter Egg in den Credits mit dem Chili-Topf. Nein.
Ist aber auch ein Easter Egg, den ich jetzt nicht bedacht hätte. Theoretisch. Mm, War das mit KSO? War das nicht im Arm nach Himmel vom zweiten Teil? Das war, glaube ich, im ersten Mit, Teil. mit dem Clan von Kai? Ich glaube, das war im ersten Teil, nicht im Rosenkranz? zweiten. Um ehrlich zu sein. Ich habe gerade eine Anspielung im Kopf, die ich nicht auf ein anderes Spiel, die ich nicht mehr zusammenbekomme. Weil es gibt zum Beispiel die. Also in Extremo würde ich jetzt nicht als Easter Egg bezeichnen, den Auftritt. Ja, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ich wollte sagen, es gibt einen Easter Egg in Cheatcodes zum Beispiel. Mit Urizil, dass es eine Mithril-Klinge dann ist. Also wie Herr der Ringe. Ja, ja, ich weiß, Inset mit Drillklinge. Ja. Daran habe ich Richtig. jetzt aber gar nicht gedacht. Aber auch, das ist ja schon mal auf eine andere Sache angespielt. Nick, wann machst du die Expansions-Lock-Challenge in WoW mit Shadowlands? Serenius Klappe. Nee, aber das ist halt so die Sache. Also den Cheatcode mit der Mithril-Klinge kannte ich. Dann hast du noch. Ich weiß nicht, ob ich das mit Velaya und der Badewanne als Easter Egg ansehen soll. Du kommst da doch gar nicht normalerweise rein, also kann man das schon als Easter Egg nehmen. Sehen. In Gomez Zimmer, klar, nachdem du ihn umgebracht hast. Ja, schon. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass du den. Wie wahrscheinlich ist es, dass du die erstens badend erwischt? Zweitens ist es auch unrealistisch, dass sie dann weiter badet, obwohl alle umgebracht werden und man die ganze Zeit Schreie hört, wie Leute sterben. Wenn das so wäre. Das stimmt. Also wäre das für mich trotzdem ein Easter Egg, weil sonst würde ja sie auch reagieren. In dem Moment. An, war nicht sogar Stone selbst ein Easter Egg? Warum ist der ein Easter Egg? Wegen Stein und Speed? Nein. Mir fällt keins ein. Hm. Ich weiß, dass es noch eins im neuen Lager gab, Mhm. aber, boah, nee. Nee. Beim letzten Quiz hatten wir doch auch noch, das ist ja kein Easter Egg, aber wir hatten ja herausgefunden, dass in Gothic 1 die ganzen Frauen in der Burg, die Mätressen, alle eine eigene Todesanimation haben, die richtig aufwendig programmiert wurde. Und das Ja. hat mich ja letztes Mal gewundert, wo wir dann zusammen dran gesessen haben am Quiz. Das hat mich Aber ja komplett gewundert. nenn uns doch gerne mal die Easter Eggs. Ich krieg sie gerade nicht zusammen. In Gothic 2 finde ich mehr. Findest du, Gilbert ist nicht ein Easter Egg? An was denn? Also, dass er das ganze Spiel lang dort ist und sich nicht einmal irgendwo hinbewegt, nicht schläft, nichts, der chillt da die ganze Zeit. Und dann in Gothic 2 wird das halt Dann nochmal aufgegriffen mit dem Brief. Natürlich wird eine kleine Geschichte dazu Dann- miterzählt, aber das ist doch eigentlich ein Easter Egg. Du kannst Ja, den aber ja dann nicht Was? musst du aber Matt auch als Easter Egg ansehen. Matt wird ja auch von vielen als Easter Egg angesehen, theoretisch. Ich meine, damit er würde in einer richtigen Welt ja nicht mal überleben, wenn er dort jetzt wäre. Das stimmt. Auf keinen Fall, der würde ja nicht mal was zu essen haben, nichts. Na gut, theoretisch, ich guck jetzt mal rein. Okay, bei Netback. Gilbert als Einsiedler. Ja, die Sache ist die bei Ballnettback ist ja. Glitchbaden, das mit in Extremo echt als Easter Egg? Ja, aber in Ach ja Extremis gut, ja gut, aber warte mal, auch hinter Matt steckt eine reale Person auch wieder. Das ist mir Mhm. völlig entfallen. Das Fass ist da und die Liebesgilde. Zeichnung. Die Liebesgilde Ja, die ist das Fass, ja. Die Diebesgilde, die es nicht ins Spiel geschafft hat, aber die Skizze bei Graham. Ja, das ist auch das auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, das fast nicht, weil das ist ja im Ja. Prinzip, war das ja fürs Spiel gedacht. Die haben es nur vergessen, Doch, dazu entfernen. das mit KSU ist auch ein war tatsächlich im ersten Teil. Ja. Gut, die Freibide, wo man nicht reinkommt. Ich google gerade nebenbei. Ach, das war kein Chili, das war der Schnitzelonkel für die Eintöpfe. Ich hatte irgendwie Chili con Carne im Ja. Kopf.
Ja, Aber- okay. Ja, ja. aber was man alles als Easter Egg bezeichnen kann, das sind Dinge, die kommen mir manchmal vollkommen normal vor in dem Spiel. Weil man es einfach gewohnt, ja, man ist es halt Ja. einfach gewohnt. So oft, wie wir Ja, Gothic gespielt haben. Pyrokrates, wir sind aktuell in Gothic 1. Ja. Immer noch seit 20 Uhr. Naja, seit 20:40 eher so. Wir haben ja wirklich lange Ja, erstmal gut, wir hatten ein eingerichtet. paar Technikprobleme. Haben wir ein bisschen später heute Aber auch das Schild hinter angefangen. dem Orkwall kenne ich. Ja, Ich darüber weiß können wir nicht mehr, später was auf jeden da Fall drauf sprechen. stand. Da nicht Mighty Alien drauf? Genau, meinte Ehendraff und das ist Ja. alles Fake hier hinten. Das ist niemals. Die Orks nehmen das nur als Propaganda oder so ein Scheiß. Irgendwas steht da in der Art. Ja. Und so. Ja. Okay. Nee, ja. Die meisten Easter Eggs, die ich jetzt gegoogelt habe, die habe ich nicht als Easter Eggs angesehen. Ja, Ich kein glaube, ich Problem. muss die Und in Bezeichnung Extremo, Easter Egg mir selbst nochmal drauf in schauen. Extremo ist ja theoretisch nur ein Easter Egg, weil es halt eine echte Band ist. Die ganzen Namen und dies, das, ja. Theoretisch. Ja, aber das wird ja auch wirklich gesungen. Das ist ja kein NPC, der einfach so heißt, der dort platziert ist. Richtig, spielen das die Konzert singen ja das, tatsächlich aber das im ist ja Game. das Konzert, was sie auch in echt gesungen haben. So. Wir kennen Ja, das ich Lied ja weiß. alle, deswegen. Und das ist halt extra darauf. Deswegen ist ein Easter Egg. Einfach, dass diese Band, die es in der heutigen Zeit gibt, einfach das spielt. Als ob sie so einen Auftritt beim Portal gemacht haben, was weiß ich. Jo. Ja. Okay. Jetzt kommt die Frage der Fragen immer bei jedem Gothic-Teil. Wo würdest du dich sehen, dich anzuschließen, oder wo würdest du arbeiten und als was würdest du arbeiten in Gothic 1? Wenn du in die Kolonie geworfen wirst. Soll ich das jetzt realistisch betrachten Nein, oder meine realistisch. Wunschvorstellungen? Nein, realistisch. So wie wenn du jetzt heute ins Minental geworfen wirst, in die Minenkolonie. Also, und dann kriegst du einen auf die Fresse dann. Und dann kommt Diego. Und dann kannst du machen, was du willst. So, beziehungsweise weiß man nicht, ob Diego kommt. Je nachdem, ob der jetzt da zur Zeit hat, bis du aufwachst oder nicht. Du weißt, wie ich das meine. Also realistisch betrachtet würde. Boah. Also ich glaube, am allermeisten Sinn ergibt es, da ich ja auch da raus wollen würde und mich nicht den ganzen Tag mit irgendwelchen Sumpfkrautstängelchen zukiffen will, dass ich ins neue Lager gehe. Mhm. Weil Lust für Gomez zu knechten hätte ich auch nicht. Ja. Im Höchstfall würde ich oder der Held quasi Bandit werden. Ich glaube nicht, dass man so relativ schnell dann zeitnah zum Söldner aussteigt und zum Magier sowieso nicht. Ich glaube nicht, dass man als Magier ausgebildet werden würde. Okay, und warum willst du Söldner? Du könntest ja auch einfach irgendeine Arbeit verrichten. Warum willst du Bandit werden? Du könntest auch irgendeine Arbeit verrichten. Und siehst du realistisch, dass du es schaffen würdest, Bandit zu werden? Bei den ganzen Arschlöchern, die dort sind? Naja, wenn es jetzt darum geht, was man gameplaymäßig erledigen muss, du musst ihm eine scheiß Liste bringen und einen Ring. Ja, aber die Quest Eventu- die scheiß Liste müsstest du ja erstmal das alte Lager verarschen, dass du an die Liste kommst. Ja. Du müsstest dann den Weg zur alten Mine dann nochmal wieder zum neuen Lager und dies und das machen. Du wirst die Quests ja nicht 100% bekommen, weil du bist ja nicht in dem Moment, wie denn genau, wo der namenlose Held reingekommen. Du kommst da irgendwie rein. Und wer Ja, weiß, und jeder was dann kriegt eine andere. ist. Sorry, wenn ich unterbreche, wir kriegen ja ingame den Hinweis, dass jeder eine andere Prüfung bekommt. Eine andere Prüfung des Vertrauens. Genau, und dann kriegst du diese Aufgabe nicht. Was weiß ich dann, was du bekommst? Und zweitens, Laris sagt dir jetzt nicht, du musst die Liste besorgen. Das ist einfach, du findest die Liste im Prinzip, du kriegst sie. Und dann, oh, ich hab die Liste. Vielleicht wäre das eine gute Sache. Oh, dies, das. Du müsstest halt irgendwelche illegalen Sachen tun und du könntest auch richtig auf ein Problem kriegen, wenn du irgendwas machst. Und ich meine damit jetzt Bandit. So. Realistisch Bandit zu werden, ohne dass du jetzt so eine schwere Aufgabe erfüllst. Ohne selber ein Haut drauf zu sein, wenn du da reinfällst. Ist jetzt auch nicht das Leichteste. Ja, aber es bleibt ja eigentlich dann nur Butler oder hier beziehungsweise Schürfer oder Reisbauer. Ich meine damit, du könntest ja auch rein theoretisch auch. Ich mach den Schnapsbrenner, ich mach Jeremiah. Guck mal, das ist doch schon ein bisschen realistischer. Müsstest halt natürlich lernen erstmal. Oder hoffen, dass das dir beigebracht wird. Aber Ja. das ist schon realistischer. Oder hätte ich auch Jäger machen können oder so, was weiß ich. In der Art.
Oder du machst es wie ich würde einfach ins Sumpflager gehen, aber würde auf das Sumpfkraut scheißen, das einfach das Sumpfkraut weiterverkaufen und mir ein gutes Leben machen Also nebenbei. du bist Dealer, okay, du bist der Ticker unter uns. Ja, weil es einfach realistisch ist, weil ich mit meinem Körper, mit meiner Erkrankung, die ich ja hätte, wenn ich es realistisch sehen würde, alles, wohl am realistischsten was mache, wo ich dann nicht irgendwie irgendwas Schweres machen muss. Weil, wenn ich einfach Pflanzensammler für das liebe Sumpflager bin, muss ich ja nur aufpassen, dann passiert mir nichts. Sumpfhaie sind auch verhältnismäßig sehr langsam. Wenn du aufpasst, werden sie dich nicht so leicht sehen. Das ist ein guter Guess, ja. Deswegen würde ich das so machen. Und es geht nicht ums Deal, es geht nur darum, ich habe keinen Bock, den ganzen Tag zu kiffen. Aber dann kann ich mir halt geiles Essen leisten, wenn ich zum anderen Lager gehe oder irgendwas und trinken und kein Problem haben. Und dann gehe ich wieder zum Sumpflager, arbeite, kriege meine Ration, verkaufe die wieder weiter. Das stimmt, ja. Und natürlich, ich glaube an den Schläfer. Uiuiui. Oh, ich hatte letztens eine Vision, Lester. Oh Mann, die war so richtig krass. Äh, Lass den Zumpf gerade aus dem Kopf. äh. Okay, also. Aber du würdest jetzt beim Brenner bleiben, würdest versuchen, Brenner Ja. zu werden erstmal. Würdest du noch einen Alternativweg machen, wenn du jetzt. Also sagen wir es so, wenn er es dir nicht beibringt und du keine Möglichkeit hast, es zu erlernen, weil du auch kein Buch dazu findest oder so im Spiel. Koch für die Butler, ich würde den Snuff machen. Also, ja, gut, genau. Das kriegt man ja sogar so hin. Der macht ja auch nur Fleischwanzen. Was ist denn? Wieso guckst du denn so? Der macht auch generell Pilzragout mit Reis. Du brauchst nicht das Wanzenfleisch. Ja. Aber das ist Aber doch das ist ja das Fleischwanzen neue Snuff. Rezept, der neue Shit. Ja. Und ich mach dann hier, keine Ahnung, Sumpfkraut-Brownies oder so. Ich finde bestimmt irgendwo, nee, jetzt aber mal ernsthaft. Es gibt ja so viele verschiedene Mhm. Fleischarten und Kräuter in der Kolonie, dass du da durchaus irgendwas machen kannst. Mhm. Ja, stimmt. Du könntest sogar Lurker-Püree machen, ja. Oder Varan geschnetzeltes, keine Ahnung. Orkblase an Seraphis-Knödeln. Was? Orkblas? Ja, Warum willst du Orkblasen verarbeiten? keine Ahnung, wenn wir von pürierten Lurker reden, warum nicht auch von Orkblasen? Also an den Ork ranzukommen ist doch viel gefährlicher für die Leute, erstens. Und zweitens, wieso die Orkblase? Es gibt alles an dem Ork, was vielleicht wahrscheinlich weniger ekelhaft ist. Was ist das? Orkgedärme? Niere? Hirn? Was ist mit Ork-Schulter oder so? Die schmeckt bestimmt besser als die ganzen Sachen, die du da gerade mir aufzählst. Und ich mag zum Beispiel auch Nein, keine Leber. das Organblase, Das ist mir schon. wo das aus den Nieren gefilterte Flüssigkeitchen hinkommt, was du ausscheidest. Ja, meine ich doch, ja klar, weiter. Und jetzt? Ja, nein, weil Serenus gerade geschrieben hat, wer will So. dem Ork? Das hat er bestimmt nur so geschrieben, der hat es 100% verstanden, bin ich mir 100% sicher. Nee, der war kurz AFK anscheinend. Ach so, okay. Hat er geschrieben, stimmt, der ist wieder zurück, heißt das. Okay, verstehe. Ja. Nee, wie gesagt, ich glaube, da ist Ork-Schulter, selbst Ork-Bein oder irgendwas besser. Ich meine, das ist ja auch bei normalen Tieren so. Ich meine, manche mögen Leber und so. Ich mag zum Beispiel keine Leber, mir schmeckt das nicht. Ich hab's probiert einmal und fertig, das ist genug. Ork-Gehirn? Ich habe auch noch kein Gehirn gegessen, aber ich glaube auch nicht, dass es mir schmecken würde. Ja, Hast du denn das alles schon kommen wir mal gegessen? wieder. Nee, also Leber, ja, ich habe auch Hälse und Nieren und so von Hühnern gegessen als Ja. Kind. Hat mir aber nicht so geschmeckt zum Beispiel. Und dir wahrscheinlich auch nicht, wenn du schon so sagst. Einfach ein ganz schlechter Moment, um das Headset aufzusetzen. 2 Sätze später war es mir dann auch klar. Ich meine, er wird, dass wir keine Fleischwasser Keine essen wollen, ist Ahnung, doch klar. ihr Serenus, fragt doch mal Wursttag, ob er auf Orkwürste steht. Unsere Also ich- Salami hier. Was ich verstehen kann, dass du kein Fleischwanzenragout essen willst. Ich werde auch niemals irgendwelche Käfer probieren oder was auch immer. Traurig nicht. 100% ja. Okay. Gut.
Dann kommen wir ja zu Gothic 2 nach der kurzen Zeit heute. Ich habe schon vergessen, was die erste Frage war. Spielwelt. Wo du mit 5 Sachen gemischt hattest vorhin. Au, Oh, kannst du das Mann. konkretisieren? Grenze es bitte ein. Okay, also die Spielwelt. Also die ganze Spielwelt von Khorinis, Jakenda, Minental, wie du die Spielwelt findest, wie du das Spiel, wie die Welt Design findest. So in der Art. Oh, wir haben natürlich jetzt Unterschiede zwischen Gothic 2 mit Add-on und ohne Add-on. Und wir haben natürlich dann theoretisch 3 Welten, die man in sich geschlossen betrachten kann. Ich finde die Spielwelt mit allen 3 Welten ein Stück weit zu groß. Im Vergleich zu Gothic 1. Also ich finde, es ist zu weitläufig. Du hast zu viel an zu vielen verschiedenen Stellen zu tun, wodurch es sich gerade in den ersten beiden Kapiteln, je nachdem wie viel man im ersten Kapitel schon abhandelt, sehr, sehr stark zieht. Es sehr, sehr langwierig werden kann. Mhm. Wir haben einen sinnvollen Aufbau und auch eine gute Abfolge, wann wir uns wo befinden. Ich persönlich mache Jakenda immer im 2. Kapitel Ich auch. und Ich auch. nicht im 3. Ich auch. Auch wenn es schlauer wäre, es im 3. zu machen, weil du da theoretisch stärker bist, aber Mhm. es ist im 2. Kapitel machbar. Sehr gut sogar, wenn man ein bisschen gegrindet hat und ein bisschen am Aufleveln war. Es gibt aber auch noch mal einen gewissen Schwierigkeitsgrad. Also du hast eben die sinnvolle Implikation der Add-on-Story in die Mhm. Hauptstory hinein. Und es fühlt sich auch wieder sehr organisch an und man hat keine harten Schnitte. Was Mhm. mich aber, wie gesagt, stört, ist halt die Größe und die Questdichte. Es ist mir stellenweise zu viel. Ja. Technisch gesehen ist von der Entwicklung von der Z-Engine oder Zenjin, ich weiß gerade nicht, wie es ausgesprochen wird. Zenjin, ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß auch Ja. nicht, wie es ausgesprochen wird. Es ist technisch sehr, sehr viel besser gestaltet, was das Interface halt angeht. Die Models von einigen Gegenständen, die Welt an sich, die Charaktermodelle wirken ein bisschen ausgereifter. Aber ich hätte mir 20% weniger gewünscht. Das Aber du kann bist ich- auch schon ja. so stark, dass du die Orks in Kapitel 2 im Mintal überrollst und wenn du zurückkommst, ist Kapitel 3 auch einfacher. Das stimmt. Das ist richtig. Durch die ganze Zusatzerfahrung und Lernpunkte, die du dadurch verballern kannst, wird es einfacher im 3. Kapitel. Ja. Und wie gesagt, das mache ich auch immer. Ich gehe auch immer zur ersten Kapitel 2 nach Jakenda, mache da alles. Und das ist mir in Returning sehr zum Verhängnis geworden, weil ich Returning nicht kannte. Ja, Raven's Nightmare. Mhm. Also sagen wir es so, Raven's Nightmare, ja, schön. Also bis zu dem Zeitpunkt da hinzukommen, ist wohl auch nervig. Du stundenlang daran sitzt, weil es da noch dieses komische Tal von Adanos, so wie das heißt, gab. Und Masyaf? Was, ja? Ja, es gibt einmal die Adanos-Wüste und es gibt Masyaf. Ich weiß aber nicht. Doch, es Du gibt meinst zwei dieses Tal verschiedene mit diesem Gebiete. kleinen Drachen da, diesem einen Drachen da, meinst du? Nee. Das war auch in der Hauptquest davon. Oder meinst du Tal der Schatten? Masyaf müsste das Tal der Schatten sein. Ja, das Tal der Schatten kommt aber erst in Kapitel 5, hat nichts mit Raven zu tun. Echt? War das so viel später? Ja, das habe ich jetzt erst machen können, weil es vorher nicht freigeschaltet war. Und Oh. dann, Nee, Masyaf Ja. ist die Assassin. Warst du schon in der Assassinenstadt? du meinst da, wo die ganzen, du meinst da, wo diese Assassinen-Gilde ist, die ganze Zeit die Ja. Leute gejagt hat, ja, weiß schon. Das ist Masyaf. Das ist neben Seekopfshof, genau, ja. Kann man da reinkommen, richtig. Bei mir stand da bloß nicht Masyaf, sondern Assassinental oder so ein Scheiß. Haben sie in der Mod genannt. Okay. Keine Ahnung warum, ehrlich gesagt.
Aber Assassinenfesten aus Assassin's Creed. Haben die das jetzt wirklich nur so benannt, weil es in Assassin's Creed auch 1 so auch war? Jetzt erinnere ich mich auch. Assassin's Creed 1 habe ich damals auch gespielt. Aber er hat recht, der Max Deuss. Auf jeden Fall. Haben die wahrscheinlich einfach nur so genannt, weil das da auch cool war. Und Ja, und Assassinen. Masaf wird zufälligerweise auch mit Y geschrieben. Ja. Nee, auf jeden Fall, aber dann Ravens Albtraum. Das Problem an Ravens Albtraum war, ich habe mir das viel zu früh gemacht. Ich habe gesagt, ich ziehe es durch, mir scheißegal, ich will das jetzt so machen, wie ich es immer mache. Und dann gab's halt einen Boss, der hat automatisch Damage gemacht. Da bin ich immer gestorben automatisch. Da habe ich dann noch eine Abstimmung gemacht im Chat, ob wir den mit God-Mode machen können. Aber wenn ich einmal getroffen werde, muss ich immer weit von vorne anfangen. Der hatte 40.000 Leben, ich habe 500 Schaden pro Schlag gemacht. Und das hat auch sehr viele Versuche gebraucht. Und davor, wo ich immer gestorben bin, habe ich es auch sehr oft No-Hit geschafft. Dann haben wir halt das gemacht. Irgendwann habe ich es geschafft. Da gab es dann einen riesen Krieg, sozusagen mit einem Viewer. Einer der wenigen, der dagegen war. Der Rest hat für Ja abgestimmt. Gut, das war okay. Dann habe ich gesagt, okay, aber das machst du nicht mehr hier. Das machen wir, wenn du im Privatstadt kannst du mit mir diskutieren, mir egal. Aber egal, das war nicht das Problem. Dann Xardas. Der macht nur Spells, die dich immer treffen, egal was du tust. Dann musste ich den mit der typischen Gothic 2, werde mit dem Bogen mich irgendwo hinstellen, wo mich Xardas nicht trifft. Dann musste ich Xardas so töten, also ein Geist davon, den von Xardas. Ja. Habe ich dann geschafft, irgendwann mit einem Bug. Anders war es nicht möglich. Der hat mich, wenn du ihm ein bisschen 10.000 Leben abgezogen hast, hat er automatisch einen Feuerregen gemacht und du warst immer sofort tot. Also weil ich halt zu schwach war zu dem Zeitpunkt. Weil du solltest eigentlich da mit 4.000 HP erst hin, ich bin mit 1.200 oder so rein. Und du solltest das ist auch doppelt natürlich so viel Stärke dahin. PP, würde ich sagen. Ja, persönlich ist mir egal, ich hab's aber durchgezogen, ja, das ist mir scheißegal. Ja, das ist doch gut. Das ist doch Ja, genau. gut. Und dann, Raven war einfacher als Xardas. Viel einfacher als Xardas. Das hat mich sehr traurig gemacht. Raven hat vielleicht zweieinhalb Mal so viel Leben circa gehabt als Xardas. Aber er war deutlich leichter, weil da konntest du wieder so No-Hit gewinnen. Und wenn die Dämonen kommen, machst du es halt wie im normalen Gothic, schlagen rückwärts, bis alle Dämonen tot sind, die er beschwert und das. Ja, Also immer nichts- backstabben. Das ist ganz wichtig. Genau. Und damit könnte man den besiegen. Habe ich auch sehr viele Versuche gebraucht, weil er mich halt immer gewonnen-hittet hat. Und ich halt 500 Schaden mache und er hat 80.000 Leben. Also hat es trotzdem lang gedauert. Aber wenn man den anderen Boss schon so ganze Zeit gemacht hat mit No-Hit und vieles machen musste, No-Hit, dann kriegst du da so ein bisschen Skill raus irgendwann, dass du es dann doch hinkriegst irgendwann. Ich meine, jetzt zum Beispiel jeder Boss, der ein Krieger ist, wenn ich jetzt nicht komplett den ignoriere, dann gewinne ich immer 100% die Fights, wenn ich es will. Das habe ich auch schon bemerkt. Das hat sehr viel Training für mich in Returning gemacht. Das ist aber halt auch was ich sage, Returning hat gefühlt zu viel von allem für mich. Und ich finde es in Gothic 2 ja teilweise schon zu nervig. Dann gibt es noch die Nebenquest im 4. Kapitel. Also wenn du im 4. Kapitel als Paladin zurück nach Khorinis gehst, gibt es bei Randolph nochmal eine bestimmte Quest, wo du irgendwas mit dem Paladin erledigen musst und der Brennerei. Aber die kriegst du nur als Paladin und in der Regel für das Kapitel triggerst du ja im Minental selbst, nachdem du durch die verlassene Mine gegangen bist oder halt über den normalen Weg, über den Pass und meistens geht keiner zurück. Und dann gibt es da so Hidden Side Quests oder auch generell nochmal irgendwelche blöden Nebenquests, die einfach nur dafür da sind, um Erfahrungspunkte zu bekommen oder halt um Lore eben noch ein bisschen näher gebracht zu bekommen. Aber es stört halt du willst dir gerade deine Mannschaft zusammenstellen, entweder um auf die Drachenjagd, also entweder gehst du gerade auf Drachenjagd oder willst dir deine Mannschaft zusammenstellen, um nach Irdorat zu segeln. Und ich sag jetzt mal, vergleichsweise kommt dann irgendeine Hilda und sagt noch, ach, bring mir doch noch mal eine Pfanne, meine ist kaputt gegangen. Passiert jetzt in-game nicht, aber so vom Vergleich her, dass ich da mit irgendwelchen unnützen Problemen belästigt werde, weil es halt eben noch so viele Sidequests gibt, die dann kommen, die mir wieder den Fokus auf die Dramaturgie nehmen. Das ist ja das, was du vorhin schon erzählt hattest mit Gothic 1, dass du es eigentlich gut findest. Dass es dann immer so weitergeht, weil es ist ja eine realistische Bedrohung und dies und das, also ja. Das hast du Ja, aber ich soll ja trotzdem noch die Spielwelt von Gothic. Und was ich aber sehr schön gemacht finde, ist, dass du an so vielen Orten Items finden kannst, die dich immer weiterbringen und du sehr genau gucken musst. Im Vergleich zu Gothic 1, da wird dir vieles auf dem Silbertablett serviert. Natürlich, das eine oder andere musst du suchen, aber
du hast so viele Höhlen, du hast so viel Wald, wo irgendwas an irgendeinem Stein liegt. Ich kann jetzt gar kein Item so genau benennen, weil ich durch den Super Randomizer momentan sowieso keinen Überblick mehr habe, wo irgendwas Mhm. liegt. Mein Gehirn ist wie weggebraten, Ja. was Gothic 2 angeht, weil ja sowieso gerade alles anders. Ich könnte dir nicht mal sagen, wie viel ob Zures überhaupt Laborwasserflaschen verkauft. Tut er ja. Ja, aber ich könnte es dir jetzt gerade nicht zu 100% sagen. Aber gut, das hättest Und- du dir, aber das kannst du dir, glaube ich, doch von früher denken. Hat er ja auch gerade gesagt. Ja, Ja. ja. Zuris Aber und auch Konstantino, beide so. das sind halt so Sachen, du hast auch wieder eine unglaubliche Dynamik. Du hast bei den Händlern, die in der Welt platziert sind, eben auch wieder pro Kapitel bekommen. Das habe ich ja bei Gothic 1 gar nicht angesprochen. Genau, pro Kapitelwechsel hast du ja einen Mob-Respawn und auch die Händlerinventare verändern sich. Mhm. Was ich ein bisschen schade finde in Bezug auf die Händlerinventare ist, dass du die nicht mehr abusen kannst, indem du die NPCs umhaust, weil sobald sie durch deine Hand sterben, haben sie ein Standardinventar, was sie beim Tod bekommen. Du kannst es halt ausnutzen mit dem Eisblock, dadurch, dass der was ja die ganzen Schaden Speedrunner runtertickt. machen. Genau. Ja. Aber das finde ich jetzt nicht so gelungen. Also klar, abusen ist nie gut, aber ich finde, in Gothic 1 gehört das irgendwie so zur Mechanik und dass sie das in Gothic 2 genommen haben oder wie wir vorhin auch festgestellt haben, dass die NPCs eben auf deine Charakterstärke reagieren, wenn du die Waffe ziehst, dass sie da nicht mehr wegrennen, sondern Mhm. einfach stehen bleiben oder dich sogar trotzdem angreifen. Finde ich ein bisschen schade, aber alles in allem technisch sehr solide umgesetzt, sehr gelungen. Immersiv, wirklich auch ein Feuerwerk. Ich hätte mir aber vielleicht so. Es ist gut, dass Jakin da ist, weil Gothic 2 Classic, also ohne Mhm. das Add-on Die Nacht des Raben, ist schon sehr einfach und eintönig nach einer Mhm. Zeit, ne? Aber irgendwie so ein Mittelmaß aus beidem wäre nicht schlecht gewesen. Wirklich vielleicht doch so 20% weniger Landmasse, weil ich finde, Jakin da geht zwar unglaublich schnell, aber ich finde trotzdem, der Weg bis nach Jakenda im ersten Kapitel zieht sich so unglaublich lange. Allein diese 800 Stunden, die Vatras einen zulabert. Ah! Und jetzt waren 802 Stunden, also echt. Mensch. Oh, entschuldige bitte. Ja, Ich kein gelobe Problem. Besserung. Ich muss Ja, noch ja. mal in die Nachhilfe gehen, die Lore. Ich muss sie lernen. Ja, richtig. Also echt jetzt. Ja, nee, zur Spielwelt hätte ich jetzt gar nicht mehr sonst etwas hinzuzufügen. Mhm. Okay. Dann der Fantasy-Style in Gothic 2. Ja, wir wechseln von Low Fantasy und Dark Fantasy zum klassischen High Fantasy Setting. Also, ich muss sagen, das Drachen-Setting gefällt mir halt so gar nicht. Es ist einfach zu sehr Klischee. Es ist typisch Fantasy. Was heißt, es gefällt mir so gar nicht? Es gefällt mir schon, es macht mir Spaß, aber es ist halt so vorhersehbar und so typisch und sie hatten so viele Ansätze mit dem anderen Projekt, was sie halt nicht fortgeführt haben, mit dem Sequel. Ja, Sequel, ja. Ja. Mit dem Sequel, das dann halt auch wieder im Minental steht. Ich finde, es wäre interessant, was daraus noch geworden wäre, aber ich finde Gothic 2, wie wir es kennen, gar nicht schlecht. Ich würde es auch als gut bewerten, aber ich finde halt, sie haben sich keinen Gefallen mit dem Drachen-Setting getan. Ja. Ich wäre schon. Alles andere. Ja? Ne, sag ruhig. Ich habe gesagt, ich fände es schon cool, wenn sie so ein Spiel gemacht hätten, einfach mal so ein Was wäre wenn Sequel. Also wirklich dann noch ein Sequel nochmal dazu. Und dann erst Gothic 3 vielleicht einfach mal. Und das wäre einfach nur ein Was wäre wenn Szenario. Weil sie hatten ja schon sehr Ja. viel von dem Spiel fertig. Es wäre ja nicht teuer gewesen, das fertig zu entwickeln. Wenn die ja im Prinzip wahrscheinlich, weil es ja bis Kapitel 3 geht. Ich glaube, das Sequel geht bis Kapitel 3, ich bin mir nicht sicher. Bisher, was es da gibt. Aber ich denke mal, dass das nicht so viel gekostet hätte, fertig zu entwickeln. Und ich denke mal, die Gothic-Fans hätten es gespielt, wahrscheinlich. Also Wie die wär's mit einem Fanbase. Sequel und dann Gothic 2? Ja gut, nee, wenn wir jetzt von der Situation ausgehen, Gothic 2 ist fertig, kam gut an. Und dann sagen sie, komm, wir machen das mal, was wäre wenn, und dann schauen wir uns mal an, was daraus wird.
Ach so, okay. Ach so Ja. meintest du das. Ich Ja, dachte, genau. du meintest jetzt das Sequel trotzdem und dann quasi Gothic 2 als Ja. Nachfolger auf das Sequel. Nee, Gothic 2 und dann einfach das Prequel, weil sie ja schon die halbe Entwicklung, kann man sagen, fertig hatten, um zu sehen, also nicht um zu sehen, einfach nur rauszubringen. Ich meine, es wäre gut, entweder es wäre schlecht angekommen, wäre aber nicht viel Arbeit gewesen. Ich glaube nicht, dass es schlecht angekommen wäre. Oder es wäre gut Ja. angekommen. Und dann ist gut und dann machen sie Gothic 3 aus Gothic 2 und dann hätten die dazwischen auch noch mehr Geld verdient. Und vielleicht hätten sie auch für Gothic 3 mehr Zeit. Oder Joe Wood wäre rechtzeitig weg gewesen, sozusagen. Weil sie ja vorher Ja, das Prequel fertig die gemacht sind haben. ja wieder da. Ja, du weißt, wie ich das Ähm, meine, ja. Das meine ich ja, jetzt nicht natürlich. so, sondern so. Ja, nee, finde ich einen interessanten Gedankengang. Mhm. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Spiele gibt, die irgendwie so ein Was wäre, wenn Spiel im Nachhinein mal gemacht haben. Ich glaube, sowas gibt es gar nicht so. Ich wüsste jetzt nichts. Oder fällt dir irgendein Spiel an, oh, was wäre, wenn kommt dann? Außer jetzt irgendein Strategiespiel, wo man, oder irgendwelche Spiele, wo man dann böse spielt und dann eine ganz andere Geschichte hat. Weil jetzt zum Beispiel, wo ich das sage, fällt mir gerade ein, in Schlacht im Mittelalter kannst du böse spielen und dann Sauren gewinnen lassen, sozusagen, zum Beispiel. Aber das wäre was anderes. Ja, nee, mir Das fällt ist- jetzt nichts ein. Ja. Mir ja auch nicht, deswegen. Aber wäre trotzdem ein interessanter Ansatz. Und ich hätte es gespielt auf jeden Fall. Okay. Mm, Mhm. Du wolltest von nee, weiterreden. ich habe zum Fantasy, glaube ich, gar nichts mehr zu sagen. Das meiste habe ich in Gothic 1 ja schon angesprochen. Mhm. Ich konnte jetzt nur noch das wiederholen im negativen Form, was mir Mhm. an Gothic 1, Mhm. was zum Glück nicht in Gothic 1 war. Mhm. Okay. Gut. Gut. Okay. Dann jetzt die Glaubwürdigkeit in Gothic 2. Es gibt Stellen, die sind absolut unglaubwürdig. Wir Erzähl. nehmen jetzt mal an, wir geben Saturas die Klaue Belias. Mhm. Wenn wir uns kartografisch vorstellen, wo Irdorat liegt und Mhm. Saturas die ins Meer schmeißt, Ja. wäre es doch durchaus möglich, dass wir die Klaue Belias direkt nach Irdorat schwimmen lassen und wieder dem Feind in die Hände. Ich habe jetzt die geografische Karte nicht vor mir. Kannst du mir das mal senden? Das würde ich mal gerne ansehen. Naja, da müsste ich jetzt eine Karte raussuchen. Kannst du ja gerne nebenbei machen, aber erzähl weiter so lange. Ja. Die Sache ist halt einfach die, wenn mich gerade nicht alles täuscht, Ödorat liegt ja vor der Küste Korines zwischen, ich sag mal, Vanguard irgendwo und Korines. Und wenn du da oben im Nordosten, je nachdem wie die Strömung ist, des Dingens, die Klaue ins Meer schmeißt, wer sagt denn, dass die nicht in Irdorat ankommt? Wer sagt denn, dass das im Wasser unschädlich bleibt? Wie kann man denn, und beziehungsweise wir haben auch Orkgaleeren, die auf dem Meer rumschwimmen. Und Wer ein sagt denn, dass Orkschamane das könnte das wahrscheinlich aufspüren, wenn er dort fährt, sozusagen, also ein Schiff fährt vielleicht. möglicherweise. Weil es ja bestimmt noch eine hohe magische Energie ausstrahlt, wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass Also- so ein göttliches Artefakt nicht in dieser Welt auf irgendeine Art aufspürbar ist. Es gibt ja auch das suchende Irrlicht. Das hat ja Ja. auch irgendeine Mechanik in der Art. So, Das kann Sachen ich schick dir aufspüren. mal eine Karte, die kannst du auch Ja. gerne gleich einblenden. Die hat leider die Mhm. südlichen Inseln und die Mhm. hat auch Londram und so drauf. Mhm. Aber von der Dings, wie gesagt, je nachdem wie Mhm. die Strömung ist, das könnte passen. Das kann ja zu Irdorat, das kann auch nach Myrtana. Aber die Sache ist, dies kann ja trotzdem einen Bösen immer in die Hände fallen. Ich muss jetzt mal kurz runterladen, das Bild. Damit ich es einfügen kann. Ja. Red so lang weiter. Ähm, Das ist die Karte, die schlecht aufgelöst ist, aber sie ist da. So. Gucken wir uns das jetzt mal einfach an. So. also du hast ja unter Oh, ja. Kelen oder Kielen Mhm. hast du ja quasi den Punkt und hast dann Jaken da. Und direkt so ein Ah ja, kleines ich seh's. Stück nordwestlich davon liegt Irdorat. Ja. Und wie gesagt, je nachdem, wie die Meeresströmung ist, also je nachdem, wo Saturas die ins Meer schmeißt, segelt die schön nach Irdorat durch.
Ja, und die andere Sache ist, selbst wenn es nicht nach Irdorat schwimmt, wenn es an die Küste irgendwo in Myrtana schwimmt, wo die Orks ja eh alles eingenommen haben, bekommst Ja. einen Ork in die Hand. Es geht zu den Assassinen, es bekommt einen Ork in die Hand. Oder es geht an die Küste von Nordmar und es bekommt einen Ork an die Hand, weil die Jäger oder was auch immer von Nordmar dort nicht stillen. An den Stellen. So. So oder so ist das eine ziemlich dämliche Sache, Ja. zu sagen, ich mache es unschädlich, indem ich die Klaue im Meer versenke. Das ist das Dümmste, was du machen kannst, meiner Meinung nach. Boah, das warte, hat- ich seh da was Ekliges. Warte kurz. So, besser. Red weiter. Ja. Na gut, die südlichen Inseln gibt es ja, die erwähnt ja schon selbst Abugin. Ja, aber sonst sehe ich noch einen Aber Buchstaben nicht davon. in, Das nicht möchte ich in der nicht. Form. Ja, ich möchte das nicht sehen, so gerade, ja. Alles gut. Und das ist halt einfach so die Sache. Es wird ja sehr darauf auch eingegangen durch Satyras, dass ja Adanos quasi das Gleichgewicht herstellen will und als Ausgleich zwischen Enos und Belia steht. Und in dieser Götterthematik ist es immer so, wenn einer von beiden die Oberhand gewinnt, versucht Adanos auszugleichen, indem er den anderen stärkt. Das ist kein wahres Gleichgewicht. Wahres Gleichgewicht würde ja dazu führen, dass überhaupt keiner von beiden die Oberhand hat, sondern die Ja. Waage immer in Balance ist. Und deswegen finde ich dieses Adanos-Setting an sich gar nicht so gelungen, weil du hast halt einen Antagonist und einen Protagonisten, im klassischen Sinne, also gut und böse. Du hast böse als Gegenspieler und gut als Held mehr oder weniger. Und wie soll denn ein Gleichgewicht entstehen, wenn sich ein Dritter da einmischt und quasi permanent für Ungleichgewicht sorgt, indem es halt den einen schwächt oder den anderen stärkt? Was halt auch dazu führt, es kann wir haben das letztens mal analysiert, ne, anhand von Wasser. Wasser ist ja auch so ein Stoff, aus dem das Leben stammt, aber Wasser ist ja auch sehr stürmisch und aufbrausend und rau, ungezähmt, auch sehr gefährlich. Ja, und wenn man wirklich dieses Gleichgewicht verfolgen würde, wäre tatsächlich irgendwo das Chaos tatsächlich im Gleichgewicht, weil es dem ursprünglichen entspricht. Also, dass die sich quasi feuchtfröhlich weiter bekämpfen, ohne dass jemand eingreift, aber es ist nie einer von beiden stärker. Quasi eine Art Equalisierung, Gleichstellung von beiden. Und das sorgt halt auch dafür, dass ich dieses Setting so ein Stück weit nicht gut finde, weil es der Logik widerspricht. Ich verstehe den Ansatz, den man sich dabei gedacht hat. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte als Ausgleich. Aber es funktioniert halt nicht. Was dann auch diese Aussage von Satyras, ja, wir bleiben jetzt hier und verhelfen den Tempel zu alten Glanz. Kaum kriegen sie wie auch immer mit, dass die Orks Khorinis überrennen, vermutlich weil Vatras und Nyxe zurückgekommen sind, weil ich glaube nicht, dass die Orks im Nordosten im Bergmassiv von Jakendar anlegen. Was machen sie? Sie teleportieren sich allesamt aufs Festland. Da ist der Adanos-Tempel plötzlich gar nicht mehr wichtig. Ein Pyrokar teleportiert sich nicht aufs Festland, ein Palan. Die werden ihr Kloster verteidigt haben. Sie werden vielleicht auch dabei gefallen sein. Vielleicht Wahrscheinlich. versklavt worden sein. Vielleicht besteht das Kloster auch fort, weil wenn du die Brücke einreißt, die haben nur die Wand hinterm Kloster, wie du da dran kommst. Ich weiß nicht, ob Orks so gut klettern können. Oder oben über die Berge laufen und dann reinspringen, aber wenn du die Brücke wegsprengst, wie auch immer, ist das Kloster quasi erstmal relativ safe, außer von der Hinterflanke. Ja, aber ich gehe mal davon aus, dass es ich gehe mal davon aus, dass, also erstens das mit dem Klettern, wenn sie wirklich die Berge hochklettern und hinten dann gehen, das wäre zu gefährlich für die Orks, denke ich mal, weil die würden einfach verbrannt werden dann derzeit wahrscheinlich. Ich meine, so ein Pyroker kann bestimmt ein Feuerregen wirken. Auch wenn wir. Nicht nur einen. Genau. Also ich glaube eher, dass die Schamanen dann irgendwelche Teleport-Zauber und die Truppen rüber teleportieren wird oder irgendwas. Oder sie machen Gotha-Style. Oder Gotha-Style, einen Dämon. Maybe. Ja. Aber da ist halt doch einfach. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
Die Sache ist halt doch einfach die, sie schaffen es ja nicht mehr mit der Orkramme die Burg einzunehmen. Sie gehen dann eher auf diese Belagerungstaktik, um die Paladine mürbe zu machen im Minental. Ja, okay. Das ist doch aber nur eine Plot-Armor, denke ich mal, jetzt in dem Sinne doch. Kann sein, aber es wird hier öfters angedeutet, dass die Strategie der Orks meistens ist, die Leute aushungern zu lassen. Ich meine, dass sowas noch an irgendeiner anderen Stelle im Spiel erwähnt wurde. Aber das hat jetzt erstmal nichts damit zu tun, ob Saturas glaubwürdig ist oder nicht, sondern Mhm. geht ja in eine andere Richtung. Und das ist halt so eine Sache. Nee, nee. So wichtig kann dir dein Glaube als Priester Adanos dann doch nicht sein, wenn du dann sagst, ich will erst den Tempel restaurieren und dann bei der nächstbesten Gelegenheit bin ich weg. Nee, Was ich ist verstehe das schon. bitte? Ja. Nee, aber wie gesagt, ich finde es trotzdem interessant mit dem Ansatz mit den Feuermagiern. Aber ich glaube, die lassen sich nicht so leicht aushungern. Die Feuermagier Nö. können sich immer noch immer weg teleportieren und irgendwas besorgen. Ja, das ist das kleinste Ah. Problem, glaube ich. Das finde ich schwach. Die Sache, das dann mit Magie zu begründen oder mit Teleport. Weiß Also ich wieso, wenn das nicht. der namenlose Held kann überall sich teleportieren mit Teleportsteinen, warum können das nicht irgendwelche Magier und nicht, sagen wir mal, Mächte-Magier? Wir reden jetzt nicht über irgendwelche Magier, die nichts drauf haben. Warum soll das nicht jemand können? Ich glaube schon, dass sie es können, aber ich fände es für die Erklärung einfach nicht gut, zu sagen, dann, wenn wir hier keinen Nachschub bekommen, dann teleportiere ich mich halt irgendwo hin und hole mir ein bisschen Scavenger-Fleisch. So, auf die Schiene. So in etwa, ja, so in etwa, aber rein realistisch gesehen, was würdest du jetzt als Magier denn machen? Würdest du jetzt da Ich dich würde die Schafe aushungern? klonen. Dazu haben wir aber keine Naja, Magie momentan noch. wir können doch Beschwörungsmagie wirken, ne? Die droppen doch flott trotzdem Fleisch und Fell. Also ich glaube, wenn sie wirklich Das würde Sachen dem Glauben beschwört. widersprechen mit diesen unheiligen Beschwörungen, aber. Also erstens, da ist zwei, also gut, so allein wegen dem würden sie es ja nicht tun. Pyrrhika würde sie köpfen wahrscheinlich. Aber es geht darum, wenn sie das machen. Ich glaube tatsächlich, wenn man das bedacht hätte mit den beschworenen Kreaturen, glaube ich, dass ein beschworenes Scavenger, also wenn sie einen Scavenger beschwören oder ein Wolf, dass das Fleisch ungenießbar ist oder nichts bringt oder irgendwie. Aber ich glaube nicht, dass das dann wirklich funktionieren würde, weil sonst dann würde Fleisch komplett wertlos sein in Gothic, sagen wir es so. Dann würde es nirgendwo was kosten. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das genießbar ist oder irgendwas in der Art beschworene Tiere. Oder es würde so viel magische Kraft kosten, dass sie dann sich nicht mehr wehren können oder irgendwas in der Art vielleicht. Vielleicht wäre das dann realistisch irgendwo, aber sonst nicht, ich denke nicht. Zumal Magie ja auch nicht aus Jux und Dollerei zaubern. Jeder Einsatz der Magie ist ja wohl überlegt. Genau. Sonst könnten die ja noch ganz andere. Die könnten die Novizen, anstatt dass die Novizen die Kammern fegen, hier eine Windfaust rein und das Ding ist sauber. Dann ist aber überall Staub und nicht nur an einer Stelle im schlimmsten Fall. Das macht es nicht besser. Ja. Mit dem Fegen geht es wenigstens weg. Aber an sich glaube ich, dass das Aushungern bei den Magiern zumindest nicht funktionieren würde. Bei allem anderen schon, wenn ich ganz ehrlich bin. Katze, und je was nach der machst du Größe. da? Achso. Ich denke mal, je nach Größe kann man das auch mit Magie nicht stemmen. Aber im Kloster sind ja auch nicht viele Novizen. Vielleicht sind da 20 Personen höchstens, die da leben, ja. Ich glaube kaum, dass das nicht schaffbar ist, mit Magie zu überleben. Beziehungsweise, wenn man es aus Rollenspielsicht sieht, vielleicht sind es 100 Leute dann dort. Ja. Da könntest du recht haben. Moment, Und ich sag mal, glaube- Katze, was machst du denn da? So. Da bin ich wieder. Ich habe dir zugehört. Ja, zum einen das. Aber die Paladine halten ja eigentlich auch ziemlich lange stand, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Richtig, Sie sind zwar sehr richtig. verzweifelt und vieles geht nur noch, weil der Held dann da war, aber theoretisch, die sind ja schon einige Tage in Belagerung, als wir dort eintreffen. Ja, aber ich denke mal, dass die Vorräte, die sie haben, einfach eine gewisse Zeit lang ausreichen, so wie jede Burg damals auch. Die konnten ja teilweise wochenlang
manchmal auch monatelang überleben in den Burgen damals. Ja. Und haben natürlich auch viele Bürger sterben lassen irgendwann, wenn es nicht anders ging. Und solche Sachen. Aber an sich ist es möglich, ein bisschen durchzuhalten. Und die Magier könnten halt wirklich sagen, ja, wir holen uns das, wenn wir was brauchen noch. Besser als zu sterben. Und wenn sie wirklich Das mit ihrem stimmt. Leben dieses Kloster verteidigen, weil ihr Glaube so hoch ist, dann werden sie da auch bleiben und werden sie dafür sorgen, dass sie irgendwie überleben. Weil wenn sie wissen, dass sie verhungern und sterben, wissen sie auch, das Kloster ist weg. An was sie glauben. Und sehr viele sind ja wirklich, wie im Sumpflager, glauben über alles an Innos so sehr, dass sie alles tun würden und sterben würden für ihn. Genauso wie auch die im Sumpflager. Ich finde es zwar ein bisschen weird, dass du Säckler mit dem Kloster und der Reichskirche mit Tana vergleichst, aber ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Also so radikal, die sind beide so genauso radikal, wenn sie wirklich an Innos richtig glauben, genauso wie Tian den Schläfer genauso glauben. Beide würden sterben für Innos. Beide Seiten, sagen wir es so. Deswegen vergleiche ich sie, Ja. weil die Sumpfspinner sind Machen genauso. die Paladine ja auch. Ja, Also gut, lassen aber ja die wortwörtlich für Paladine, Innos ihr Leben. die Paladine haben aber nicht so eine krasse Magie drauf wie die Magier. Die können jetzt nicht. Das ist auch richtig. Die können vielleicht teleportieren, aber wie viel Kraft würde realistisch eine Teleportation einen Paladin kosten? Viel, viel mehr. Auch wenn sie einen heiligen Pfeil und so machen können. Die nutzen hauptsächlich den Kampf mit dem Schwert oder mit der Armbrust oder mit vielleicht auch mal Bogenpaladin, egal. Benutzen sie wohl eher als einen heiligen Pfeil. Den benutzen sie ja auch nur im Prinzip, keine Ahnung, um sich kurz zu verteidigen und dann in den Nahkampf zu gehen. Ich glaube nicht, dass der jetzt den ganzen Tag heilige Pfeile schießen könnte, wenn man es realistisch sehen würde. Oder. Und heilen würde er sich wahrscheinlich auch nur einmal und dann hätte er nicht mehr die Kraft, um sich nochmal zu heilen, wahrscheinlich. Oder so. Und ein Licht im Kampf Ja, die brauchst du ganz magischen- sicher nicht. Die magischen Kräfte des Paladins sind begrenzt. Und ein Licht brauchst du ganz sicher nicht. Ein heiliges Licht, Entschuldigung, die haben ja viel, viel krasseres Licht, die Paladine. Ja. Also, um das Ganze mit der Glaubwürdigkeit mal abzuschließen. Es gibt einige, das waren jetzt 2 Beispielpunkte, die mir eingefallen sind. Das Setting an sich ist glaubwürdig, das Storytelling auch, aber es gibt halt einige Widersprüche aus Lore-Sicht, die das Ganze ein bisschen trüben. Aber ich finde, im Großen und Ganzen ist es auch wieder eine atmosphärische, dynamische Welt, die ihre Glaubwürdigkeit hat. Wir haben wieder Alltagsproblematiken, die zu bewältigen sind. Wir haben natürlich Problematiken, die dem High-Fantasy-Setting geschuldet sind, aber zum Beispiel solche Sachen wie, dass ich dann für Hilda bei Vatras diesen Trank hole, um das Fieber zu heilen. Die ist ja nicht sofort genesen wie der Held aus Gameplay-Sicht, wenn der einen Trank trinkt. Die sagt, ich fühle mich zwar schon besser, aber ich muss mich jetzt noch 3 Wochen ausruhen. Und das sind halt auch Sachen, ne? Das ist ja halt auch so. Du nimmst ja nicht einfach irgendeine Medizin und hast die Wunderheilung, sondern du hast mit den Folgen zu kämpfen. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, und das trägt halt sehr dazu bei, um eben diese Glaubwürdigkeit auch im Spiel zu transportieren. Ich will jetzt keine Skala geben oder kein Prozentrating. Ich würde einfach sagen, überwiegend ist es eine glaubwürdige Welt mit ein paar Tücken. Richtig. Würde ich auch sagen. Was pflanzen die nochmal an im Kloster? Was pflanzen die eigentlich nochmal an? Die haben da ja Felder, ich hab's vergessen. Sie keltern Wein. Genau. Das heißt, sie brauchen erstmal Weinreben, Genau. die sie im Kloster definitiv nicht haben. Dann haben sie da irgendein Unkraut und erzüchten Schafe. Stimmt, Ich weiß nicht haben's mehr, ja was auch es noch. für ein Kraut war, aber auf jeden Fall irgendein Unkrautgewächs, was Opulos da gärtnert. Wie gesagt, und wenn es rollenspieltechnisch so ist, dann werden es wahrscheinlich mehr Schafe als die Paar sein. Passt also. Und die kriegen jedes Mal von Novizen ein Schaf. Also theoretisch können wir schon allein von 30 mitgebrachten Schafen gefühlt reden. Wenn man so die Novizen Gut, aber nimmt, wie oft entscheidet sich jemand zum Noviziat? Ja, genau, aber die Schafe, die dort sind, können sich ja auch paaren, ja? Und Ja, okay. die können es ja genauso machen wie andere auch, andere Filme. Aber wir bringen doch immer nur eine Liesel ins Kloster, die ist doch weiblich. Die Liesel! Ja, vielleicht wollten Bandit auch Novize werden und hat ein anderes Schaf mitgenommen, was er gefunden hat, fertig. Ich bin ganz ehrlich, Den Patrick! Ach nee, so heißt der Kurzfilm, Mr.
Freund. Patrick, gibt's doch eine Person namens Patrick. Das ist der eine, der Ja, den vermisst du zu war. kurz zurückbringst, den Patrick. Ja, richtig, ja. Aber okay, ich versuche gerade ein bisschen zu übertreiben. Kommt nicht gut Ja. an. Nein, aber die ist es doch, also wir bringen ja, alle Schafe heißen ja Liesel. Ja, der guckt doch einfach nur nicht richtig hin. Der nennt sie einfach nur Isla, weil er sonst den Namen immer vergessen würde. Oje. Mut wusste alle Namen der Schafe, bin ich mir sicher. Ja, wir gehen mal weg von den Schafen. Und Ach, Matt. warum? Ach, der Matt, ja. Der hat immer nur mit denen Das geredet, ja. Stück Dreck. Wortwörtlich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich würde sagen, Glaubwürdigkeit passt. Ja, denke ich auch. So, Kampfsystem, Gothic 2. Ich muss sagen, ich mache in Gothic 2 die Gothic 1 Control an. Ich brauche diese 2 Tastenausführung. Ich finde ich mache das mit einer Taste, ich finde das ganz furchtbar. Wie Ich finde das funktioniert- wirklich ganz furchtbar, weil ich da aus Versehen Schläge mache und auch das Parieren und alles, das ist anders als in Gothic 1. Das ist ein bisschen smoother, aber ich finde irgendwie, also ich habe mich da auch mal mit Snogan drüber unterhalten. Ich bin wirklich einer der wenigen, die das Gothic 1 Kampfsystem besser finden als das Gothic 2 Kampfsystem. Ich bin dann absolut nicht relatable, beziehungsweise die meisten sehen das anders. Aber ich habe halt Schwierigkeiten, die Steuerung im Kampf von der Kampfmechanik an sich zu trennen. Und ich finde dass ich beim Parieren mein Schwert quasi. Habe ich irgendwas, was lang genug ist? Ich nehme jetzt einfach mal symbolisch hier diese Flasche, dass ich das Schwert so vor mich halte beim Parieren und dann zurückgehe, finde ich irgendwie besser, als wenn ich diese Bewegung hier mache und mir das Schwert quasi so vors Gesicht schmeiße und dabei einen Backstep mache. Das wirkt halt so. Mhm. Ich glaube, von der Bewegung her bin ich richtig. Was Ja. will ich denn da parieren? Und ich nehme mir eigentlich jegliche Möglichkeit zu schlagen. Ja, es ist ganz komisch Mhm. von der Ausführung her für mich. Und das stört dich nur, oder was genau noch stört dich daran? Du sagst ja, dass du aus Versehen Aktionen ausführst. Ja, wenn ich Aber nur ge- eine Taste drücken muss. Wie musst du denn nur eine Taste drücken bei Gothic? Also wenn ich Gothic 2 Ja, spiele, benutze ich immer Linksklick und rechts und dann wohin auch immer. du kannst aber eigentlich, wenn mich gerade nicht alles täuscht, lass mich gerade mal überlegen. Musst du, um zu schlagen, trotzdem noch W drücken? Also in Gothic 3 musst du es nicht, da sind wir uns einig. Ja, da sind wir uns einig. Dass wir beim Linksklick-Simulator da keine Ja, andere gut, Steuerung brauchen. bei Gothic 2 hast du aber bei allem anderen, dass du nur eine Taste drücken musst. Händlerinventare, Dialoge triggern und so weiter. Im Kampf ist es nicht so. Brute, da Richtig. habe ich gerade was durcheinander gebracht. Genau, beim Kampf, weil wie gesagt, das kannte ich jetzt nicht zum Beispiel. Ja. Deswegen war ich gerade verwirrt. Oder ob ich das immer so gespielt habe. Ja. Aber dennoch finde ich, die Schadensberechnung ist ja da auch wieder eine andere. Da ist es ja genau umgekehrt. Da ist ja eben der Skill vom Einhänder und vom Zweihänder vom Bogen und von Armbrust entscheidend. Da ist es nämlich so, der Stärkewert und der Geschicklichkeitswert sind Indikatoren dafür, ob du überhaupt triffst. Und der Schaden berechnet sich über dein Fähigkeitsskill, über den Umgang mit den Einhandwaffen und den Zweihandwaffen oder den Bögen und den Armbrüsten. Bist du da nicht ein bisschen falsch? Es ist doch so das System, wenn du einen kritischen Treffer machst, macht der, keine Ahnung, 500% Schaden oder so. Und wenn du je mehr Stärke du hast, desto mehr Schaden machst du an sich. Und dieser wird dann halt von dem Crit einfach nur deutlich verstärkt. Deutlich verstärkt. Du kannst genauso 1000 Stärke haben. Nee, und machst ich war gerade wieder bei Gothic 1. In Gothic 1 ist nämlich der Geschicklichkeitswert der Indikator, ob du mit Pfeil und Bogen überhaupt triffst. Bei Gothic 2 musst du dir Prozent machen, damit du triffst mit dem Bogen und Arm. Ja, da ist der. Genau. Das sorgt der Stärke. Nee, warte, jetzt muss ich nochmal nachgucken.
Bei Gothic 1 habe ich noch nie Fernkampf in meinem Leben durchgespielt, also kann ich dir da nicht viel sagen. Bei Gothic 2 ist es so, wie mehr Prozent desto eher triffst du. Das heißt, selbst wenn du 100% hast, triffst du nicht immer. Sondern triffst halt wahrscheinlicher. So, Gothic 1 hab ich vorhin auch halbwegs falsch gesagt. Das ist einfacher Waffenschaden plus Stärke minus Rüstungsschutz des Gegners und dann doppelter Waffenschaden plus Stärke minus Rüstungsschutz des Gegners. Das hast du doch schon gesagt. Habe ich gesagt? Jetzt Doch muss ich gerade schon, nochmal ja. bei Gothic 2 gucken. Und bei Gothic 2. In Ich weiß nicht, ob Gothic es fünffacher 2 Schaden ist. berechnet sich der Schaden aus der Stärke plus den Waffenschaden und Crit ist zweimal Stärke plus Waffenschaden. Zweimal kann nicht sein, man macht so viel mehr Schaden immer. Nicht nur das Doppelte eigentlich. Schadensberechnung in Gothic 2. Ah, hier Ja, in Gothic, steht's. Ich hab's gerade gefunden. Was hast du? ja, in Gothic 2 ist es deutlich komplizierter. Also ich habe hier jetzt was gefunden. Normale Treffer, Waffenschaden plus Stärke minus Rüstung geteilt durch 10. Dass du Ja, 10 mal das weniger mit den Schaden Zehntel machst. habe ich auch. Und wenn du einen Volltreffer machst, 10-facher Schaden im Prinzip. Also rein theoretisch 10-facher Schaden. Aber eigentlich ist es einfach ein einfacher Schaden normalerweise bei Volltreffer. Ja, Aber ja, das kommt mir sehr realistisch rüber, weil wenn du kritest, machst du einfach 10 Milliarden Mal mehr Schaden immer. Im zweiten Teil. ja, wenn du krittest, hast du teilweise den halben Lebensbalken auf einmal Ja. weg. Nee, aber das ist halt so eine Sache. Finde ich an und für sich in Ordnung, aber du hast halt noch ein paar mehr Faktoren mit drin und genauso ist es im Fernkampf. Und ich finde, das, was sie zu Gothic 1 verbessert haben, ist auf jeden Fall das Magiesystem, dass die Casts Mhm. schneller durchgehen, dass man die nicht ewig aufladen muss. Die kosten Mhm. zwar unglaublich viel Mana. Gewisse Zauber auf jeden Fall. Du musst da wirklich mit den Mana-Tränken haushalten, sonst hast du auf Edorat nicht mehr genug Mana. Sonst musst du irgendwie jedes Mal in die Stube rennen, um zu schlafen. Hast du zum Ja. Glück ein Bett auf Edorat stehen und musst nicht jedes Mal zum Schiff rennen. Mhm. Mhm. Aber ich finde, wie gesagt, alleine schon im Nahkampf mit dem Blocken und dass du auch dich die ganze Zeit mit im Kreis drehst, wenn du jemanden im Fokus hast, wenn der wegrennt. Ich finde das unglaublich anstrengend. Ich kann das zwar mittlerweile besser durch den Randomizer, dass der Chat mich ja dazu gezwungen hat, eben mich dem Leeds anzuschließen und dann Paladin zu werden. Ich bin ja sonst Main-Magier-Spieler. Habe ich das Ganze auch noch mal gelernt nach über 20 Jahren, aber ich finde es echt anstrengend im Vergleich zu Gothic 1. Du musst ständig irgendwie zur Seite laufen, irgendwas outplayen, um dann den Ork oder was auch immer dann von hinten zu schlagen, backstabben, zur Seite rennen, Hit abwarten, wieder schlagen. Die Mechanik dahinter finde ich in Gothic 1 einfach viel einfacher. Es ist unglaublich schwierig für mich persönlich, diese Umgewöhnung vorzunehmen von Mage jahrelange Mage-Gameplay ins Melee-Gameplay zu gehen und dann im Vergleich zu Gothic 1 nochmal so viele verschiedene Faktoren drin zu haben, die du sonst in Gothic 1 nicht brauchst. In Gothic 1 kein Problem, Gothic 2. Entschuldigung. Aber es ist so. Ich habe ja immer alle gespielt, alle Wege immer gespielt, schon immer so. Das heißt, ich habe da jetzt nicht so ein Problem damit. Weil ich es gewöhnt bin seit der Kindheit halt auch mit. Mein erster Ja. Weg war ja sogar Paladin, weil ich halt als Kind so gedacht habe, Bürgerstadt werden, dann kann ich Miliz. Und dann kann ich vielleicht diese fette Rüstung irgendwann tragen, ja. Und danach habe ich halt dann jede Gilde so gemacht und alle Quests vorher gemacht. Genau, und so weiter und so fort halt. Ja, und bei Gothic 2, Fernkampf, der hat er auch gerade erwähnt, Fernkampf ist immer Crit, aber die Trefferchance ist halt die Prozentzahl. Warum auch immer eigentlich. Ja, aber das hatte ich ja vorhin, Ja. auch gesagt, dass der Skill deine Ja. Prozent und dann bin ich wieder auf Geschick gegangen wie bei Gothic 1, aber Ja. meine erste Aussage war, dass Mhm. oder bringe ich jetzt was durcheinander? Egal. Müsste ich, wenn es auf YouTube ist, nochmal nachgucken, ob ich mir jetzt nicht gerade selbst widerspreche. Alles gut, kein Problem.
So. Apropos Kampfsystem hatten wir jetzt durch. Hier ist der Ja. Schwierigkeitsgrad in die Nacht des Raben. Also in die Nacht des Raben zieht der Schwierigkeitsgrad im Vergleich zu. Ich sage eigentlich immer Vanilla, weil ich es aus dem WoW-Kontext so kenne. Früher, bevor sie das jetzige Classic 2019 nochmal neu aufgelegt haben, war das originale WoW, bevor die Add-ons dazu kamen, immer Vanilla. Im Gothic-Kontext heißt Vanilla ja einfach nur unmodded. Aber ich sage mal, ich tue mich halt wirklich schwer damit, Gothic 2 Classic zu sagen, aber ich sage mal, im Vergleich Gothic 2 ohne Add-on, im Vergleich mit Add-on die Nacht des Raben zieht der Schwierigkeitsgrad trotz aller Einstiegshilfen, die man bekommt, so drastisch an. Ich finde, die Suchenden sind im 3. Kapitel erstmal gefühlt fast unbesiegbar, beziehungsweise du kämpfst dir deinen Ast raus, gerade als Magier, durch die unglaublich hohe Feuerresistenz. Meinst du jetzt ohne Add-on? Wirklich ohne Add-on? Nein, mit. Ah, gut, ich dachte gerade, weil gerade jemand so Classic erwähnt, dann kurz. Deswegen war ich mir Ja, gerade nicht ich ganz sag ja, sicher. der Schwierigkeitsgrad von Classic zu Ah, Nacht okay, des ja, Raben verstehe. zieht trotz aller Hilfen, die man am Anfang bekommt, sehr stark an. Mhm. Die Suchenden sind im 3. Kapitel gefühlt, je nachdem, wie man es macht, unbesiegbar. Du beißt dir da ein Ast aus, gerade als Magier, weil die eine unglaublich hohe Magieresistenz haben, ebenso wie Ork-Schamanen und gefühlt auch fast alle Orks. Abgesehen Feuerregen, das betzelt gefühlt alles weg. Ja, ich habe das letzte Mal, wo ich Magier gespielt habe, einfach ganz viele Skelette beschworen, immer bei den Suchenden erst. Ja, Beschwörungen gehen, aber versuch die mal mit einem Feuerball wegzuhauen. Ja, ich Vergiss weiß, dass es gar nichts bringt. Ich hab's probiert. Beim letzten Mal wieder mal. Ja. Mhm. Und ich sag mal, die Quests sind nicht schwieriger geworden, aber die Stat-Verteilung bei den Monstern und den NPCs ist natürlich eine andere. Du brauchst meiner Meinung nach viel mehr Lernpunkte für das eine oder andere und du brauchst auch mehr Gold. Das Einzige, was wirklich eine Vereinfachung ist, dass wirklich alle Spruchrollen nur 5 Mana kosten. Mhm. Ansonsten finde ich, das Add-on oder die Änderungen, die das Add-on bringt, erhöhen den Schwierigkeitsgrad immens. Auch die Regeneration der Drachen, wo du teilweise jetzt mittlerweile auf den modernen Systemen die Framerates runterstellen musst, weil die sonst sich unglaublich hoch heilen. In ganz kurzer Zeit, die heilen sich mehr, als du Schaden machen kannst. Je nach System und Auslastung. Das ist jetzt keine Sache, die dem Add-on unbedingt geschuldet ist, aber dadurch, dass man in der Regel ja heutzutage mehr oder weniger Gothic 2 fast immer mit inkludiertem Add-on die Nacht des Raben spielt, ist das halt natürlich ein Faktor, den man bedenken sollte, weil, ja, da kannst du dir an einem Drachen auch mal gut und gerne die Zähne stundenlang ausbeißen und hast 0% Progress. Aber ja, aber ich dachte, das wäre so eine Mechanik, weil ich denke immer, die heilen sich viel und ich denke mir immer so, ich muss nur stark genug sein, dann Nee. schaffe ich das. die Mechanik, dass die sich heilen, ja, aber dadurch, dass das Spiel auf modernen System viel schneller läuft, als es eigentlich sollte, ist dieser Live-Wreck halt so krass. Ich dachte, das ist immer so gedacht und ich bin einfach immer so overpowered irgendwann, dass es mich trotzdem nicht interessiert. Also den Live-Wreck an sich gibt es, aber nicht in der Stärke. Okay, das wusste ich bis heute nicht. Ich habe immer gedacht, das soll jetzt so sein und das soll die Herausforderung sein. Du kannst es irgendwann schaffen, aber du machst es dir wesentlich einfacher, wenn du das Spiel auf 30 FPS runterstellst. Da ich das Spiel immer so auf Maximum spiele, alles zu machen, glaube ich, Ja. hatte ich noch nie das Problem, dass es nicht schaffbar war für mich. Deswegen habe ich das auch nie gewusst, dass das nicht so gedacht ist. Ja, siehst du mal, da lernst du doch noch was. Ich lerne was über Bugs, ja. Ich finde aber die Änderungen, die sich halt in die Hauptstory einpflichten, ich habe ja vorhin schon gesagt, es wirkt sonst ein bisschen leer, ein bisschen weniger dynamisch und du hast halt gerade als Paladin beispielsweise, du rotzt mit dem heiligen Pfeil alles weg, selbst auf Irdorat. Du lernst als Paladin den heiligen Pfeil, du brauchst nichts anderes mehr, außer vielleicht eine Heilung. Du roffelst alles weg. Und als Magier ist es mit manchen Zaubern genauso. Und deswegen ist die Erhöhung des Schwierigkeitsgrad irgendwo gerechtfertigt. Aber gerade Anfang die Nacht des Raben ist es so anstrengend. Aber das macht es auch aus. Ich mache das gerne. Aber im Vergleich zu Klassik ist es einfach bodenlos. Mhm. Siehst du das anders? Nein. Ich habe Klassik als allererstes damals durchgespielt, weil ich es nur hatte von meinem Cousin und keine andere Möglichkeit hatte. Danach habe ich die Nacht des Raben gespielt und am Anfang verschiedene Sachen geskillt und dann war ich halt
war das Spiel insgesamt viel schwerer. Ich habe es trotzdem geschafft, aber es war halt deutlich schwerer, weil ich halt erst. Also ich habe erst angefangen, anders zu skillen, als ich bemerkt habe, scheiße, es kostet jetzt mehr Mhm. Lernpunkte. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich gehe jetzt nur in eine Richtung, ich glaube nicht, dass man viel mehr Level machen kann. Und es war dann natürlich trotzdem deutlich schwerer, weil ich viel weniger Stärke hatte. Ich habe die Tränke auch vorher getrunken, die Stärketränke und sowas. Das heißt, ich war natürlich schwächer und wusste es aber nicht. Und dann musste Ja, ich das gut, halt so das- spielen. Aber ich habe es geschafft, aber es war halt deutlich schwerer beim ersten Nacht des Rahmenrun, alles zu besiegen. Und die Drachen waren auch super schwer. Habe ich geschafft nach einer Zeit, aber war super schwer. Ja, Muss das ich mit den sagen. Permatränken und allem, das lernt man halt mit den Jahren. Oder mit den Playthroughs, ne? Ja. Deswegen habe ich es dann so gemacht, ja. Aber ich liebe es trotzdem, das ist kein Problem. Und beim ersten Mal habe ich erst Minental gemacht, weil ich ja das Rahmen nicht kannte. Ich wusste jetzt nicht, dass ich da irgendwie nach Jacken da dann plötzlich kann. Und dann habe ich das erst später erfahren, als dann Batras sagt, ja, nee, ich werde nicht mit Augenos helfen, wir müssen erstmal gucken wegen Jacken da. Ja. Also rein theoretisch, wenn man jetzt so darüber nachdenkt, also die Welt soll untergehen, aber du sollst erst Jacken da machen, ja? Er Wieder. braucht eine Ablöse. Ganz plötzlich. Ja. Vorher ging es ja auch ohne. Er braucht eine Ablöse für dahin reisen. Ja. Lass es ein Tagesmarsch sein, wenn es jetzt wirklich realistisch sehen. Lass es ein Tagesmarsch sein. Ich glaube, die überleben auch 3 Tage ohne Vatras Predigt. Und wenn sich ein paar Leute dann umbringen, dann ist es halt so. Wenn sie so indoktriniert sind, dass sie sich dann umbringen müssen, deswegen. Die Leute. Weil sie nicht denselben Text jeden Tag hören können. Das ist eine Kontroverse, über die ich jetzt nicht diskutieren möchte. Wir müssen nicht darüber diskutieren, aber die Wahrheit dahinter ist, also entweder sterben alle im Minental, weil du die Drachen länger dort leben lässt. Wenn du Pech hast, werden alle dort sterben. Oder 4 Leute bringen sich vielleicht um, weil sie Vatras Rede nicht mehr hören, die sie jeden Tag 24/7 hören. Wenn sie ein Radio hören würden, würden sie es auch noch nachts hören. Zum Einschlafen wahrscheinlich. Ich kann die Adanos-Vogelschlunze eh nicht ab. Von daher, macht, was ihr wollt. Ja, meine ich ja, aber also rein realistisch gesehen, die werden sich wahrscheinlich auch nicht umbringen. Aber rein realistisch gesehen würde das nichts ausmachen, Das stimmt. dass er Ja. 3 Tage weggeht. Aber er will lieber die Welt untergehen lassen wegen der Ablöse. Ich meine, vorher konnte Laris auch für ihn Sachen erledigen. Aber da braucht er jetzt eine Ablöse. Ja, ganz wichtig. Klar, Laris ist kein Magier. Aber so eine Rede halten jedes Mal über die Geschichte, das kriegt auch jemand anders hin im schlimmsten Fall. Im schlimmsten Fall glaube ich, dass Daron das auch kann. Aber er ist doch Innospriester. Das ist ja egal, er muss nur eine Predigt halten. Und er kann theoretisch auch für Innos predigen. Wäre mir jetzt egal. Ja, ihr habt über 100 Goldstücke dabei. Der Herr sagt, gebt, wenn ihr habt. Guck mal, wie viel Geld er dann verdienen könnte, der Daron, wenn er dort einfach auf Atlas macht. Er könnte einfach wirklich die Adanos-Predigt halten. Und dann sagt er, ja, jetzt müsst ihr spenden. Oh, no. Die Kirche empfängt eure großzügige Kollekte. Ja. Und dann das jedes Mal easy. Oh Mann. Und ja, Pyruka würde ja auch die Welt untergehen lassen wegen Xardas. Ja. Nee, ich gehe jetzt nur hin, weil ich Xardas zur Rede stellen will. Aber dafür hat er genug Zeit, um so einen Babystreit zu machen. Mit Xardas. Dafür hat er die Zeit. Aber für die Welt retten. Nee, kein Bock. Kein Bock. Ich bin oberster Feiermagier, also interessiert mich das nicht. Es ist so belastend als Main-Feuermagier-Spieler und Innos-Fanboy. Ja. Ist es denn anders? Was ist anders? Nee. Was soll anders sein? Ich habe gesagt, ist es denn anders, als ich es darstelle mit Pyruka? Nee, aber darüber reden wir nicht. Ach so, das ist das. Das wird hier glorreich verschwiegen. Ah, ja. Du hast über 100 Gold. Ich kann dir das hier gleich gegen den Kopf werfen. Das ist bestimmt auch 100 Gold wert. Musst du Also dann ich zu glaube- Daron sagen. Ich glaube, das ist weniger als ein Goldstück wert, wenn wir den wahren Goldwert heutzutage berechnen. Ja, okay. Ja.
Das hat vielleicht 50 Euro gekostet. So, wenn es 50 Euro kostet, ist es nicht so viel wert. Auf jeden Fall nicht. Kommt drauf an, wenn es 0, irgendwas Gramm ist oder wie viel ist der Goldpreis? Keine Ahnung gerade. Mal kurz Ich habe gucken. keine Ahnung. So, wo Also waren wir ein- denn eigentlich? Glaubwürdigkeit hatten wir durch, oder? 53 Euro 1 Gramm Gold, so. Okay, Oh. jetzt weiß ich Bescheid. Siehst du? Also 1 Gramm Gold, nicht mal, das heißt 1 Gramm, das ist ja nicht mal ein Goldstück. Ein Goldstück ist bestimmt 3 Gramm oder so. Keine Ahnung, oder? Oder was denkst du? Ich weiß es gar nicht. Um ehrlich zu sein. Ich weiß es auch nicht, aber das finde ich heraus. Wie viel wiegt eine Goldmünze? Da. Ja, so 30 Gramm in etwa. Alter, wie unbezahlbar fast. Das hört sich ja schon unreal an, Alter, ja. Aber siehst du? 30 von diesen Tasten müsstest du gegen mich werfen, dass du ein Goldstück bekommst. Ich wollte doch gegen Daron werfen. Ah. Ah, ja. Egal was ist, aber das liebe ich an Daron, dieses. Ah, ja. Ich liebe es einfach. Auch wenn er ein dummes Arschloch ist eigentlich, aber Das ist richtig. er würde dir nicht den Segen geben, wenn du nicht irgendwas ihm gibst an Gott. Und zum Beispiel in Velaya, in der Mod wurde es ja auch richtig lustig gemacht. Da will er 600 Gold für irgendwas für Velaya. Ich weiß es nicht mehr, was ist jetzt über ein Jahr her, dass ich es durchgespielt habe. Die Mod habe ich nie gespielt. Ja, und da ist er so, der will 600 Gold für irgendwas. Und weil sonst erinnert er sich nicht daran. Wenn dem aber so ist, ab 600 Gold, ja, dann weiß er das plötzlich. Ja. Machen wir doch weiter. Ist ja kein Problem, macht es doch nur besser. Ich meine, mit dir haben wir ja, tatsächlich bist du mit mir jetzt bisher einer der erfolgreichsten Podcasts momentan, wenn man die Viewerzahl ansieht. Also so schlecht kann es ja nicht sein gar heute. nicht drauf. Da Ja, achte ja, ich aber- gar nicht drauf, ja. Ich vergleiche immer gerne, wie viele Leute bei dem und bei dem zugeschaut haben und das und dies. Ich vergleiche das immer gerne. So. Ich Ansonsten. glaube, YouTube wird da, glaube ich, wichtiger für irgendwelche Analysen. Ja, nein, das ist was anderes, aber YouTube strahlt ja manchmal deine Sachen trotzdem nicht gut aus. Vergiss das Ja, nicht. gut, das stimmt. Siehe Zum letztes Beispiel das Quiz. letzte Gothic-Quiz, genau. Das war eins der best ausgearbeitetsten Quizze, hat aber die wenigsten Aufrufe. Warum? Ich kann es nicht sagen. Es ist, also wirklich, es wurde auch im Prinzip von Folge zu Folge meistens erstmal gleich geblieben oder schlechter jetzt im Moment. Und warum? Keine Ahnung. Und wenn ich in Analytics gucke, dass es nicht so viel im Feed gezeigt wurde, dann weiß ich aber nicht warum. Zum Beispiel. Vielleicht müssen mehr Leute das durchwatchen von Anfang bis Ende. Ja, aber. YouTube ist da manchmal ein bisschen komisch bei dem Algo. Ja. Aber das erste Quiz, als ob das haben sich so viele Leute komplett angeguckt haben. Das war 4 Stunden lang oder so. Also ich glaube jetzt nicht, dass da so viele Leute das komplett angeguckt haben. So, Ich um hab ganz keine ehrlich Ahnung. zu sein. Das hatte die meisten Aufrufe, glaube ich, das erste davon. Das Schlimmste hatte die meisten Aufrufe. Drama, Baby, Drama. Ja. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, Kampf bei der haben wir. Schwierigkeitsgrad Glaubwürdigkeit hatten wir auf fertig. jeden Fall. Schwierigkeitsgrad, ja. Ja. Hatten wir gehabt, ja. Jetzt Charakterentwicklungen. Du kannst weitermachen. Ich hole mir kurz mein Wasser, ich höre dich, aber was. Ich würde das einfach abkürzen, weil ich habe die wesentlichen Punkte quasi, was für mich eine Charakterentwicklung ausmacht, bei Gothic 1 schon genannt. Und in Gothic 2 fallen mir da halt auch nur wieder die üblichen Verdächtigen ein. Aber es ist jetzt. Ja. Erzähl weiter. Lass mich mal überlegen. Wir haben Francis, der einen ordentlichen Einlauf von Greg bekommt, als er wiederkommt. Mhm. Er wird wieder degradiert, weil er eine faule Sau ist, die nichts hinbekommt. Theoretisch kann er dir auch den Schlüssel verkaufen. Ja.
Aber, na gut. Wir haben, oh, wie hieß der denn nochmal? Wenn wir Ramon umhauen, übernimmt doch Carlos dem seinen Platz. Weiter, Ein ja. Jakender. Weiter. Kann man das nicht als Charakterentwicklung vom Heini, der einfach nur dumm im Lager rumsteht, zum Heini, der am Tor rumsteht? Ja, ich weiß ja nicht. Der Torhüter. Nee, also mir fällt jetzt keine signifikante Charakterentwicklung tatsächlich ein in Gothic 2. Ich meine, das ist ja vielleicht jetzt doch nicht wirklich eine Charakterentwicklung, wenn. Er muss ja nur dahin, damit irgendjemand das macht und nicht, weil. Es ist einfach nur. Er muss das jetzt machen. Das Er ist hat auch, sagt auch richtig. selber, dass er keinen Bock hat, wenn man ihn dann anspricht darauf. Das ist auch richtig. Nee, mir fällt keine Charakterentwicklung wirklich ein. Also da habe ich in Gothic 1 mehr gefunden als in Gothic 2. Wirklich keine Charakterentwicklung. Und Xardas haben wir ja gesagt, ist eine Charakterentwicklung von Teil zu Teil. Ja, aber das brauche ich nicht wiederholen. Richtig, richtig. Uff. Da schafft er sogar das, was er am Schläfertempel nicht geschafft hat. Ja. Aber Ja, jetzt weil. Ich mache den folgenden Vorschlag. Ich gehe noch mal kurz ums Eck und fülle dann auch noch mal kurz meine Getränke auf, mache mir in der Zeit Gedanken und wir treffen uns in 3 Minuten wieder hier. Okay. Sehr gut. Ah, ja. Chat lieb sein. Ich komme wieder. Ja, ja, immer diese Innoskirche. Diese schlimme Innoskirche. Alter, wie warm dieses scheiß Wasser ist, Alter. Aber ich sage auch immer, diese Innosma-Priester, das sind die schlimmsten. Das sind die schlimmsten. So. Ich check mal ganz kurz, Leute, ich check kurz mal ab, was mein Cutter wieder getan hat. Der hat ja vorhin gesagt, ich soll mal, wenn ich kann, kurz drüber gucken. Ich sag Sache, wo man nicht hin sollte, oder? Ich glaube, hier sollte ich nicht hin. So. Hä, warum ist mein Stream jetzt hängen geblieben? Ich muss meinen Stream neu laden. Ist da noch was im Chat reingekommen in der Zeit? Nein, nicht gerade. Ja, aber ich wusste gar nicht, warum mein Stream hängen geblieben ist. Bei mir selber, meine ich jetzt. Mhm. So. Okay. Also, wo war ich jetzt selber stehen geblieben?
Ich bin wieder da. Mein Kätzchen Sehr hat schön. sich gerade übergeben. Das Ui, musste ich wow. noch wegmachen. Warum hat sich die Kleine oder der Kleine, ich weiß gar nicht, vergeben? Ist nur sie? Keine Ahnung. Mhm. Muss ich gleich mal gucken. Aber nichts Schlimmes. Die hat manchmal Mhm. das Problem, die überfrisst sich gerne. So was viele Tiere machen eigentlich. Ja. So. Okay. Zum Thema Charakterentwicklung habe ich keine nennenswerten neuen Erkenntnisse. Mhm. Sag, du hast halt erst keinen Bock auf dich und dann am Ende machst du doch alles für ihn. Vielleicht. Ja, aber das ist auch wieder eher Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Am Ende sagt der wieder Bewahrer des Gleichgewichts, mein Sohn. Am Anfang will er dich umbringen. Am Anfang macht er dir einfach so eine Werbeshow, was du damals gemacht hast, hat er aufgenommen. Jep, Mit einer magischen Kamera oder so, keine Ahnung. mit einer magischen Kamera. Jetzt wird's absurd. Er hat die Magie, so eine Adamus-Magie, so die Aufnahme gemacht, ja. Und dann lässt er das abspielen. Über die Adamus-Magie, I don't know. Keine Ahnung. Und lässt sich eine Hast du Vision einen, sehen. hast du einen Sonnenstich bekommen? Kann ich zu Hause nicht bekommen. Ich habe überall so Rolladen immer zu, wenn es so heißt. Nee, also das ist echt cringe. Thanos Magie mit der magischen Kamera. Okay, okay. Du bist eh Innos-Anhänger, das würde nur ein Innos-Anhänger so sagen. Natürlich. Nee, mir fällt keine Charakterentwicklung Mhm. ein. Mir fällt Saturas, ja, aber ansonsten gut, Pyroka eigentlich auch nur, wenn du Feuermagier bist. Mhm. Obwohl, nee, ich sagte dir nicht so oder so, dass er dir den Brief gegeben hatte. Doch. Mhm. Mhm. Muss gerade überlegen, wenn ich die verschiedenen Gilden durchlaufe. Nö, mir fällt nichts ein. Außer noch, dass Peck freundlich zu dir ist, wenn du ihn nicht verpfeifst als Milize. Mhm. Apropos Talamon, ich find's irgendwie immer dumm, dass Talamon, der sagt, du darfst nicht vorbei, und dann sagst du, ja, nee, Pyroka hat gesagt, ich darf hier ein Buch lesen. Das könntest du ja auch einfach so immer sagen, theoretisch. Und dann lässt er dich durch, wenn es so ist, okay, du darfst vorbei. Ja. Aber das ist ja Gameplay geschuldet, ne? Ja, aber da könnte ja man ja einfach irgendein schriftliches, eine Schrift, Ja. eine Notiz oder was auch immer, ein Zettel, ein Schreiben vom Pyroka bekommen. Ja, der darf da Aber du jetzt sagst ja auch vorbei. Askan auch nur einfach, alles wird gut und ein schönen Gruß von Ian. Ja, das ist das, was man, ja, auch wenn es ein schlechter Spruch ist, also auch wenn es ein schlechtes Losungswort ist, Hm. hätte ja auch was anderes sein können und dann wäre es ja vielleicht doch noch plausibel. Ja. Oder nicht? Ja, irgendein Losungswort hätte man da nehmen können. Mhm. Ich finde es nur bei Talamon und Dings und Diego schickt mich ist halt auch dumm, aber wahrscheinlich würde trotzdem niemand daran denken, weil es einfach zu einfach ist zu sagen, Diego schickt mich. Meinst du? Mhm. Hm. Ich glaube schon, dass das jemand versucht hätte, wenn er die Möglichkeit dazu gehabt hätte. Bin ich ehrlich. Weil das halt wirklich so naheliegend ist, das ist idiotensicher. Mhm. Huch. Gut, kann man auch so sehen, natürlich. Aber woher weißt du, dass es dann zum Zettel holen ist wiederum? Ja gut, wenn ja jeder eine andere Prüfung bekommt, aber ja, Mhm. nee, Charakterentwicklung. Ich sehe sie in Gothic 2 nicht wirklich. Mhm. Senkrad, der stirbt und dann ist Uda da, der dich losschickt, die Armbrust holen und danach ist er deprimiert.
Ja, okay. Ist mir aber zu schwach persönlich. Ja, es gibt noch jemanden, Bloodwin. Wenn du ihn beleidigst, wird er immer schwächer und schlechter, weil er depressiv wird. Weil er traurig wird, dass du ihn so schlecht machst. Ja, gut, er hat weniger Health und weniger Rüstungswerte. Ja, das heißt, er glaubt weniger an sich und kämpft deswegen schlechter, würde ich mal sagen. Das ist doch bestimmt auch nichts auf die Ja. Psyche. Damit meinen sie doch, damit kratzt es, das kratzt doch an seine Psyche und deswegen wird er schwächer. Das ist so ein psychisches Ding bei ihm, glaube ich. Ich glaube, so ist es auch Ja. gemeint. Guter Guess. Guter Guess. Mhm. Würde sagen. Bulko und Silvio. Ich gehe gerade so ein paar Optionen im Kopf durch. Ja, gut, und wenn du da halt verpfeifst und verklopst, wird er halt sauer auf, oder er verkloppt wird er halt sauer auf dich und redet nicht mehr mit dir. Jo. Mhm. Also ich bringe Silvio immer um. Noch bevor er ins Minental geht. Nein, geht doch gar nicht davor. Davor ist er unbesiegbar. Echt? Bulko Ich ist hab's nur nie besiegbar, versucht. Silvio ist unbesiegbar. Ich hab's nie versucht. Ich habe damals als Kind Silvio verprügeln wollen, weil er gesagt hat, Silvio ist Leute. Und ich dachte mir nur so, warum nicht eigentlich auch Silvio verprügeln? Also nicht töten, sondern nur verprügeln. Und er war immer unbesiegbar und ich habe auch immer mich so, ich fand's scheiße. Weil ich denke mir nur so, also man hätte doch einbauen können, dass man ihn auch verprügeln kann. Entweder die anderen alle oder halt den Kopf von denen einfach mal verprügeln. Beziehungsweise dann greift Bulko dich auch an, wenn du ihn angreifst. Also wäre es 2 gegen 1. Aber trotzdem, wenn man das schafft, ist es ja auch genug Beweis. Weil mit Silvio hast du im Prinzip den Kopf von Silvios Das Leuten stimmt. auf die Fresse hast du allen auf die Fresse gegeben damit. Und das ist ja der, an den der versucht im Prinzip gegen Lee zu brettern alles. Und deswegen, das wäre ja genauso gut. Weil wenn die sehen, ja, der kann doch nicht mal einen Typen, der nicht mal irgendwas hat, besiegen. Wieso sollten wir ihm dann im Prinzip dienen oder wieso soll er das Lager dann übernehmen? Finde ich auch einen guten Guess. Aus dieser Perspektive habe ich das Ganze noch gar nicht gesehen. Ich muss kurz mein Handy leiser machen. Warum auch immer ich um 0 Uhr angerufen werde. Oh, ich hasse das neue Handy-Update. Red weiter, ich mache nur jetzt kurz mein Handy auf leise. Nee, Achso, ja, okay. nee, Alles gut. Charakterentwicklung ist durch, würde ich sagen. Außer dir fällt noch was ein, aber ich habe definitiv jetzt nichts, was mir noch einfällt. Nee. Okay, ja, mir fällt auch bei Charakterentwicklung jetzt nichts ein. Nee. Okay, dann geht's jetzt zum namenlosen Held. Gibt's da noch was anderes, als ich in Gothic 1 schon gesagt habe? Das bestimmt. Weiß ich kein. Naja, du wirst halt für Saturas der Bewahrer des Gleichgewichtes. Abogin nennt dich Sohn der Geduld und auch Sohn der Gefahr. Ja, und du bist halt quasi wieder für die Alltagsprobleme erstmal für alles und jeden zuständig und musst dich erstmal quasi erkämpfen, einer Gilde angehören, damit du respektiert wirst. Mhm. Wirst aber von jedem wieder nur benutzt, die Drecksarbeit zu machen. Natürlich, Gameplay-mäßig muss man da auch was dem Spieler zu tun geben. Aber ich finde halt einfach, du willst halt Vatras davon überzeugen, dich dem Ring des Wassers anzuschließen. Und das Erste, was er halt macht, das wäre auch wieder was zum Thema Glaubwürdigkeit. Er stellt dich auf die Probe, du gibst ihm Aussagen und dann sagt er, ja, ich erkenne nicht, dass du mich anlügst, oder sagt, ich erkenne, dass du lügst. Und wenn du ihm dann sagst, ich bin ein ehemaliger Gefangener aus der Strafkolonie von Kyrienes, ich wurde von Xardas geschickt, dass Drachen gekommen sind, um das Land zu erobern.
Ja, ich sehe, dass du die Wahrheit sprichst und dann später, oh, ich habe den Schläfer besiegt. Deine Augen sprechen voller Überzeugung. Ich kann nicht sehen, dass du mich anlügst, aber irgendwie, ich bin mir nicht sicher, ob mich meine Sinne nicht auch täuschen können. Es macht A wieder dieses Adanos-Ding so unglaubwürdig und zum Mhm. anderen, ja, wird eigentlich gesagt, obwohl du die Wahrheit sprichst, traue ich dir nicht. Das ist eigentlich komplett unsinnvoll. Er kann deine Lügen immer erkennen, man kann es ja auch testen, dass er es kann. Ja. Aber da bei dem Schläfer die Sache, ja, weiß nicht, voller Überzeugung dies und das, aber keine Ahnung. Vertrau dir Und nicht. selbst wenn, du hast auch die ganzen Verbrecher freigelassen. Und Ja. du bist halt irgendwie, wirst du so diskreditiert, weil es selbst, also wie auch immer Gorn das herausgefunden hat, aber Mhm. selbst Lee sagt, oh, Gorn hat mir gesagt, du hast die Barriere zum Einsturz gebracht. Wie kann man das überleben? Und andere, oh, ich dachte, du wärst tot. Und das ist halt so eine Sache, irgendwie bist du eine respektable Figur für alle, die dich kennen, ne? Unter anderem würde Raven dich ja auch sonst nicht suchen lassen. Beziehungsweise in Klassik ist es ja Dexter, der den Brief von einem Suchenden, den Auftrag von einem Suchenden bekommt. Mhm. Mm, was aber eben ja dann auch wieder dazu führt, dass dem namenlosen Helden eben seine Taten vorauseilen, aber ihn irgendwie keiner ernst nimmt oder vielleicht doch gar nicht erkennt. Weil du eben, ja, so 0815-Aufgaben eben bekommst und auch die Charakterentwicklung vom namenlosen Helden, die Freundschaft zu den 4 Freunden Mhm. könnte sich intensivieren, aber das Einzige, was sie wirklich zusammen macht, ist nach Edorat fahren. Ansonsten triffst Mhm. du mal hier und da jemanden, du holst Gorn aus dem Knast, Lester sitzt die ganze Zeit bei Xardas im Tal, dann ist Lester einmal kurz am Mhm. Pass, dann hockt er vor Xardas Turm rum. Milton steht dann die ganze Zeit vorm Kloster rum. Das heißt, so dieses Zusammenhalten und Arbeiten, dazu kommt ihr ja gar nicht wirklich. Ja, und Seid aber Lester irgendwie schläft ja dann die trotzdem. ganze Zeit dann bei Xardas dann danach. Ja. Ja. Und später, wenn Xardas weg ist, steht er halt vor dem Turm rum, weil die Dämonen da sind. Ja, weil er keinen Bock hat, die zu bekämpfen, ja. Und das ist halt auch so eine Sache, irgendwie, die 4 Freunde und der namenlose Held, das ist ja mehr oder weniger das Stream-Team, aber man merkt in Gothic 2 halt so gefühlt gar nichts davon, außer wenn es dann nach Irdorat geht. Mhm. Aber ich sehe jetzt nicht den großartigen Unterschied spielerisch zum namenlosen Helden im Vergleich zu Gothic 1. Du kannst ein paar mehr Handwerksfertigkeiten intensivieren. Du kannst Mhm. schmieden lernen, du kannst die Alchemie lernen, was in Gothic 1 ja angedacht war, aber gar nicht ging. In Gothic 1 konntest du immer ein grobes Schwerter schmieden. Das ist jetzt ausgebaut und Jagen, also Verlinim und so weiter, das konntest du ja vorher alles schon. Also ich sehe jetzt Mhm. keine großen nennenswerten Unterschiede in Bezug auf den namenlosen Helden, auch von der Lore her, außer dass du mehr Hintergrundwissen Mhm. erfährst und dich einer anderen Bedrohung stellen musst. Aber so im Großen und Ganzen würde ich sagen, das meiste habe ich bei Gothic 1 schon gesagt. Okay. Würdest du sagen, dass der namenlose Held vielleicht etwas mehr durchgreift bei den meisten Sachen oder nicht? Im zweiten Teil. Er stellt mir in Frage. Oder du hast die Möglichkeit, mir in Frage zu Mhm. stellen. Es gibt ja unter anderem auch die Möglichkeit, je nachdem, welcher Gilde du noch angehörst, dass Xardas ja sagt, nö, zum Steinkreis, zum Sonnenkreis breche ich nicht auf, besorg dir mal Ausrüstung. Dann sagt er so, ja, okay, ich habe den Dialog letztens erst noch gehört. Ich weiß, was du meinst, wenn du keine Paladin-Rüstung hast und mit einer Milizrüstung zu ihm kommst, sagt er nur, Genau, macht er nicht. genau. Ja. Und ich meine, dass der namenlose Held da ziemlich schlagfertig antwortet. Ich weiß aber nicht mehr was, aber ich weiß, was du meinst. Ich will gerade noch mal nachschauen. Held noch nicht bereit. Genau.
Xardas hat ja in Gothic 1 gesagt, wag es nie wieder mir zu widersprechen. Und hier, ja, dann erklär mir doch wenigstens den Grund deines Zögerns. Und Xardas so, seit ich mich von den Feuermagien abgewendet habe, bin ich ihnen aus dem Weg gegangen. Ich bin auch nicht gewillt, das zu ändern, es sei denn, ich habe keine andere Wahl. Doch bevor ich mich den strafenden Blicken der Magier aussetze, will ich mir erst sicher sein, dass du überhaupt den Hauch einer Chance gegen die Drachen hast. Mit deiner schäbigen Ausrüstung wirst du jedoch nicht weit kommen. Komm erst wieder, wenn du stark genug bist. Und der Held so, ah ja, schon gut, dann sag mir doch einfach, was ich tun muss. Ja, du bist noch zu schwach für den Kampf gegen die Drachen. Mit der Ausrüstung hast du nicht den Hauch einer Chance. Komm wieder, wenn du dich besser vorbereitet hast, dann werde ich mich Vatras anschließen. Mhm. Und das ist halt so, er widerspricht halt oder hinterfragt auch, aber was genau meinst du mit härter durchgreifen? Weil Was mein, ach so. im Prinzip wird er vom Ton her rauer. Er sagt halt Mhm. schon eher, was er denkt oder was jetzt Mhm. Phase ist und will sich von dem Weg halt auch nicht abbringen lassen. Ja, genau. Also ernster kann man auch sagen, nebenbei noch. Ja. Okay. Jo. Dann Geschichte Lore. Oh, da gibt es so viel. Ich meine, ich habe einen Lore-Podcast, ne? Ja. Habe ich auch davon gehört. Habe ich davon mal Mm, gehört. Ich würde halt einfach auch nochmal damit anfangen, du hast halt unglaublich viele Nebenkriegsschauplätze, Sidequests, Mhm. die wohl platziert sind, aber du kannst dir bei manchen Quests aussuchen, in welchem Kapitel du die erledigst. Und es ist so, dass Quests, die im ersten Kapitel beispielsweise 50 Erfahrungen geben, im 5. Kapitel das 10-fache geben. Und bei manchen ist es halt so, dass man die sich dann bewusst halt nochmal für später aufhebt, für die Erfahrungspunkte. Aber ich bin ja immer so ein Freund davon, das relativ, zumindest die Abgabe, das relativ immersiv zu gestalten. Mhm. Und mich im Late Game auch wirklich auf die Story zu fokussieren. Und ich finde halt, ist ziemlich schwach, was sie mit dem untoten Drachen da gemacht haben. So nach dem Motto, ja, okay. Ich bin derjenige, der die Drachen befehligt hat. Ich habe eigentlich alles auf den Weg geschickt, damit du zu mir findest. Das war doch klar, dass wir uns gegenüberstehen, weil ich kenne dich ja besser, als du denkst. Und das ist so im Gesamtkontext betrachtet eigentlich sogar eine ziemlich schlechte Story. Mhm. Wenn man jetzt nur den linearen Weg betrachtet von ich spawne in Xardas Turm, nachdem ich den Schläfer besiegt habe, beziehungsweise verbannt, und werde quasi wieder auf den Weg gebracht, nur um am Ende beim untoten Drachen zu stehen. Und ich finde halt generell dieses Mhm. High-Fantasy-Setting mit Drachen ein bisschen stimmungstrübend. Ich finde, wie es geschrieben wird, eigentlich unglaublich genial, auch wie sich der Spannungsbogen aufbaut mit den verschiedenen Etappen, Mhm. dass du erst die 4 Drachen besiegen musst, die dir dann auch überhaupt erstmal erzählen von der Zusammenkunft und dem Hort des Meisters, wo man ja aktuell gar nicht würdig ist, hinzukommen und dass er einen zerfetzen würde und dann stehst du da und der Kampf gegen den untoten Drachen, der ist schon knackig. Das muss man sagen. Ich finde ihn spannender als den Kampf gegen den Schläfer. Der war furchtbar, da brauchen wir nicht drüber reden. Das war sehr eindimensional und schlecht. Die Idee dahinter war geil, aber ich fand es nicht gut umgesetzt. Ähm, aber es ist halt so, du hast halt quasi das Gefühl, Mhm. auch im Anbetracht auf Gothic 3, so jetzt habe ich es geschafft. Und du siehst, wie Xardas sich diese Energien am Ende zunutze macht. Das ist ja auch noch Plot und in sich Mhm. aufnimmt.
aber quasi jetzt nur den Mainplot betrachtet, ist es halt sehr wenig. Wenn ich jetzt dieses Mhm. Ganze mit Raven noch und den Suchenden etc. nehme, kriegt das schon wieder mehr Leben, eine Dynamik und eben mehr Fülle. Aber ich finde, ich will jetzt irgendwas sagen, ohne mich zu wiederholen, dass, lass mich kurz nachdenken. Dass in der Story von Gothic 2 von Anfang an klar ist, dass es gegen die Drachen geht, schmälert auch irgendwie Die meine Erwartungshaltung. Atmosphäre, weil du weißt, gegen was du kämpfen wirst, aber du weißt nicht wie. Mhm. Und du wirst quasi die ganze Zeit darauf vorbereitet, was auch seinen gewissen Charme hat, aber ich hätte es besser gefunden, wenn du dann irgendwie anders herausfindest, dass du gegen die Drachen kämpfen musst. Dass du quasi erst im Minental davon erfährst, dass du Mhm. erstmal den Plot so gehst, dass du mit dem Anführer der Paladine in der Stadt sprichst, ihm von der Bedrohung vom Schläfer erzählt hast, die du gerade beseitigt hast, dass er dann sagt, ja, okay, du weißt, du kennst dich ja aus, geh mal zurück ins Minental, ich habe da eine Expedition, ich muss mal wissen, wie es um die steht, vielleicht lauern da noch irgendwelche Gefahren oder so. Oder vielleicht ist nicht alles restlos beseitigt. Und dann erfährst du von den Drachen, wirst zurückgeschickt, berichtet Xardas davon und er sagt, hier geh zu Hagen und hol dir das Auge und dann bricht das Chaos mit den Suchenden aus. So in die Richtung. Auf diese Art und Weise hätte ich mir das spannender vorgestellt. Mhm. Ich weiß nicht, mit jemandem hatte ich das Thema auch und der hat es genauso gesagt. Der hat gesagt, er fände es besser, wenn das man nicht direkt am Anfang erfahren hätte. Ich glaube, das war mit Nordmann. Wenn man nicht direkt erfahren hätte, dass es die Drachen gibt und dass wir die Drachen killen wollen, dass das böse ist. Und so weiter Ja. und so fort. Ja, ich bin mir meine, da nicht gibt es ja, sicher, ob es mit ihm war. gibt's ja verschiedene Meinungen drüber, aber Mhm. es nimmt halt so ein bisschen was, auch von der Mhm. Exploration. Aber macht Sinn. Mir wäre es auch lieber, wenn ich. Am liebsten wäre es mir sogar, wenn ich dann zu diesem Drachenhort gehe, irgendwie, keine Ahnung. Und dann plötzlich dort bin und dann merke ich, oh, ich mache keinen Schaden. So wie bei Gothic 1 bei dem Schamanen. Und dann weiß ich, dass es Drachen gibt oder so. Geh mal so das neue Lager erkunden, Mhm. neuer Tagebucheintrag. Mhm. Nee, Ja. wenn du jetzt den Drachen einfach gehst und du willst den dann angreifen, greifst ihn an, dir wird gesagt, dass da irgendwas passiert ist, keine Ahnung, mir jetzt egal. Das ist jetzt irrelevant. Du greifst ihn an, merkst, dass du keinen Schaden machst und dann, oh, so wie bei Gothic 1. Und dann, oh, da muss ich Ach, du meinst abbauen. wie bei dem letzten Schaman hinter der Brücke. Richtig, richtig. Und dann fährst du Augenos, ohne Augenos führt das nichts, funktioniert nicht, fertig. Ja. Und die Drachen greifen dann halt auch wirklich erst an, wenn das dann schon klar ist. Im Prinzip. Du kommst dann wieder zurück, wenn es um die Drachenjagd geht. Und dann genau bekommst du mit, dass die gerade angegriffen werden. Und dann sieht es noch schlimmer aus. Das Minental ist ja trotzdem, war unter der Belagerung schon vorher. Und dann sieht es halt noch schlimmer aus danach. Im Prinzip. Würde ich jetzt sagen. Oder ich weiß nicht, was du jetzt darüber denkst. Es ergibt stellenweise Sinn, aber stellenweise ist es mir zu unfertig. Ja, natürlich, das ist jetzt ja auch gerade hier in ein paar Sekunden Ja. sich jetzt was überlegt, was man hätte machen können. Und natürlich wären da noch mehr Dinge dahinter dann. Es ist ja jetzt nicht ausgearbeitet, das ist jetzt eine Ja, Idee. ich sag halt, Ja. das ist klar. Habe ich sonst noch was zur Story? Ich finde die verschiedenen Aufnahmewege in die Gilde gut. Beispielsweise, jetzt ohne dass ich mal die Vereinfachung aus die Nacht des Raben nehme, das mit der Diebesgilde. Dass du da eine Alternative hast. Finde ich sehr, sehr gelungen. Bevor du Bürger. Also, ich werde auch eine Kabine. Die Diebesgilde auslöschen, ja, ja.
Genau, bevor du Bürger der Stadt Mhm. bist, gut, den einfachen Weg ins Kloster hast du halt eben erst mit die Nacht des Raben Mhm. und den einfachen Weg zu den Söldnern auch. Aber ich finde alleine, dass du wieder diese verschiedenen Fraktionen hast und dass du da teilweise auch andere Lore vorfindest. Ich kann immer wieder nur die beiden Bücher im 5. Kapitel in der Klosterbibliothek erwähnen, unter anderem. Mhm. Und dir vieles auch aus anderer Sicht zugetragen wird, beispielsweise die Sache mit Bennett. Mhm. Oder dass Serpentis dich quasi zum Auftragsmörder macht, wenn du Drachenjäger bist. Mhm. Was mir jetzt so auffällt, die haben ja diesen Sprachfile, dass du Lothar diesen Brief geben kannst, dass es wirklich Drachen gibt. Warum haben sie Ja, denn, wenn sie das schon aufgenommen haben, warum haben sie denn dann das nicht drin gelassen? Und dann, während du das Auge Innos holen willst, dass er dann in der Zeit ermordet wird, der Lothar. Das wäre doch viel interessanter gewesen, wenn Lothar dir das wirklich noch sagt und er dann plötzlich ermordet wird, dann wäre es doch dann fände ich das viel besser. Weil du hast ja im Prinzip, der ist einfach weg. Du warst im Winter und plötzlich ist er weg. Du weißt nicht warum, du fährst dann nur wegen der Story, ja, der hat jemanden ermordet. Oder du ja gehst gut, ins das Gefängnis. stimmt, ja. Und ich meine, die Sprachfile gibt's, wieso kann man das nicht einfach so einbinden? Und er wird dann danach umgebracht, wenn du das Augenos dann suchst. Macht ja Sinn, die Das Suchenden wird, tauchen ja alle auf einmal jetzt in der Zeit. Und die sorgen ja auch dafür, dass er stirbt im Prinzip. das wird zu einfach. Glaubst du, ich glaube, es ist einfacher gewesen, dass sie einfach ihn sofort verschwinden lassen haben. Hm. Ach du Scheiße, was er gerade geschrieben hat. Oh. Lies mal im Chat. Nee. Ja, kannst du Alex so mitteilen. Oh. Das wird mir alles zu viel. Ich nicke ab. Ah, okay, ja. Das war ja klar. Soll ich ihm für dich mit aufs Maul hauen? Ich nicke ab. Was wird dein neuer Streamspruch? Oh. Nee! Auf gar keinen Fall. Lieber mache ich wieder die Pyramide, als das als Spruch einzubauen. Was ist die Pyramide bei dir? Ich schicke dir etwas. Ich möchte Okay, es nicht demonstrieren. okay. Die Pyramide. Link kopieren. Oh Mann, ich bin gespannt. Muss ich mich festhalten? Ja. Okay, schauen wir mal drüber. machen jetzt die Pyramide zusammen. Warte, mein Ton ist noch und nicht an, sonst kann ich die atmen Pyramide tief nicht ein. ansehen. Warte. Ich merke, dass die Gothic 2 Musik jetzt schon seit einer Stunde aus ist, wahrscheinlich, weil ich vergessen habe, wieder anzumachen. Aber jetzt nicht schlimm. So, wir machen jetzt die Pyramide zusammen und atmen tief ein. Und aus. Das ist so schlimm, das schon wieder zu sehen. Und nicht vergessen, die Pyramide dabei zu machen. Warum glaube ich, dass ich das schon mal gesehen habe? Oder war ich Das ist mein zufällig wirklich in den Grundstein Stream davon. gejoint, als du das gemacht hast? Ich bin mir zu Ich hab keine 99% Ahnung. sicher, dass ich das schon gesehen hatte. Und ich habe keinen Das Link war so davon gehabt. vor 1,5 Wochen, mitten in der Nacht. Oh, das kann sein, das kann sein. Oh, das war, glaube ich, da, wo du mich wegen den Quizfragen gefragt hattest. Ah, siehst du, kann also sein. Ach so, WoW-Mate, weil ich heiße doch auch Alex, deswegen war ich gerade voll verwirrt. Ich war gerade kurz voll verwirrt, ehrlich. Wegen dem Chat. Ist noch da? Hallo? Alles klar, viel Achso. Spaß am Blog mit Karnisch und Riedchen beim Minilaufen. Mhm. Ja.
Nicht Insider, sondern WoW-Talk. Was wollte ich jetzt sagen? Mhm. Ich bin jetzt völlig aus dem Konzept hier. Ihr müsst mir mal auf die Sprünge helfen. Ich bin völlig Wir aus waren dem bei Konzept. Geschichte und Lore. Ach so. Mhm. Geschichte und Lore. Was habe ich denn bis jetzt dazu gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Das abgenickt hat mein Hirn so kaputt gemacht. Wir hatten gerade noch die Theorie besprochen wegen Lothar. Ja. Und du warst gerade in der Geschichte an dem Punkt, glaube ich. Deswegen sind wir darauf gekommen, wenn ich nicht falsch bin. Mit dem abgenickt fand ich auch ganz schlimm. Ja. Ah, und Toten Drachen fandest du scheiße, genau. Dass es einfach so ist. Hast du auch gesagt. Du hast gesagt, wir haben darüber geredet. Also Gildenbeitritte, daraufhin sind wir auf Schneller Lothar dann auch Gildenbeitritt, irgendwie ja. gekommen. Ja. Mhm. Mhm. Ich finde auch diesen Kommt das jetzt hier? Ich finde diesen Initianten-Ritus, um den Ring des Wassers beizutreten, finde ich auch ganz schön. Mit dieser Aufnahme in der Taverne als Hauptquartier, dass du dich halt auch erstmal beweisen musst. Mhm. Mm. Ja, Lore, also wie gesagt, da kann ich 2 Wochen am Stück drüber reden. Sehr gut, Was dann let's go. mir besonders gut gefällt, ist eben, dass wir in der Lore diese Dynamik haben, dass natürlich auf altbewährtes aus Gothic 1 angeknüpft wird, aber auch neue Sachen dazukommen. Ne, man hat dann die Diebesgilde eben nicht in Gothic 1 drin gehabt, sondern man hat sie in Gothic 2 implementiert. Man hat versucht auch natürlich altbekannte Orte ein Stück weit zu bewahren, soweit sie halt ins Environmental Storytelling passen. Im Minental. Man hat versucht, bekannte Charaktere wieder in einer tragenden Rolle mitzubringen. Und was halt eben auch eine Verbesserung ist, ist eben auch die Entwicklung. Ich habe hier irgendeine Mücke drin, trotz Fliegengitter. Die ist mir gerade hier. Auf jeden Fall. Kann ja durch die Tür kommen. Auch im schlimmsten Fall. die Entwicklung der Orks, die ja dann plötzlich doch Schwerter tragen können, die geschmiedete Waffen haben. Das sind halt alles so kleine Details, so Lore-Schnipsel. Lore ist ja nicht nur Geschichte, nicht nur Story, sondern auch vieles, was generell im Spiel drin vorkommt, hat irgendwo seinen Platz in der Lore als Hintergrundwissen. Und da finde ich eben gerade, dass die Orks weiterhin eine Rolle spielen, dass der Krieg quasi auch auf Kyrene stattfindet und auch sichtbarer wird durch den Fall der Barriere oder nach dem Fall der Barriere, sehr, sehr spannend, weil die Bewohner von Kyrene haben natürlich Angst. Es wird halt auch gesagt, oh, ich habe halt das Gefühl, die Orks überfallen uns bald, hier werden bald Schiffe anlegen. Und man hat von Anfang an halt auch diese Dramaturgie, auf dieses Drachensetting geht halt überhaupt keiner ein. Du wirst für bekloppt erklärt, nein, die Orks sind die wahre Bedrohung, was willst du von mir? Und irgendwann kommen halt auch die Orks, ne? Wenn du dann. Jetzt lass mich nochmal überlegen. Als Magier hast du im 5. Kapitel mehr Suchende natürlich als Antagonisten. Als Paladin die Orks und als Drachenjäger die Echsenmenschen. Alright? Ja, richtig. Und die Dracheneier bei den Drachenjägern auch, warum auch immer. Ja. Was dann mehr Sinn macht plötzlich. Und da musst du halt natürlich dann auch sagen, ne, dann gibt es mehr Orks, du musst die Ringe der orkischen Kriegsherren sammeln. Und man merkt halt wirklich diese Verlagerung. Aber es ist halt auch wieder Nebenkriegsschauplatz, ne? Es ist halt so, oh, jetzt muss ich, bevor ich nach Irdorat fahre, dem noch diese paar 20 Ringe bringen. Was soll das denn? Das geht mir auf die Nerven. Ich will jetzt endlich dahin und gucken, was da los ist in diesem Belia-Tempel. Aber es fügt sich halt auch gut ein, weil jede Gilde ihren natürlichen Gegenspieler halt bekommt mit allen Stärken und Schwächen. Und das finde ich auch wieder unfassbar gelungen.
Kann man so sagen. Ein bisschen der Wiederspielwert wird dadurch immer gefördert. Auch. Das auch, ja. Und so ein Feuerregen, das ist auch ein Wiederspielwert wert. B Marvin B. Insert. CH. Gib mir Level 50 oder du machst einfach B Marvin B. F2 EA B für Edit Abilities. Ich weiß, weiter. Gehst dann auf Attribute und cheatest dir die Lernpunkte hinzu und lernst dann beim Charakterhelper den 6. Kreis der Magie. Hast auch Mhm. Feuerregen. Aber wer macht das denn? Ich wollte gerade sagen, aber ist es nicht umständlicher, Edit Abilities zu machen, als einfach dir diese Fertigkeit Kreis 6 zu geben über Edit Abilities direkt? Du hast ja die Rune dadurch noch nicht. Doch über einen Charakterhelper hast du sie, wenn du da den 6. Kreis lernst. Aber wie gesagt, das macht ja keiner. Ja, das hat doch 20. Ja, irgendwas zwischen 15 und 15 Jahren her. Ja. Noch nie jemand gemacht. Und ja. länger. Nee, aber tatsächlich ist, ich find's irgendwo gerechtfertigt, ich find's aber auch schade, dass der Feuerregen erst so spät im Spiel als Rune verfügbar ist. Aber er ist halt übermächtig. Du hast halt nur 4 Spruchrollen in ganz Gothic 2. Inklusive die Nacht des Raben, die du finden oder kaufen kannst. Es gibt sehr wenig Feuerregen-Spruchrollen. Das meinst du, ja, klar. Und das würde die eine oder andere Situation natürlich sehr stark entschärfen, wenn man dann zumindest mehr Spruchrollen hätte. Weil die Rune halt erst zu spät kommt. Ich meine, selbst ein normaler Troll stirbt daran. So. Ja. Das ist wirklich brutal. Müsste tatsächlich so sein, ja. Ja, ist so. Ich benutze das jedes Mal an diesen 2 Trollen da bei Onershof in der Nähe, jedes Mal. Das ist auch immer lustig. Aber ja, eine übermächtige Fähigkeit halt. So ist es. Mhm. Und ansonsten, Massensterben ist so langsam, das lohnt sich überhaupt nicht. Das ist aber immer noch schneller als die Urizil-Rune und das ist derselbe Zauber. Ja, aber Massensterben ist halt so langsam, dass es sich nicht lohnt, finde ich, zu benutzen. Und manchmal macht's, und bei vielen Gegnern macht es sogar weniger Schaden, weil die mehr Magieschutz haben als Feuerschutz. Das stimmt. Das ist auch richtig. Ja. Okay, ansonsten, hast du noch was zu sagen zur Geschichte und Lore? Kommt in den Gothic Lore Talk. Nee, wie gesagt, ich konnte 2 Wochen drüber reden, aber Ja, okay, also machen wir Rekord heute. nein. Du weißt, ich bin da immer offen für, aber man muss ja auch mal. Den Rekord müssen wir realistisch brechen bleiben. damit, oder? Wir sind doch schon bei fast 5 Stunden. Ich kann dir sagen, was der richtige Rekord ist, weil ich glaube, ich habe was mehr als 4 Stunden gehabt. Warte. Da wäre doch gelacht. Geschnitten oder ungeschnitten? Das meiste ist ungeschnitten, um ehrlich zu sein. Also, gucken wir mal nach. Oh, Freddy war 4,5 Stunden auch gewesen. Ist mir gar nicht aufgefallen. Doch, das war lange. Ja, aber mir Das ist nicht aufgefallen. habe ich ja an meinem 24er mitverfolgt währenddessen. Oh, Herr Das war Brummer sehr mir lange. überholt. 3,58, ja. Oh, Xardas, 4,39. ja gut, wir müssen ja die Technikprobleme. Ja gut, das haben wir auch, selbst wenn die Technikprobleme ja rausgenommen werden, das haben wir auf jeden Fall geschafft. Naja, also das mit Xardas 4,39 haben wir wahrscheinlich mit den Technikproblemen nicht überholt. Da kommt doch jetzt noch was. Aber ja, okay, werden wir sehen, was da noch kommt. Wir haben doch noch Fragen. Ja, aber tatsächlich nicht mehr viel, wie ich in der Liste sehe. Aber alles gut. Okay, aber mir ist gerade aufgefallen, dass der Podcast der Hochkönig-Podcast war der längste, wo die Hälfte fehlt, weil weil das Programm abgestürzt ist und die Hälfte des Podcasts dann gefehlt hat bei uns. Oh, Weil shit. der wurde ohne Twitch aufgenommen, weil ich da noch nicht live war.
Ich glaube, wir waren 6,5 Stunden oder so mit dem Hochkönig in dem Podcast damals. Die eine Hälfte ist da drin mit 3 Stunden circa. Weil mit dem Ui. Hochkönig habe ich so viel geredet, das war krank, also das war cool, auch cool. Und an sich, ansonsten, Bodo Henkel, 2 Stunden, 10 Minuten war auch ganz cool. Ja. Okay, aber jetzt weiter. Also wenn du jetzt nichts mehr zu sagen hast zur Geschichte Lore, wäre als nächstes die Ich Easter Eggs schon. würde die nächste Frage tatsächlich bevorzugen. Habe ich ja gesagt, lustige Easter Eggs. Das Auto. Wenn ja, Ja. kennt da. Davon haben wir eine Frage sogar im Quiz gehabt. Mighty Alien. Davon hatten wir sogar eine Frage im letzten Quiz. So, Genau. Und ja, da steht noch, Mighty- dass in dem Auto steht ja noch, ich wollte schon immer ein Spiel mit Autos machen. Das stimmt, das steht da drin. Mhm. Mighty Alien Dwarf haben wir. Den untoten Matt, den du tatsächlich nur cheaten kannst. Ja. Unglaublich viele verschiedene Grabsteine in Gothic 2, die Hinweise Mhm. entweder auf andere Entwickler geben oder auf andere Projekte. Mhm. Mir fällt mir auf die Schnelle tatsächlich gerade gar nicht ein. Da hast du mich kurz überlegen. Normalerweise fällt mir eigentlich mehr ein noch dazu. Zu Gothic 2, warte mal. Ja, Gilbert, dass er die Notiz da gelassen hat, ist doch auch nicht ey. Stimmt, da haben wir vorhin drüber gesprochen. Ja. Ich weiß nicht, ob man das als Easter Egg zählen kann, aber theoretisch der Zeitpunkt von Choristos Tod. Es gibt ja im Feuermagier-Tempel den Buchständer, wo was drin geschrieben steht und mitten im Satz hört's auf. Ich Wo glaub, noch das mal ein ist kein bisschen was Easter Egg. über die. Also ich glaube, das ist ja eher dazu gedacht, dass man das weiß. So ein bisschen was passiert Gut, ist. das wäre was zu Lore gewesen. Ach, damn it. Ja, ja. Das ist richtig. Genau. Was gibt's denn noch? Ich habe immer wie normalerweise viel mehr im Kopf immer von den Easter Eggs. Ja, natürlich. Hast du schon mal das Auge Enos vergessen? Ja, Xardas Brief, dass es komplett enttäuscht von dir ist und der liegt es dir dann mit rein in den Brief und so. Yep. Äh, Gut, dass Nadja eigentlich Tora ist, kann man auch als Easter Egg bezeichnen. oder als Faulheit. Böse Zungen behaupten Faulheit. Nee. Ja gut, man hat ja auch im Intro den Turm aus dem Minental von Xardas und nicht den aus Kurines. Und das, beziehungsweise sogar den aus dem Sequel. Man sieht das an der Rüstung, die der namenlose Held in der Cutscene trägt. Ja. Er ist zurück. Ansonsten, was gibt's denn noch? 100% noch ein paar Sachen mehr. Ja gut, der Mighty Alien Drop, der liegt ja irgendwo dahinter Onas Kapelle irgendwo vergraben. Genauso, da steht doch irgendwo Kairo. Mhm. Liesel ist ja kein Easter Egg, er nennt die halt alle immer so, weil er es nicht merken kann. Oder nicht will, was ihm egal ist. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau Geschichte dahinter. Aber mir ist jetzt gerade aufgefallen, bei Odyssey haben sie ja dann einfach ein 5-Minuten-Gespräch zwischen 2 NPCs erstellt, die darüber reden, warum er die Schafe immer Liesel nennt. Das habe ich mir einfach einmal mal angehört, weil es so absurd war, aber es war so lustig, muss ich sagen dazu. Ja. Aber Easter Eggs, was gibt's denn noch schön? Ja, das mit der Fleischwanzenangst von Brutus ist doch auch ganz. Ist das nicht auch ein Easter Egg? Wenn du Brutus verfolgst, springt er sogar in die Orks rein und stirbt. Ist die Barbo-Zeichnung nicht sogar die Graham in Gothic 1 dabei hatte? Ja, genau, ist genau dieselbe, richtig.
Die Leitern in Jagdkinder sind hier eine Anspielung auf Gothic 1. Ja, das weiß ich. Also ich hatte ja damals auch eine Quizfrage zur Colony Boy, weil Colony Boy. Da hat er ein Bild von der Colony Boy gehabt. Ja. Was hältst du von dem Exploit-Malus und dem Stunt-Bonus in Jagdkinder? Das ist ja, keine Ahnung. Man kann es als Easter Ja, Egg nennen, das ist eigentlich spielt es ja auf GTA an. Ja. Weil es ja die Stunt-Bonus mit dem Motorrad, also mit Auto und was auch immer gibt. Mhm. Ja. Kann man so sehen. Ich glaube, das ist eher ein Easter Egg, dass es halt diesen Bonus einfach gibt an sich und fertig. Würde ich sagen. So, das Wort was the question ist ja per Anhalter durch die Galaxis. Mhm. Mehr fällt mir jetzt nicht ein. Du hast ja Arculus mal gespielt, oder? Nicht komplett durch. Achso. Na egal, wenn du den Marvel-Mode aktivierst, hast du es mal gemacht? In Arkolos? Nö. Ja. Wenn du das machst, sagt er, ja, das bin ich. Jedes Mal. Weil er doch Marvin heißt. Oh, ist das dumm. Das haben sie einfach eingefügt. Ich fand das so witzig. Ja, das bin ich. Das bin ich. Auch wieder so simpel, aber so genial. Nee, mir fällt mir jetzt nicht ein. Hast du noch ein Easter Egg? Überlege auch gerade. Pum, 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 pum. Kätzchen? Was beschwerst du dich? Denkst du, Diegos Tod ist ein Easter Egg? Weil Diego überlebt, obwohl du ihn sogar abstechen kannst? Naja, selbst wenn er auf dem Weg, wenn er eskortiert wird, stirbt, steht er trotzdem im 3. Kapitel in Kurinus. Meine ich doch damit. Was soll das für ein Easter Egg sein? Ach, keine Ahnung, das ist kein Easter Egg, aber es ist halt dumm. Ich habe ihn ja einmal zum Test erschlagen und danach einfach noch abgestochen. Auf dem Boden. Ach, ich habe mir den Kopf gestoßen, weißt du so. Was ist mit dem durchgestochenen Herz? Ach, das ist nur ein Kratzer. Ja, passiert. Passiert mir immer jeden Montagmorgen. Müsste Diego sagen, ja? Das wäre schon gut, ja. Weil es in Gothic die Leute ja auch Montag und Dienstag kennen. Gothic gibt es keine Tage, ja? Ich weiß es gar nicht. Gibt es in Gothic Tage? Oder ist für die jeden Tag? Mir ist es nicht bekannt. Im Tagebuch steht ja auch immer nur erster Tag, zweiter Tag und so weiter. Nicht doch im Tagebuch. Nee, also ich wüsste jetzt auch nicht Tag. Nee. Hast du recht. Uhrzeit ja, Tag nein. Ist mir noch nie aufgefallen. Aber ja, ein Jahr gibt es auf jeden Fall in Gothic. Oder? Ja, Jahre gibt's, sonst würde Genau. der Zeitstrahl ja keinen Sinn machen. Richtig, das meine ich auch. Das gibt es ja zumindest, ja. Ja. Und wie viele Tage hat ein Jahr dann in Gothic? Naja, 30 Tage sind 3 Wochen. Weiter. Das heißt, 40 Tage sind 4 Wochen. Gut. Und woher So, weißt du, wie dass viele ein Monat Wochen, 4 Wochen wie viele Wochen hat ein Jahr in Gothic? Weiß ich nicht, sag's mir. Ich weiß es auch nicht. Ich dachte, du hast es jetzt nur gesagt, weil du es weißt. Gefragt. Sehe ich so aus? Du bist der Mr. Lord. Mit einer der Mr. Lord Talk. Ich habe das Ding gegründet. Siehst du, du bist dann Mr. Lord Talk sogar. Ich bin Mr. Lortok. Ich habe das gegründet und hoste das. Genau. Ja, gut, nee, ich weiß aber tatsächlich nicht, wie viele Wochen ein Jahr in Gothic hat.
Freddy könnte das wissen. Wenn es dazu überhaupt irgendeine Information gibt in Gothic, um ehrlich zu sein. Das ist im Rahmen des Möglichen, dass es dazu keine Infos gibt. Mir sind zumindest keine bekannt und ich bin immer sehr gründlich bei meiner Recherche. Also ChatGPT Nee, sagt mir fällt mir, dazu nichts. also Ich Übersicht habe mit keine KI valide Info. sagt mir, also ein Jahr in Gothic 1 dauert 22 Stunden. Ich glaube, der hat das mit der Spielzeit verwechselt. Wer hat das gesagt? Die Google-KI jetzt bei mir kurz gesagt. Ach so. Aber wir wissen ja auch jetzt für endlich mal Lares Lares Schwester Bescheid, auch endlich mal. Ich kann nicht mehr. Aber 22 Stunden ist die Spielzeit, denke ich, eigentlich und nicht. Ding. Aber egal, wann kommt eigentlich das Lore-Video über Lesters Schwester eigentlich bei euch? Wer ist denn Lesters Schwester jetzt? Hä? Warst du vorhin nicht dabei? Ach so, du warst gar nicht dabei, als wir drum rumgeredet haben. Oh mein Gott, Was labert der schon wieder für einen Stuß? wir haben vorhin hat er gegoogelt, wie viele Frauen es gibt in Gothic 1. Und dann, Schlimmes. Velaya kam erstens gar nicht vor. Dann haben die gesagt, dass alle bei Gomez, also alle im alten Lager, haben keinen Namen. Aber bei den Wassermagiern wohnt auch noch Lesters Schwester. Die aber auch nicht namentlich erwähnt wird. Aber Lesters Schwester wohnt bei den Wassermagiern. Das nicht mehr. Das habe nicht ich erfunden, das hat der GPT gesagt bei ihm in Google vorhin. Und wir haben uns nur gedacht, okay, denn die wissen mehr als wir. Und ich habe vergessen, dass du nicht da warst vorhin, als wir das gesagt haben. Oh Mann. Ei. Was macht deine Katze wieder, lieber Nick? Ah, hast du gerade. Okay. Leute, wartet ganz kurz. Gleich geht's noch weiter, beziehungsweise bald ist auch leider schon vorbei für heute. Aber wir müssen kurz warten. Hm. Hm. Sorry. Alles Kitzchen gut. hat wieder Katzendinge getan. Alles gut. Alles gut, solange lässt das Schwester es gut geht, ist ja alles gut. Ich gehe wieder. Nee, jetzt aber mal ernsthaft. Der GPT ist komisch, ja. Auf jeden Fall. ChatGPT hat keine Ahnung von Gothic. Hm. So. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir hatten Easter Eggs gerade durchgemacht, hatten keinen Einfall mehr, also. Okay. Dann, next question, please. Und auch die Last Question. Wem würdest du dich anschließen? Wo würdest du arbeiten wollen in Gothic? Das war die Nacht des ist egal, also aber mit deinem echten Körper, wie ja schon gesagt. Mit echten Fähigkeiten.
Würde Lehrling werden wollen bei Konstantino oder zumindest irgendwie bei Sagitta oder so. Sagitta finde ich sogar noch realistischer, weil du musst ja eigentlich nur die Pflanze pflücken und ihr bringen. Bei Konstantino brauchst du ja auch die Zustimmung von Harald. Das heißt, du brauchst eine Orkwaffe Warte, oder einen warte, Banditen, den du warte. umgelegt haben musst. Warte. Du willst mir sagen, dass du lieber eine Sonnenaloe in der Nähe eines Exkrementen eines schwarzen Trolls bringen willst, hier, um was zu lernen, als Konstantino mehrere Zustimmungen zu holen, die du aber auch irgendwie trotzdem bekommen kannst. Und du brauchst ja eine Stimme nicht von allen Stimmen von den Meistern. Du brauchst ja nur eine nicht. Alle anderen brauchst du aber. Nee, Das du heißt, brauchst die Zustimmung von allen Meistern. Du verwechselst das gerade mit dem Sumpflager. ich bin mir ziemlich Da sicher, dass brauchst du du nämlich tatsächlich nicht die Zustimmung. Du brauchst nur die Zustimmung von 4 Balls und es gibt 5. In Korinis brauchst du die Zustimmung von allen Meistern. Warte kurz. Kann sein, dass ich das verwechsel, oder? Wir warten und wir warten und wir warten. Du brauchst vier, damit du die Zustimmung von 4, warte mal. Damit hast du die Zustimmung von 4 Meistern. Das reicht aus, um als Lehrling aufgenommen zu werden. Die wird aber von Harald ganz klar gesagt, dass du die Zustimmung von allen Meistern brauchst. Hier steht, es gibt 2 Dialoge hier. Entweder du hast die Zustimmung von 4 Meistern, das reicht aus, oder du hast die Zustimmung aller Meister. Gibt es 2 Dialoge tatsächlich sogar dafür. Wer sollte dir denn die Zustimmung verweigern? Bei Harald kannst du auch. Von 4 Meistern. Das reicht aus, um als Lehrling aufgenommen zu werden. Ja, das sagen alle Meister. Also hatte ich doch recht im Kopf. Damit, dass das mit 4 geht. Der Lord Talk muss wohl doch wieder Nachhilfe nehmen. Dir wird aber auch in den Dialogen gesagt, denk dran, du brauchst die Zustimmung aller Meister, um hier als Lehrling aufgenommen zu werden. Aber wer sagt das dir und warum kann man das trotzdem machen mit 4? Ich bin mir sicher, dass ich das mit 4 oft schon gemacht habe. Ich habe nur die Quests alle angenommen. Ich such's dir gerade raus. Ich meine, dass sie es sagen, ist ja was anderes, wenn es aber geht. Hm. Gucken wir mal bei Oder was? Bospa. Gucken wir mal bei Bospa. Das gucke ich jetzt auch gerade. Hm. Zustimmung von 4 Meistern. Das reicht aus, um als Lehrling aufgenommen zu werden. Auch bei Bosbach. Es wird dir aber definitiv gesagt. Aber wer erzählt dir das? Ich muss doch gerade mal gucken. Das geht nicht so schnell. Ich lese immer schnell blöd. Ich weiß, wenn ich wüsste, welche Person das erzählt hätte, würde ich auch. Vielleicht Torben? Nee, nicht Torben, Matteo vielleicht. Guck mal bei Matteo durch. Genau, das wollte ich jetzt gerade kurz gucken.
Ich will jetzt aber auch gerade noch mal trotzdem bei Torben durchschauen. Da wird nämlich, bedenke, dass du die Zustimmung aller Meister hier brauchst. So ist das Brauch in Kurinus. Wer sagt das? Ich habe den Dialog im Kopf. Ich schaue ihn mir aber gerade noch mal durch. Guck jetzt Torben als nächstes. Lehrling. Unterstadt Gothic 2. Ich sag mir das doch nicht aus dem Fingern. Also bei Mondgesänge steht auch, dass man bei jedem Meister die Zustimmung braucht. Ich brauche aber den Dialog noch dazu. Ich bin noch nicht bescheuert. Warte, wen hatten wir jetzt alles? Ich guck grad. Matteo haben wir haben Torben, Osper, Harald, Konstantino. Ich hab mir das doch nicht eingebildet. Ich habe das halt im Kopf, seit ich Gothic 2 gespielt habe, das erste Mal, dass das geht. Und ich versuche gerade deine These zu stützen und suche selber, aber ich finde nichts gerade dazu. Aber mit 4 geht es auf jeden Fall. Zumindest können wir das an den Dialogen schon mal sehen. Also Matthäus sagt, es ist wichtig, dass die anderen Meister zustimmen. Das ist seit jeher Brauch hier in Kurinus. Genau, aber das ist der Rede nicht, dass alle Meister zustimmen müssen. Ja, aber wenn er sagt, die anderen Meister, ist ja eigentlich klar, dass er alle meint. Unseren Ja, aber es geht Orden ja trotzdem haben mit sich 4 auch. Verbündete Apropos. angeschlossen. Mit vereinten Freddy hat uns gerade Kräften geradet. werden wir den Hi, Sieg Freddy. der Hallo, liebe Drachen Raider. besiegeln. Hallo, herzlich willkommen. Wir diskutieren gerade was, Freddy. Also ich sag, man kann beziehungsweise man kann mit 4 Meistern Bürger werden. Und er hat auch gerade gesagt, genau. Er hat schon zugehört. Der war schon bei unserem Stalk, bevor er geradet hat. Dann ergibt der Dialog mit Matteo aber gar keinen Sinn. Oh, das Schweinerudel ist geil. Wir hatten heute auch schon mal über Tiere in Gothic 3 geredet. Sehr gut. Ja, das Schweinerudel. Das Schweinerudel ist hier. Ah, ja. Apropos, er hat vorhin Arcania erwähnt, ja. Sterbe, Belia-Anhänger. Das ist der Dialog. Und Matteo sagt ja, aber es ist wichtig, dass die anderen Meister zustimmen. Das ist seit jeher Brauch in Kurinus. Ich habe bisher immer mir von allen Meistern die Zustimmung geholt. Dass es wohl mit 4 geht, das sehe ich auch an den Dialogen, aber dann macht dieser Dialog speziell keinen Sinn. Es ist sinnlos. Ja, vielleicht macht der Dialog aber Sinn, weil Matteo ja erst mit dir nichts machen will, aber dann sagt er, ja doch, die Sache mit Gritter könntest du erledigen, die ist aber ein bisschen schmutzig. Aber ansonsten würde er dir keine Aufgabe geben, dass er dir eine Stimme geben kann. Vielleicht Ja, deswegen. Konstantino ist es ja sowieso egal. Genau, aber vielleicht wegen Matteo, weil er ja nur das macht, wenn du wirklich eine schmutzige Aufgabe machen willst, sozusagen. Nur dann. Freddy, du Hilft kannst dir doch auch. eine Wahl, du kannst doch eine politische Wahl nicht damit vergleichen.
Du kannst das, Max Dois? Okay, ich muss dich mal auch irgendwas anfragen. Wenn du das wirklich kannst. Das Weil ist ich die doch, ganze Zeit jemanden das suche, ist der das nicht kann. das Gleiche. Also Fred, jetzt wirst du abstrus. Ich würde auch sagen, das ist nicht das Gleiche, aber du brauchst halt nur 4 Stimmen. Und das mit Matteo kann ich verstehen, weil diese schmutzige Sache, ist ja eine schmutzige Sache, dass du Sagita erpressen musst, dass sie das Geld bezahlt, was sie schuldet und so Ja, weiter. aber er sagt die anderen Meister. Eigentlich ist das impliziert, dass du dann von allen Dingen Zustimmung brauchst. Ja, gut. Für wenn mein, das- für mein Textverständnis. Ja, gut, aber dann hat er sich nicht mit eingebunden, die anderen Meister. Vielleicht genau deswegen, weil er dir diese schmutzige Quest geben muss, damit er dir überhaupt eine Stimme gibt. Das ist im Rahmen des Möglichen. Und deswegen meinte ich, dass das könnte ja da sein, wenn man das sich genau ansieht, weil dann Naja, wer sagt doch denn, wieder wer Sinn. sagt denn, dass wir einfache demokratische Mehrheitsverhältnisse in Gothic haben? das ist 80%, das ist ja jetzt ein bisschen sogar übertriebene Mehrheit. Theoretisch wird. Ja, aber es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass Konstantino gegen dich stimmt. Max Deutsch, wenn du das kannst, würde ich dich wirklich gerne mal anfragen, deswegen, by the way. Das meine ich ernst so. So. Und wenn du die Matteo-Quest nicht machst und Konstantino gegen dich stimmt, ist vorbei. Na gut, dann kannst du immer noch zu André gehen und die Strafe bezahlen, aber. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ich weiß schon, auf was du hinaus willst, aber ich kenne das schon seit immer und Ich Und du glaub wusstest dir es das nicht ja, halt. aber der Dialog Ja. ergibt halt dann keinen Sinn. Das ist schon richtig Beta-Gamma, 98. Ich habe es tatsächlich noch nie geschafft, bei jemandem irgendwie das zu verkacken. Ich wusste, also, natürlich geht's dann nicht, das macht Sinn, aber. Ich habe auch noch nie Gritta umgebracht, ehrlich gesagt. Nee, Matteo kannst du doch trotzdem noch die 100 Gold geben, oder? Oh, das muss ich testen. Matteo schon, aber Matteo nicht. Der meint ja Matteo. Also der stimmt dann nicht mehr für dich. Muss ich mal Ich habe probieren. auch hast noch, du ich, recht. ich kam gar nicht auf die Idee, Gritta umzubringen. Ich auch noch nie. Oh, Hilfe. Aber Freddy ist ja immer noch traumatisiert, habe ich im Stream letztens wieder erwähnt, wegen Torloff, weil er das ja nicht wusste. Bis vor meinem Podcast. Dass es mit Torloff geht, da mit dem. Dass du nicht Torloff. alle Gurus überzeugen musst, das stimmt. Du brauchst 4 von 5 Bals. Das sagt Coquelin. Ja, aber du musst ja auch Du nicht musst Dinge überzeugen, ja. Du musst mindestens 4 Bals überzeugen. Ja. Und in Gothic 1, das mit den Schatten, da gibt es verschiedene Leistungspunkte pro Quest. Du musst zum Beispiel Whistler gar nicht machen. Mhm. Aber es gibt 2, 3 Elementare, also du brauchst, wir hatten das ja in dem einen Quest, wo ich dabei war, mit den 5 Quests. Ja. Ja. Nee, aber ich bleib trotzdem dabei, dass ich lieber in der Trollscheiße die Sonnenaloe raushole, um dann bei Sagitta zu lernen, als bei Konstantino da rumzustehen. Und du glaubst, Weil du überlebst Harald- das? Die Kacke von dem Troll ist Also im Randomizer lag die Pflanze relativ weit vorne vor der Höhle. Normalerweise, das liegt doch nicht unter dem Troll normalerweise, oder bin ich Tut's gerade nicht. deppert? Es ist aber nahe genug am schwarzen Troll. Davor sind Snapper. Und an sich den Weg bis dorthin ist auch gepflastert mit irgendwelchen Monstern. Mit denen Ja, du aber erstmal fertig werden musst. die Snapper, die macht doch der Hunter, der Jäger da weg. Wenn da irgend so ein Honk sieht, der nicht mal eine Waffe trägt, also nicht böse, nichts gegen dich wegen Honk jetzt. Ich meine damit jetzt irgendein Honk, der nichts hat, keine Waffe, nichts. Vielleicht hast du einen Dolch oder so. Aber denkst du, er geht mit dir Snapper jagen, das eine der gefährlicheren Monster in Gothic ist? Der geht ja nur mit dir, weil du noch überhaupt noch irgendwas aussiehst beim Kämpfen. So. Und die andere Sache ist, den Weg dahin zu überleben, ist doch auch noch eine Sache. Ein Wolf ist. Dann geh ich ist halt kein drüben, Spaß. ziehen bis in aller Ewigkeit auf Robertshof. Oder du gehst einfach zu Konstantino, weil es auch nicht schwer ist. Und du brauchst dann Ja, nur 4 doch. Stimmen. Den Ork umbringen oder die Banditen abmurksen. Ja, oder 4 Stimmen.
Schon vergessen, dass man nur 4 Stimmen braucht. Weswegen Ja, wir aber ja die- gerade überhaupt das Thema gekommen sind, stimmt. Ja, aber die Sache, also das ist doch feige, die Harad-Quest nicht zu machen. Außerdem beim Pflanzensammeln, wo du diese ganze Dreck da zusammenfahren musst, da kannst du auch voll einfach drauf gehen. Wieso? Du kannst das meiste vor der Stadt finden, nicht weit weg. Und selbst das eine beim Steinkreis, da ist ein Feldräuber. Und wahrscheinlich wirst du als Alchemist auch mit einem Jäger mitgehen, der nebenbei da gerade jagt und du sammelst die Pflanzen ein. Ich glaube nicht, dass das im realistischen Sinne so wäre. Dass du da immer allein hin müsstest, um alles zu sammeln. Glaube ich nicht. Ich glaube, da ist Wer irgendwas. soll denn mit mir da hingehen? Bartok? Nein, jetzt nicht Bartok, jetzt. Sagen wir es so. Beziehungsweise doch, Bartok muss ja trotzdem ab und zu jagen. Nicht weit. Er hätte gesagt, der geht ja nicht weit und so weiter und so fort. Also. An sich glaube ich sonst eh nicht, dass. Ich glaube nicht, dass Zuris immer alleine jedes Mal Pflanzen sammeln geht. Was hat das denn jetzt mit RP-Verständnis zu tun? Weil ich nicht Ich glaube, habe doch nur gefragt, wen ich mitnehmen soll. Achso, ja, nee, ich meine damit, aber wer, weiß ich jetzt nicht. Aber es wird wohl irgendwas sein, dass irgendeine Person wohl, wenn ein Alchemist irgendwas sammeln geht, ich glaube nicht, dass ein Alchemist Kampfverfahren ist in den meisten Fällen, dass es da keine Möglichkeit gibt, sicher hinzugehen. Und wir sind ehrlich, die brauchen auch die Alchemisten in der Stadt. Wer kümmert sich denn sonst um die Leute diesbezüglich? Das ist so eine Zwangslage auch für irgendwelche Leute in der Stadt. Irgendjemand wird da wohl mitgehen. Beziehungsweise irgendwo hingehen und er sagt, ja, kann ich mit, weil ich ja nebenbei eh noch Pflanzen sammeln muss. Es bleibt trotzdem bei der Sake da, die ist mir sympathisch. Okay, Leute, er will sterben. Bitte, Harad. Immer Lehrling bei Harad. Schmieden, schmieden, schmieden. Aber ich hab hier gesehen, von den Meistern findet ihr beiden am sympathischsten. Wen findest du am sympathischsten bei den Meistern? Habe ich doch gerade gesagt. Harad. Schmieden, Ja. okay. Ich dachte, das war jetzt einfach nur ein Kommentar, okay. Verstehe. Wen finde ich am sympathischsten? Bospa versucht dich psychisch zu überzeugen, dass du für ihn arbeitest. Mag ich nicht. Konstantino geht mir auf den Sack, auch wenn ich fast immer Lehrling bei ihm bin. Aber das ist eher, weil ich die ganzen Sachen lernen will und nicht, weil ich Bock auf den habe. Mir fällt gerade ein, hat er nicht dieselbe Stimme wie Korkalom? Boah, weiß ich nicht. Matteo ist ein Arschloch, hätte ich keinen Bock. Aber Torben würde ich am sympathischsten finden, wenn man da Lehrling werden könnte. Der ist ja ein Meister, es geht ja nur um die Meister gerade. Aber Torben ist der menschlichste, würde ich sagen, von den Leuten. Und Harald würde auch sagen, verpiss dich, wenn du nicht eine Orkwaffe bringst. Also, von daher. Torben ist eine Flasche. Es geht jetzt nur darum, wen ich so am sympathischsten finde im Realismus und nicht, wenn ich so sag, einfach so, ja doch, dann auch Harald, aber das ist einfach nur, der ist am coolsten, ja? Was hat Matteo dir? Mir nichts, mir hat er nichts getan. Einerseits will er nur seine Schulden zurück. Also irgendwie doch, dann ist vielleicht doch nicht so unsympathisch. Aber andererseits, ihm ist es ja egal, was du Gritte antust, außer sie umzubringen, um dein Geld zu kriegen. Du kannst sie ja verprügeln und auch das Geld nehmen und die Quest ist fein für ihn. Das alte Gritchen. Hm? Was? Das alte Gritchen. Ja. Ne, ich bleib bei Sagitta. Ich weiß. Finde ich aber immer noch krass trotzdem. Wir haben 1:30. Ja, noch voll früh. Das ist erst morgen früh. Ich muss um 6 Uhr anfangen zu arbeiten. Niemand hat gesagt, dass es eine kurze Aufgabe ist, aber ich habe jetzt nicht erwartet, dass es so spät schon ist. Du glaubst doch nicht, dass ich bei der Hitze länger als 14 Uhr arbeite. Da gehe ich ja kaputt bei. Ah ja. Ah ja.
Nee, also, aber eine Sache auf jeden Fall, bei der Hitze kann ich eh nicht richtig schlafen. Also mich würde es nicht mal einen Unterschied machen. Ich würde wahrscheinlich eh wieder tausendmal aufwachen jetzt. Ja, aber ich werd so oder so kaputt sein auf Arbeit morgen. Ja, siehst du? Oh. Tut mir leid, dass der Podcast so lang ging. Nein, alles gut. Ich wusste ja, worauf ich mich einlasse. Ja. Aber das Schöne ist, wir sind ja schon mal mit Gothic 1 und Gothic 2 fertig. Ja, beim nächsten Mal in, keine Ahnung, 2 Monaten, wenn du Gothic 3 durch hast, gehen wir nochmal in Gothic 3 rein. Ja. Das wird war nämlich die lustig. offizielle Ankündigung, dass der Teil um Gothic 3 vertagt wird, weil ich es Ja. ewig nicht mehr gespielt habe und ich Mhm. bald anfange. Der Randomizer ist ja so gut wie durch. Ja, das heißt, wir sind in 2 Monaten, 2,5 Monaten oder so, sehen wir uns dann zu Gothic 3. Kapitel 5, mein lieber Beta Gamma, und ich mache jetzt einfach nur die Quests, die mir noch fehlen. Und dann gehe ich aufs Schiff. Und ich bin immer enttäuscht von den ganzen Quests, die so lange im Spiel waren, die dann zu Ende gehen. Ich bin ja eh genug genervt von Returning, immer genervt jedes Mal, also. Möchtest du zum Abschluss aber nochmal von der von der magischen Adonos-Kamera erzählen? Ich fand das solltest du nochmal wiederholen. Du kannst ja gern darüber erzählen, wenn du das möchtest. Nee. Nee. Warum findest du es denn so toll mit der magischen Ananas-Kamera? Also Beta Gamma auf jeden Fall, wie gesagt. Es geht später in Returning weiter, aber mach ich vorher noch kurz eine Pause, nämlich noch mit Medis und so weiter, und dann geht's weiter mit Returning. Wenn du sehen willst, wie ich weiter leide. Beta, er ansonsten- muss Kapitel 7 spielen. Ich hoffe, dass es zumindest auch drin ist dann. Auch wenn ich glaube, dass ich diese Hoffnung, sobald ich Kapitel 7 wieder anfange, keinen Bock darauf habe. Aber viele Viewer sagen, das ist schon weg. Also ich werde mal sehen, ob das dann so sein wird oder nicht. Die Frage, die sich mir nur jetzt gerade nur stellt, also auf Twitch wird das VOD ja nicht sein, sondern das wird dann auf Mhm. YouTube sein mit Richtig. dem Podcast, ne? Ja. Weiter? Sintrix, ja, ich weiß, dass Leica das rausskripten wollte, aber ich dachte noch nicht, dass es schon draußen ist. Ja, dann ist es eh nicht da. Dann ist das Spiel ja fast durch bei mir. Ist das langweilig? Ich bin auch so traurig, dass ich Kapitel 7 nicht machen muss. Ich habe schon fast geweint. Ich meine, das ist doch der tollste Gothic-Mod aller Zeiten. Ich wollte nur 10-mal mein Headset gegen die Wand schmeißen. Nur 10? Ja, bei den ersten Magier, den ich bekämpft habe. Einfach mal machen. Ach, Freddy, ich wünsche dir viel Spaß, wenn du Returning spielst. Ich glaube, du bockst Der wirklich wird in das deinen niemals spielen, hat Monitor. er gesagt. Der hat gesagt, das wird er niemals spielen. Der hat gesagt, er wird niemals so gute Laune haben, dass er spielt. Hat er in seinem Stream gesagt. Ich habe ihn da gefragt. Das ist also. richtig, aber es gibt immer noch Kanalpunkte. Ach, hat er Kanalpunkte für was durch? Ah, hat er mir gesagt. Stimmt. Oh, Freddy, ich muss bei dir ganz viel sparen. Ey, aber wie gesagt, ich habe dir Tix Tanks da bei meinem Podcast mit dir mal gezeigt. Ich musste Tix Tanks durchspielen. Das war eine Qual genug Qual, ja? Ich sag, Odyssey ist gut. Immer noch. Naja, Alex, Deine Alex, Gefechte. dich schick ich erstmal Dungeon Lord spielen, ja? Ich weiß, du sammelst jetzt extra Punkte dafür. Und dann sehen wir, ob ich mit Freddy einer Meinung bin. Aber leider habe ich das Gefühl, Ja. da ich keine Nostalgie habe, dass es wahrscheinlich passieren wird. Aber 2 Stunden ist eigentlich schon schwach. Musst mal durchspielen. Komm, mach mal auf Lock. Sind nur so. Ich habe 39 Stunden gebraucht, Freddy hat so 45 gebraucht. Okay, wir machen 4 Stunden. Und wenn es mir gefällt, mache ich weiter. Aber nur weil du aus Okay, wir machen den anderen Deal. Ich übernehme, du weißt schon was, dafür spielst du Dungeon Lords durch. Du meinst Gothic 2 Odyssey machst du mit und dafür spiele ich Dungeon Lords durch, oder was? Nee, ich meine das andere. Things Tanks, das ist nicht fair, das sind 3 Stunden. für Nein, das nein, Ding. das zeitlich nähere. Gothic 3? Ja, das mache ich doch sowieso. Aber was meinst du? Welches Spiel meinst du gerade? Es geht um kein Spiel. Ach so, du willst mir jetzt damit drohen, dass du da nicht mitmachst, wenn. Nein, das sehe ich nicht ein. Das sehe ich nicht ein. Ich hab nicht mal zugesagt.
Nein. Du hast gesagt, du sagst mir morgen Bescheid, aber wenn das ist Ja, nicht das deine mach ich. Abmachung. Ja gut, das ist sehr gut. Jetzt hast du zugesagt, dass du es machst. Aber das ist Nein, nicht ich habe ein gesagt, fairer ich hab gerade gesagt, dass ich dir morgen Ach so. Okay. dass ich dir morgen Bescheid gebe. Ja, alles gut. Ich werde keine Abmachung. Ich werde nicht Dungeon Lords spielen, nur weil er dann beim Gothic-Quiz mitmoderiert. Und Freddy, beim nächsten Quiz will ich mit dir reden, über dich als Mitmoderator dabei haben. Wollte ich nochmal sagen, Freddy. Darüber habe ich dich ja schon mal im Podcast angesprochen. Nicht bei diesem, sondern beim nächsten will ich dich dann mit ansprechen dafür. Aber das ist jetzt gerade eh nicht das Thema gewesen. Aber für Odyssey hätte ich es gemacht fürs Duo-Projekt. Dann hätte ich auch Dungeon Lords durchgespielt. Genau, ein 250-Stunden-Spiel zu einem 40-Stunden-Spiel. Ich habe 150 Stunden gebraucht beim letzten Mal und habe alle Quests gemacht. Und es ist ein Duo-Ding, da müssen wir beide Zeit investieren dafür dann. Das ist nochmal auch was anderes. Ja, das kläre ich mit dir ab, das Datum, Freddy. Ich suche mir eine WoW-RP-Gilde, dann habe ich keine Zeit mehr. Ach so! Nein. Also das könnte ich als Angebot machen. Ich brauche eh noch jemanden, der mit mir Odyssey einmal durchspielt. Das kriegen wir hin, Freddy, irgendwie, ja? Das ist das kleinste Problem. Hast du was? Ah, nee. Sag mir auf jeden Fall morgen schon mal Bescheid wegen dem, ob du mitmoderierst oder nicht. Hast eigentlich Ich sag dir Bescheid, ja. Ich muss jetzt noch mal kurz gucken, ob Herr Brumm noch was an Fragen gemacht hat eigentlich. Was ist das für eine Riesenliste da rechts? Ich will es mir gar nicht angucken jetzt erstmal. Ja, also ich sag schon mal, Nee, ich mach Greif gleich jetzt die mal ein Stück Abmoderation, vorweg. alles gut. okay, dann machst du gleich Ich habe die nur Abmo. ganz kurz geguckt, ob. Nee, der hat nichts mehr weitergemacht. Na gut, dann machen wir morgen nochmal weiter. Aber ist jetzt egal. So. Also, ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst. War sehr nice. Wir werden das natürlich fortsetzen mit Gothic 3, dann, sobald es mal durchgespielt ist on Stream. Und dann würde ich dir auf jeden Fall. Achso, schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Das war das, was du vorhin ja vorweggenommen hattest. Schaut bei ihm auf jeden Fall vorbei, lasst Liebe da. Und in ein paar Tagen kommt es wieder auf YouTube. Wahrscheinlich eher in 4-5 Tagen, weil ich noch das andere auch noch reinmachen muss. Weil das vorherige ist ja auch noch nicht drin auf YouTube. Okay, perfekt. Und ich würde dir dann das Schlusswort überlassen, lieber Nick. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für die Einladung. Ich fand es auch eine angenehme Runde. Nach anfänglichen Soundproblemen haben wir das jetzt zum Glück in den Griff bekommen. Das heißt, ich werde auch in den nächsten Formaten, an denen ich teilnehme, auch deutlich besser klingen. Nee, aber es war ein schöner Austausch. Ich hoffe natürlich auch, dass ich an Gothic 3 dann auch das ein oder andere zu beitragen kann, weil bei Gothic 1 und 2, da habe ich halt leider in Gothic 1 vieles vorweggenommen, was sich dann jetzt mehr oder weniger wiederholt hat oder ich in anderer Form halt sagen musste. Und Gothic 3 wird dann halt nochmal eine völlig andere Erfahrung, sowohl spielerisch als auch dann auch darüber zu reden. Ich hoffe, die Fragen weiß ich bis dahin noch, aber du wirst sie mir auf jeden Fall sicherlich stellen. Ja, bestimmt. Welche Fragen eigentlich? Nicht was? Okay, perfekt. Dann mache ich jetzt auf Pause. Das dauert ein paar Sekunden und dann freue ich mich darauf.